Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Saison in der F1 2021 in der Coop-Season. Jetzt ist der Name gerade in die Sinn gekommen. Herzlich willkommen, wir sind wieder zurück in einer zweiten Season. Wir haben ja noch vielleicht in der letzten Folge gesehen, dass der Gabu zu Red Bull gewechselt hat und ich bin zu Haas gegangen. Ich wollte ja eigentlich zu McLaren gehen, aber McLaren hat mich nicht wollen. Mein Ziel ist zu Ferrari wollen. Ja, du hast gestimmt. Der wollte zu Ferrari wollen, aber Ferrari hat ihn nicht wollen. Und mein Ziel ist jetzt einfach sicher mal in dieser Saison von der Fahreranerkennung ein bisschen aufzukommen, dass ich vielleicht im Sommer, bei den Sommertransfer könnte, vielleicht zu McLaren gehen. Und beim Gabu eigentlich genau das Gleiche, dass er vielleicht dann zu Ferrari geht. Oder er bleibt vielleicht bei Red Bull, who knows. Wie gut das läuft. Ja, mal schauen, wie gut das läuft. Wir haben jetzt wieder eine komplett frische Saison. Wir gehen jetzt wieder zuerst nach Bahrain, aber wir haben ein paar neue Strecken drin, wo wir selbst mal nicht gefahren sind. Und zwar gehen wir jetzt noch unter anderem nach China, nach Spanien, nach Japan und am Schluss noch nach Abu Dhabi. Saudi-Arabien ist rausgeflogen, Portimao ist rausgeflogen und noch, was haben wir rausgerührt? Mexiko, genau. Die sind rausgeflogen. 3 Strecken sind raus und 3 neue sind reingekommen. Wir schauen mal schnell Driver Change, ob es etwas noch gegeben hat. Perez fährt bei Mercedes, alles klar. Das siehst du schon? Ja. Bei Mercedes? Ja. Bottas bei Alpine, what the fuck? Okay, Leclerc und Sainz sind weiterhin bei Ferrari. Ricciardo bei McLaren, Norris bei McLaren, der ist ja Weltmeister geworden. Du hast den Max als Teamkollege. Ganz genau. Gasly zu Noda, auch immer noch Alpha Tauri. Stroll und Vettel bei Alpine, bei Aston Martin auch noch. Latifi immer noch bei Williams. Russell auch bei Williams. Nikita Mazepin und Kimi Räikkönen bei Alfa Romeo. Der Giovinazzi ist rausgeflogen und der Bottas ist auch... Nein, der Bottas ist da drin. Alonso, gell? Hat retired wieder. Okay, alles klar. Holy shit. What the fuck? Nice. Okay, ja, es hat ein bisschen Wechsel gegeben. Ist ein guter Swing, ja. Schön ja. Und ich würde mal sagen, neue Saison, neues Glück. Jetzt haben die gleichen Autos wie letztes Jahr wieder vorgestellt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gerade mal wieder beim Qualifying. Ich glaube, da können wir schon mal alles überspringen, aber das ist ja alles recht uninteressant jetzt für die erste Folge. Ja, wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! Go! Herzlich willkommen zum Qualifying, zum kurzen Qualifying besser gesagt. Wir sind beide ins Training gefahren, beim Gabu recht erfolgreich, gut mit Red Bull, eigentlich das zweitschnellste Team im Feld momentan. Auf P1, ich bei Haas bin auf P13 gelandet, in einer Qualifying-Simulation mit alten Reifen. Also ich bin eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen, mit dem Haas. Ich bin jetzt gespannt, wo ich lande im Qualifying, wie stark das da der Haas wird performen. Und ich glaube, im Gabu geht es sicher um Pole. Hoffentlich auch. Bei mir eher weniger. Ein bisschen anders die erste Wagen, aber an und für sich keine schlechte Runde gehabt. Jetzt bekommst du auch noch ein bisschen Slipstream über, oder? Ja, ich glaube, für das ist ein zweiter Weg. Aber ich habe den Stroll eigentlich erstaunlich gut hinten nachher. Ich bin vor dem Stroll. Was? Ich bin vor dem Stroll gelandet, ja. Ganz geil. Das letzte Saison ist immer so Räikkönen P4, Mazepin P5. Das ich mag ihm gut nachher. Und Vettel war ein Zettel schneller, nicht einmal. Und Pole Position. Ja. Gemütlich, oder? Einfach 1,1 Sekunden. What the fuck? Ja. Und es war keine gute Runde. What the fuck? Es war eine absolute mediocre okay Runde. Ja, ist noch ein Reifenverschleiß. Nein, come on! 2 Zettel! Jo! Doch ja, vor dem Vettel, Alter, P12! What? What, Alter? Mit 1,28 glatt! Vor einem Essen, das ist verdammt stark. Das habe ich mit dem Alfa Romeo aber kaum fertig gebracht. Ich bin hinter dem Bottas auf P11. Ocon ist 12. Aber die fahren halt natürlich alle noch. Also, ich denke, die werden sich alle noch mal verbessern, aber gleich. Krass.
Retiré from Session. So. Und wir haben... Paul, congratulations! Oh, 8 Battle! Krass, der Perez hat sich dann von nicht mehr... Oh, er ist aber von P13 mit dem Haas! Was? What? Zwischen den Hastons! Gott, Alter! lol. Es schmeckt nach Punkt! Alter! Wo ist dein Teammate? 19. Aber vom Feinsten outperformt, ey. Haben wir... Nein, wir haben ja den Dings nicht geändert, oder? Das ist immer noch alles gleich. Hä? Wir sind dort schnell. Fuck! Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Shepard lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Verstappen, Lando Norris and Ricciardo, Leclerc, Sainz, Gasly and Yuki Tsunoda, Bottas, Vettel, the captain and Stroll, Ocon, Raikkonen, George Russell and Nicholas Latifi, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. So. Nice, let's go, Alter, ey. Pole position. Mediums, da gehe ich in Lab 8 gehe ich in die Box und hole mir Softs. Das ist gesund. Lab 9 muss reingehen. 5 Runden, ja, so easy. Ja, das ist auch easy. Also, Alter, ey. schauen wir, ob wir das da etwas Gutes daraus machen können. So, genug Sprit mitnehmen, nicht dass wieder Brasilien-Desaster passiert da. Let's go, Alter, Ja, Mann, jetzt bin ich gespannt. Oh! Mit Mediums, sie wird wahrscheinlich auf Start richtig verlieren. Lichter sind aus und Porno-Start von meiner Seite. Aber Perez hat noch schlechter den Start besseren gehabt, Start kein gehabt. Ja. Oh mein Gott, Gold Latifi hat reingestochen und gerade 4 Leute überall. Das war P11 für einen kurzen Moment. Gerade hinter dem Stroll schlechter Exit. Oh mein Gott. Gerade Will to Will mit dem Stroll. Also, ja, nein, ist ein bisschen schneller. Oh, late on the brakes. Yes, okay, Stroll habe ich mal hinter dem Ocon. Holy shit. Ich fahre davon wie nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen am Strugglen mit Mediums gerade. Die sind recht schliffrig. Oh mein Gott, der Stroll! Woo! Ist ja wahnsinnig! Das ist eben der Vorteil, wenn du so weit vor dem Start ist, dann hast du die hohen Probleme nicht mehr mit Alter, dem der hat Frontflügel. in dieser Kurve, weißt du, wo du musst so scheiße anbremsen, dass du gut in die Spitzkehre sozusagen reinkommst. Genau. Von der Wie oft Backstraight. haben wir da, ja. Und der Stroll hat einfach innen durchgezogen, nicht bremst und hat einfach den hart abbremst. Und da hat sie noch bekommen, Kurve. Keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat. Oh mein Gott, okay, ich merke, ich werde Mühe haben am Essen nachher mögen. Also ich bin jetzt auf P16 aber gedroppt, aber das war zu erwarten gewesen mit diesen Reifen am Start. Jo. Alter, der mein Gap, den du hast, holy Perez shit. ist rein. Also hätte die Soft, sie würde dem Stroll nachher mögen, glaube ich. Aber... Oh, der Latifi hat sich weggedreht! Einfach so nichts! What? What the fuck? Einfach von alleine, oder was? Er hat sich einfach weggespinnt. Ja, also ich glaube, sie hat jetzt keinen Kontakt gehabt mit dem Ocon, aber... Alter, der hat sich einfach so weggespinnt aus dem Nichts raus. Holy shit. Alter, das hat verdammt geil ausgesehen. Thumbnail. Oh, jetzt könnte es knapp... Jetzt gebe ich mal IRS noch drin. Jetzt könnte es krass werden gegen Stroll. Ich bin schon mal schneller als er. Vielleicht werden jetzt auch schon die ersten Pits kommen. Zwar in der nächsten Runde. Ich bin relativ früh in den Pits schon. Come on, bis, Nächste Runde weisst du es. bis. Come on. Ah! Kommen wir gerade hinter dir raus. Oh, riesen Oh, Battle da vorne, riesen Battle. Yes, Stroll haben wir mal. Sehr schön. Let's fucking go, Alter. Nice, Ja, mit den verfuckt Mediums weiter. noch überholt.
So. Was? Don't panic just yet, but we've seen a problem at our end. Oh nein. Und das Stroll fightet natürlich mit mir. Weil das ja absolut sein Rennen ist gegen mich. Und er jetzt in die Pits geht. Okay, you're in the top 10. Box is left. Ich überhole dich gerade. Okay, fahr weit. Oh mein Gott! Ich bin noch neben dir. Oh, du riechst! Ich drehe mich! Du riechst! Du riechst! Ich weiß. Ich bin Nein. disqualifiziert. Nein! Alter, das hat mich jetzt gerade so übelst abgelenkt. Ich habe gerade gespinnt. No way, Alter! Gerobbt, Alter! So etwas voll! Arsche! Come on, Safety Car, Safety Car, Safety Car. Bring den Safety Car. Dann würde ich jetzt nicht Zeit verlieren wegen dem Spin. Er bringt kein Safety Car. Alter, im ersten Rennen Motorschaden! Alter! No fucking way, Alter! Es ist einfach so ein wunderschönes Wochenende gewesen, alles gut gelaufen. Ey, Oder ich so hatte den Grand etwas. Slam gemacht. Ich hatte den Grand Slam gemacht. Im Practice, nachher Pole Position und jetzt war ich auch nochmal P1 gewesen. Dominant P1. Oh mein fucking Gott. Alter, vor allem, weißt du, also, ja, ich glaube, wir haben das Problem. Und bis jetzt, in jedem Game, das ich bis jetzt gespielt habe, noch nie hat es geheißen, ja, das Problem sei schlimmer oder so. Aber er kommt direkt mit einem DNF. Wirklich so, Ja, ich sehe, wie das MFD aufgeht, es ist rot. Und dann habe ich einfach gewusst, nein, es ist vorbei. ja, vor allem, ist- weißt du, im ersten Rennen, der Motor ist ja Ja. nicht mal verschlissen. Ja, das heisst, irgendein Mechaniker hat den Schraubenzieher in den Sidepod vergessen oder so. Wahrscheinlich. Oh, Mann, okay, ich werde wahrscheinlich jetzt auch recht zurückdroppen, weil ich viel Zeit verloren habe durch den Spin. sorry, ich wollte dich nicht ablenken. Hey, ich bin so verschrocken, ich fahre so rechts an die Hände, habe noch keinen Rauch gesehen. Und dann bist du wieder... Oh, ich musste noch warten wegen dem Russell oder Latifi. Und nachher schaue ich so... Also, habe ich nur, ist schon mir wieder vorbeigefahren, es nur so Rauch. Und dann bin ich gerade voll aufs Gas gegangen. Gerade gespinnt. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich hinter dem Mic gelandet. Viel Das verloren. hat so gut angefangen für uns. Krass, Alter. Du bist immer noch da, auf der Strecke. Ah, du musst den Fall Retire noch machen, sonst stehst du einfach dort. Nein, ich kann retire. Oh, Jesus. Ich bin am Zuschauen da. Wieso? Oh, ich merke jetzt, wie ich nervös hinter ihm. Ah, Wenn ich vorbeikomme. Jetzt, hier Rest soll mich wieder verschwenden für so einen. Hey, Er ist einfach Will to Will. Hast du mir jetzt das DRS gelassen? Du hast mir, glaube ich, das DRS gelassen. Ja, aber er kommt nicht mehr. Nein, ja, das DRS. Ah, gut, Halleluja. Aber es hat ihm wahrscheinlich eh nicht gelangt. Alter, ey. DRS? Alpins immer noch im Fight, das hilft dir so. Der Russell hat jetzt beide Alpins überholt. Noch nicht ganz. Oh! Aber jetzt, Russell hat einen Double Overtake an den Alpins geschafft. Ja, Raikkonen killt. Michael, I just sent you Oder an ganz dritt in email. die Kurve. Ja, jetzt ist es Follow bekommen, danke für das. Oh mein Gott, ich bin hure nah dran, ich sehe sie da vorne. Okay, clear. Sind aber noch nicht Punkte, gell? Nein, sind noch nicht Punkte. Oh, sorry Raikkonen, ich muss jetzt einfach da durch. Ich muss jetzt einfach zu denen führen, du haltest mich nur noch auf. Ah, der Ocon fährt auf Harz noch! Darum ist er so langsam. Der performt doch nicht mit Harz. Hinter dem Bottas mit DRS. Oh, bin ich schnell. Oh mein Gott, bin ich schnell. Vielleicht bei meinen Bremsen. Oh. Woo. Come on. Sexy, schmexy an dieser Stelle. Jetzt rocken wir das Zeug da noch schnell weg, Mann. Fix. Jetzt mal auf Dings einschalten, jetzt bist du There's bei only 14. one lap of fuel remaining. Grusel. Noch ein Lap. Könnte etwas werden, dass wir noch sicher P12 vielleicht landen. Sicher bestes Ergebnis, ja. Hoffentlich gibt das viel Teamanerkennung. Ah ja, Oh mein ja, Gott, fix. okay, die sind jetzt sehr schnell da Final vorne. lap, final lap of the race. Final lap. Leading our teammate by 10. Vielleicht Und reinbremsen. Jawohl. Ja.
Ich hätte den jetzt weggedrückt. Nein, Ich willst du hätte nicht den riskieren. Ja, Ich kriege auch das wieder ist- DRS über. Jetzt hast du einfach noch... Oh, Russell, gar kein There's DRS. an incident in the next part of the track. No overtaking Wow. through the yellow flags. Oh, Run the outside, run the outside, run the outside. DRS sei Dank, Mann. Sehr schön. Jetzt hast du noch eine Chance. Oh. Die bremsen hure früh ab irgendwie. Jetzt vielleicht mit DRS. Wenn ich guten Exit habe. Oh, scheiße. Oh. Jewish Hamilton. Oh. der Russell charged. Charged. Fährt nur noch mit reiner Motorleistung. Komm jetzt überholen. Jetzt längert es nicht mehr. Jetzt ist es. Drag Race. Come on! Come on! Nein! Ah! Ich bin gerade... Ah! Nein! Ja, dort hätte ich nicht reinbremsen können, das hätte ich geklopft dann. Das ist... Ah, Mann, wo bin ich so? P13, glaube ich, hä? Aber zum Glück haben die beiden Alpines so gefightet, sonst wäre ich nicht vorgekommen. Was war MGUK sicher. Ich muss nachher gerade schauen. Du schnell Upgrades rein. Emotional Damage. Emotional Damage. Wir haben MGUK. Es war so klar, weil... Alter Mann. Ich weiss, ich werde definitiv noch ein Dings bekommen. Irgendeine Rückversetzungsstrafe. Penalty. Ja. Oh, das Mann, ist so. Ja, ich kann nichts entwickeln, aber wir können schon mal noch weitermachen zu Chinese dann. Also. Ich krieg noch Chinese. ein Update kriege ich noch über ERS Cooling. Ich nicht. Wenn es durchgeht, ja, es ist durchgegangen, sehr New gut. parts have completed without issue. New Very parts on are the car, completed without ready for issue. the next race weekend. Alter, der ist Englisch, Alter, das ist so schlimm. So gut, so gut. Ja, also, musst du noch irgendetwas machen oder? Ich glaube nicht, oder? Nichts Okay. ausgesehen. Ja, dann wäre es gewesen von dem Rennen in Bahrain. Also ich habe es noch nice gefunden, also ich habe einen guten Run gehabt. So nice gefunden. Ja, ich glaube, also Gabos Sieg ist wieder mal mehr geklaut worden, aber das bin ich nicht schuld gewesen. Das nächste Rennen ist in China und sind wir mal gespannt. Auf der Strecke sind wir auch noch nicht gross gefahren, mit ein paar Online-Rennen schon mittlerweile, aber in der Karriere noch nicht. Mal schauen, was dort so geht. Ja, und ich glaube, sonst würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit der Erfolg von F1 2021 in der Coop-Season, in der zweiten Saison. Und falls euch das gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns einfach wieder im nächsten Part. Und bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Coop-Saison Nummer 2. Wir fahren in China. Das Rennen, wo wir beide noch relativ wenig Erfahrung haben, aber wir haben letztens gemerkt, es ist eigentlich noch relativ... es ist gar nicht so schlecht. Es ist im Livestream, wo wir das letzte Mal zusammen gefahren haben. Ja, also das Rennen selber wird hoffentlich gut. Ich hoffe, dass ich endlich meinen ersten Sieg kann fahren kann. Bahrain war einfach wieder mal so etwas gewesen, gell, Kasi? Ja, also beim Gabo hat er ein bisschen Pech mitgespielt. Ich hatte ein bisschen Glück gehabt gegen Schluss, weil ich halt nachher auf die beiden Alpines aufschließen und auch noch überholen. P13 bin ich am Schluss geworden. Aber ja, ich hatte auch ein bisschen... Ja, es war ein Fehler, dass ich dort halt gespinnt habe. Komischerweise voll vom Curb weg bin. Beim Rausbeschleunigen. Ja, hat natürlich halt wirklich Punkte gekostet, weil ich glaube, sie wäre in die Punkte gekommen. Weil ich bin ja vor dem Stroll noch war und der Stroll ist nachher beim Alpha Tauri vorne gewesen, der Punkt. Ich weiß nicht, was der Stroll am Ende des Tages geworden ist. Ich kann zwar schnell kurz so schauen, weil es nicht jetzt wirklich wundert. Ich bin auch nicht schauen. Stroll ist... Ah ja, 11. Okay. Nein, in dem Fall war Vettel Sweep vorne gewesen. Okay, aber 10. wäre möglich gewesen in dem Fall. Der war ja beim Ferrari gewesen. Ja, Also voll. Ferrari hätte... Ja, 10. wäre vielleicht möglich gewesen, ja. Also... Ja. Ja.
Für mich wäre es Schade. halt der Grand Slam gewesen, oder? Aber Ja. UK hat andere Ideen gehabt, aber wir wollen uns jetzt von dem nicht beeinflussen und haben gesagt, machen wir das Beste zum nächsten Wochenende, oder? Ja, voll. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im Qualifying. Wir fetzen wie immer das Training. Ja, bis später. Tüdelü. Hello everybody, welcome back to China. Alter, ey. Wir sind zurück im Qualifying. Ja, was soll ich sagen? Es könnte nicht schöner sein. Brake System fail. Es fängt wirklich, die Saison fängt genial an, weil natürlich im Rennen, wie ihr seht, gibt es wieder ein bisschen Regen. Wir haben es gern. Rein vom Fahren her, ich merke, dass ich rostig bin auf der Strecke. Setup passt mir überhaupt nicht. Hinten und vorne ist einfach alles gar nicht gut. Also für mich wird das ein Struggle. Die, was sind es? 14, 15, 16 Runden, was werden sie? Und Kassel sieht ein bisschen besser aus. Der hat relativ Freude an seinem Setup. Sagt auch, der Wagen fühlt sich gut an, bis dass es ein bisschen anders Steering ist. Und ist auch eine gute Pace gefahren im Ding, im Training. Was hast du dort? P13, 14 aneinander? Nein, schon 16. 16, ja, aber 16, trotzdem. ja. Also ich bin zwischen den Alphas bin ich drin und Williams ist auch noch ein bisschen drin gemischt. Pace ist eigentlich okay, aber wie schon der Gabo gesagt hat, ist ein bisschen anders Theory, aber das ist wahrscheinlich mehr Chassis und Aero geschuldet, also nicht wegen dem Setup. Weil das habe ich schon in Bahrain auch gemerkt, dass das Auto nicht so geil ist in der Kurve. Ja, mal schauen jetzt mit einem Regensetup im trockenen Fahren ist das immer schwierig, oder beziehungsweise wird man nicht so viel Zeit rausholen können. Also ich denke jetzt nicht, dass ich weit vorne landen wird. KI macht da irgendwie immer da, wo sie können. Oder beziehungsweise mit einem trockenen Setup fahren gefühlt und nachher auf dem Regensetup auch wieder rocken. Ja, mal schauen, was geht. Also ich denke, wenn ich mich auf P15 qualifizieren könnte, bin ich glaube ich zufrieden. Das ist so mein Ziel. Ja, solid. Aber muss ich wirklich eine gute Lap haben, glaube ich. Nein! Fuck, Alter, gekürzt! Track Limit. Nein. Das wäre eine gute Lap gewesen. Es wäre wirklich eine gute Lap gewesen. Das war wirklich die letzte Corner gewesen. Ja, die letzte Linkskurve bin ich zu eng gefahren. Ich bin ja aber im Training schon immer eng gefahren und das hat mir nie etwas gegeben. Jetzt bin ich aber zu eng gewesen. Ich habe so gedacht, als ich eingelegt habe, jetzt könnte es ihm geben. Oh Mann, das regt mich so auf. Das wäre so eine gute Lap gewesen, glaube ich. So, erste solide Lap ist schon mal drin. So far. Well done. Das mag Ja, eine fast neue, das Lap gemacht, 1,30 genommen. neue Reifen Oder drauf tun. 1,30,8, ja. Okay. Ja, wegen dem die allererste Lap gehe ich immer ultra vorsichtig trainieren. Ja, nicht riskieren. Weil du einfach das schon mal stabile Zeit hast. Gleich auch vor dem Schumacher gelandet und vor dem Mazepin. Perfekt. Nice. So, P4. fuck me, P4 in einem Regenrennen. Ja, wollte ich sagen. Ja, warte mal, wie sieht es bei mir aus? Ich habe gar nicht mehr geschaut. Ich war so fokussiert auf dich. Immerhin vor dem Mic noch easy. Aber 18. Latifi und... Alter, Latifi ist schon von mir reingefahren. What? Schau mal. Der 200. 1,30,80 für mich, 1,30,83 für den Norris, 1,30,8 für 8,5 für Verstappen. Ja, schau mal, bis P9 alle unter einer Sekunde. Sieh's, ja. Und 2 Zehntel bis zum 6. Und Tsunoda und Bottas haben genau die gleiche Zeit gefahren. Schon nice. Ja, voll. It's time to see how our starting grid looks for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Shepard, Norris, Max Verstappen and Hamilton. They've taken a grid penalty. Leclerc, Sainz, Gasly and Yuki Tsunoda. Bottas, Vettel, Lance Stroll and Ocon. Russell, Raikkonen, Nicholas Latifi and the captain, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Aber was glaubst du noch nicht, dass es keine Strafen gibt? Und prompt ist eine Strafe da. Ja. Aber was hat der für eine Strafe gehabt?
Ja, wahrscheinlich irgendetwas gewechselt. Das war 5. Platz. Hat der Pole gefahren? Nein. Mal. Das war Pole. Okay. Gar nicht im Gring Glaube ich. Ja. Let's Ja. go, Inters immerhin. Let's fet's, nicht ganz so schlimm. 1, 2, 3, 4, 5 Lichter sind da. Hure Sicher jetzt lang. Ja. Whispen des Todes. Egal. Und verlieren natürlich da schon mal Platzierung gegen Messerspin. Oh mein Gott! Ui. Irgendeiner hat sich gedreht, ist an mich reingefahren. Ich gehe da mal innen durch, gell, überhole ich mal einfach alles gerade. Ist mir egal. Ja, Norris ist mir rechts ins Heck reingefahren und hat sich gedreht. Wow. P15. Oh, und ich bin in Vettel reingedonnert. Aber noch da. Kein Aber Damage. P11. Wow, nicht schlecht. Ich möchte noch Punkte bei dir. Oh mein Gott, aber an das Theory des Todes gerade. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Boah, ich verbremse mich überall. Ah, wieso Regen? Ich habe den ersten gemeint, der Red Bull noch. Stimmt, ja, stimmt. Der erste ist schon. Nein! Nein! Ich habe wieder rein! Die hat zu viel Gas gegeben, so Kurve raus. Nein. Und Frontflügel Damage, Mann. Und wieder natürlich in Turn 1 oder 2 rein. Heisst, die ganze Runde kann ich jetzt wieder mit einem kaputten Frontflügel fahren. Nasty. Ah, Ganz oh, jetzt bin ich gerade nochmal. Ah, fuck. Einfach weil es so schön ist. Nein, Mann. Einfach ein Mühe zu früh aufs Gas in der Gang. Immer das Gleiche. Dann sind natürlich meine Mediums Inters am Überhitzen, genau. Ah, Mann, ey. Es wäre wieder so gut gewesen. Es ist immer der, wenn es gut läuft, passiert ist irgendein Scheiß noch. Boah, zum Glück haben sie es weggenommen. Ah, okay, mein Rennen ist so etwas vergelaufen. Außer es kommt ein Safety Car noch. Was wahrscheinlich nicht wirken. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich habe das Gefühl, ich muss mal ein bisschen schauen. 1,6 zum Ricciardo. Aber manchmal ist Holly- es so oder statt- lächerlich. Es ist so lächerlich. Exit now. Manchmal ist es einfach so lächerlich. Wieso habe ich Frontflügel-Damage bekommen, obwohl ich so leicht in die Wand reingedonnert bin? Hankerum kannst du wirklich in einen anderen Wagen reinfahren, mit ein bisschen Speed und verlierst gar Es nichts. passiert nichts, ja. Weil die Reifen berührst, die sind Comic. Ich muss hier Ah, defenden. easy, ich bin mir gerade nochmal in dieser Kurve. Easy. Ah, was ist los? Ist doch nicht so ein gutes Setup. Meins ist besser, als ich erwartet habe für den Regen. Messi Verstappen, das hat uns jetzt gar keine Zeit gekostet. Perez überrundet die schon gleich. Wo Verstappen und Hamilton sind sich da gegenseitig am berühren. Karma. Oh, irgendein Ferrari hat sich gedreht. Oh, bitte, Safety Car! Bitte! Ah. Bitte! Steht zwar immer noch. Bitte! Bitte, bitte, bitte! Gib den Safety Car! Bring den Safety Car! Oder fahr es zu irgendetwas! Mach einfach etwas! Du das Game, Alter, ey! Es macht einfach nichts. Es Da steht immer macht noch. einfach Jetzt gar fährt er. nichts, Mann. Es ist so lächerlich. Oh, Mann, ey. Ja, das war deine Chance gewesen. Wenn ich jetzt ein Safety Car komme, wäre ich nicht müssen pitten. Wir können auffahren, wir wieder hinten dran gewesen. Oh, Mann. Das wird mich auch verarschen, das Game. Ja. Wenn es Safety Car bekommt, wäre ich wieder im Game innen. Ich fahre Pizza und du Ich bin retire. eigentlich schon einer, der immer sagt, never give up, weil es gibt immer wieder ganz crazy Rennen, die passieren können. Und da holst du doch noch irgendwie... Ja, weißt du, wenn jetzt eine Safety Car Phase kommt und ich kann. Du jetzt retire und es kommt Safety Car, dann habe ich ja Pech gehabt, blöd gesagt. Weißt du, was ich meine?
Aber ich glaube, schon seit der Runde 6 schon, also in der Hälfte jetzt schon. Weißt du, ich meine, wenn Runde 10 ist, dann kommt eh keins mehr. Ja. Und selbst wenn, es ist einfach... Wenn es einen richtigen Klapper gibt, kommt eh keins mehr dann. Und dann, ja... Dann komme ich mit Tyra, hat keinen Wert. Einfach mein Motor ziehen. Ja. Einfach mein Motor ziehen, mache ich es. Caution. Jetzt kommt Safety Car, musst du schauen. Wegen dem, ja. Wobei es sollte ja noch nicht passieren. Wer ist in der Pits? Hä? Du bist in der Pits. Da haben wir ihm sagen, there's ein Incident etc. Ah, okay. Ja, jetzt Es lange. Nein, ich weiß nicht. beim Anbremsen kannst du trainieren. Also, Nein, mal schau, jetzt hole ich sogar noch auf. ja, jetzt catchst du ihn, ja. Und beim Anbremsen. Fuck, überschossen. Oh mein Gott, überschossen. Alter, wie er jetzt Moving on Braking gemacht hat. Schon? Ja, aber brutal. Also, er hat einfach leicht übergezogen noch. Also, es war schon gut erkennbar gewesen, jetzt auf von dieser Dings, von dieser Perspektive. Nein, ich will doch nicht links. Fuck. Oh Ich mein rechts Gott, Will wollen. in Turn Ice. Wow, er lässt nicht locker. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Er ist immer noch innen, er ist immer noch innen. Jetzt hast du ihn aber, jetzt hast du ihn. Da, das dränge ich nach rechts raus, ist mir egal. Ja, jetzt zurückgeschickt. Wow, Alter. Wow. Oh, ist wieder da, Slidey ist wieder da. Bitch. Slidey Bitch. Oh, ist wieder da. Aber jetzt hast du ihn, jetzt hast du ihn. Oh. Alter. Oh, er hat nicht reinziehen, weil er ist mit dem... Er hat aber nicht reinziehen, er ist mit dem Frontflügel hinter an deinem Handrad gewesen. Also, Glück wenn auch. ich da geht, hätte es geklappt. Der war gewesen. Oh mein Gott, das ist nice. Das war wirklich nice gewesen. Ah, der hat gewusst, dass er keine Chance hat. And here comes Shepard. Gabriel Shepard. Taking his first podium in Formula 1. Ganz ehrlich, mir wäre das etwas von Scheiße gehen, wenn es unter diesen Umständen wäre. Nachdem ich letztes Mal das Rennen hätte können gewinnen. Machen wir noch Max Verstappen aus der letzten Kurve. Ah, nicht so. Nicht so geschafft. Zack. Ah, ja, P2. Mal. Ja, ist gut. Wohlverdientes Podium. Esteban Ocon, Aber hat's ich klar. erwarte da eigentlich schon, dass ich wird gewinnen in Zukunft. We have retired the car We have to save the engine. to save the engine. Ah, der Günther, sein Englisch ist so ja, das ist so crazy, gut. man, dass der wieder labert. We look like fucking Rockstars, oder? Bad of Clowns. No, we look like a bunch of fucking wankers. Ja, fucking wankers. Sehr schön. Gene, 6 and 4 oder so. 6 and 4, Gene. We would have looked like fucking rockstars. Now we look like a bunch of fucking wankers. Ich liebe den, weil ich liebe den auch wirklich. Man. Enough is enough. Ja. Enough is enough. Enough is enough. Hey, Kevin. Oder... Alter, Who smashed my door? ich fuck smash door. Das Geilste finde ich Dings. Oder das Schlimmste finde ich, ich weiß nicht, hure wenig haben das so gesehen, aber beim letzten Rennen, ich habe das so cringy gefunden, wo der Steiner in Magnussen halt so einen Abschluss-Dings gegeben hat. Ansage. Und nachher so, thanks, my friend. Thanks, my friend. Und der Magnus noch so, ja, thank you, buddy. Enough is enough. Enough is enough. Ich muss so lachen, ich sag dem Scheiß, Mann. Oh, fuck, Alter, ey. Now we look like a bunch of fucking wankers. Oh, Mann. Okay, ja gut, dann mache ich halt die Abmoderation. Ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen vom
Rennen in China. Gratulation an Gabu für sein P2, den er gemacht hat. Ich habe eben aus motortechnischen Gründen oder Motorspargründen habe ich mal retired, wobei ob das viel gebracht hat, weiß ich jetzt im Nachhinein auch nicht, weil ja gut, der höchste Part ist 37, das ist eigentlich noch alles im Rahmen, voll easy. Ich denke, es war eine gute Entscheidung. Mal schauen, wie es in Imola wird werden. Das erste Mal haben wir ja in der letzten Saison haben wir Regen gehabt, hoffentlich bleibt es jetzt mal trocken. Und ja, da würde ich sagen, wäre es das gewesen mit der Erfolg von F1 2021 in der Coop-Season, zweite Season, so muss ich sagen. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, wie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in Imola. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der Coop-Season, Season 2. Und ja, wir gehen jetzt nach Imola. Wir haben ja das letzte Rennen in China gehabt. Da weiss ich gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, weil das ist auch schon eine Woche her, wo wir das aufgenommen haben. Weißt du es noch, Gabu? Ja, so okay für mich. Also nein, eigentlich gut. Den zweiten Platz habe ich noch fertig gebracht. Und du stimmt, hast ja. retired, weil du den Motor schonen. Genau, stimmt. Genau, das war ja richtig, weil ich habe ja, glaube ich, am Anfang irgendwie eine Kollision gehabt, habe Frontwing Damage gehabt, dann habe ich mir ein paar Mal noch gespinnt und dann habe ich gesagt, komm, hat keinen Wert. Besser retired für Motorschonen. Ja, mal schauen, ob es etwas bringt. Jetzt geht es, wie gesagt, nach Imola. Mal schauen, wie es dort wird. Wir haben in der ersten Saison ja dort Regen gehabt. Hoffen wir, dass wir jetzt trocken haben. Das Hammerrennen war, das weiss ich noch. Ja, das war richtig belastend. Ja. Ganz brutal. Ja, aber mal schauen, was passiert. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Bis dann! Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind das Training, ja, haben wir sagen, nicht das Qualifying, das Training sind wir gefahren. Und es ist eigentlich für beide gut gegangen. Ich bin auf P13 gelandet, der Gabu auf P1 mit 6 Zehntel oder 6,5 Zehntel Vorsprung auf Verstappen. Und ja, ich bin vor dem Teamkollegen geblieben, das ist schon mal gut, das ist das Wichtigste, denke ich mal. Obwohl, dass ich in der Rivalität den Daniel Avocado habe, recht belastend, also eigentlich würde meine Fahreranerkennung wieder richtig abdroppen, weil ich es verlieren werde. Aber ja, mal schauen, was jetzt im Qualifying geht. Ich denke, beim Gabu geht es sicher um Pole. Jedoch, Gabu, ich überlasse das Wort. Es ist noch etwas passiert, wo ihr jetzt euch schön erklären kann, was passiert ist. Also mal abgesehen vom Lubrication System Fault, wo wieder mal am Start ist. Nochmal eine Minute warten, sehr nice. Ich habe 5 Place Grid Penalty. Ist der Pit rausgekommen und habe kein Fullspeed gehabt, war schön gemütlich am Cruisen, so 80 km/h ungefähr. Kimi Räikkönen auf einer schnellen Runde. Ich war auf der Racing Line, aber mitten auf einer Gerade, also hätte er einfach eigentlich links überziehen. Faden gerade in mich reingefahren. Nicht abbremsen, gar nicht. Direkt DNF gsi und jetzt bin ich, ja. Irgendwie P6 dann hoffentlich am Starten, P5, je nachdem. Ja, kriege einen Slipstream über. Geil. Ich mache gerade nochmal einen Lap, weil er gibt mir jetzt gerade nochmal. Wenn du dort ein bisschen zu eng fährst und nachher auf den Körper kommst, dann spinnst du praktisch immer. Und ich bin ein bisschen zu eng, dann hat man gespinnt. Schade. Norris in die Lap habe ich gerade richtig versaut. Sorry für das. Ja, du kannst There's es only nicht so one tragisch. lap of fuel remaining. Er ist schon Weltmeister. Nein, ich hätte da nicht viel liegen lassen. Aber gleich nochmal fast 6 Zehntel verbessert vor dem Bottas und Alpine P11. Krass. Ah, was? Nicht schlecht. Schon wieder Speeding, ey. Muss ich da aufpassen. Ja, 13 Just put in the rausgeholt. fastest lap. Good job. 1,14. Wie viel? 7? Ja, voll. Holy shit. Aber es geht noch besser. Das war nicht so eine gute Lap. Und? Oha, Boah, Alter, es hat gelangt. Alter. What?
11. bin ich geblieben. Wow! Alter, Was? krass! Und die hat gesagt, also, ja, P15 bin ich zufrieden, Alter. Einfach P11. Ah, das ist richtig gut. Crazy, Mann. Der hat sich gar nicht mehr da, hä? Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Ricciardo, Lando Norris, Shepard, Gasly, Sainz, Vettel, and the captain, Bottas, Tsunoda, Esteban Ocon, and Stroll, Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. Leclerc, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head down to the track. So, also, gell, von P16 und ich starte von Ja. P10, Alter. In den Points starte ich. Das ist ganz Krass. geil. Was macht der Charlie Leclerc so weit unten? Die haben eine Penalty bekommen, hat er gesagt. Heftige Penalty. Krass, also Punkte sind drin. Leider muss ich jetzt mit den Reifen starten, wo ich im Qualifying gefahren bin. Wäre jetzt immer mit dem Dings gestartet auf P11, da hätte ich noch freie Reifenwahl gehabt. Ja, aber egal. Aber nice. Jetzt bin ich gehypt, Alter. Nice. Ja, ich bin gespannt jetzt. Softs und dann nachher ab auf Mediums. So, let's go. Let's go. It's lights out and away we go! Oh Gott, Tsunoda hat einen Bombenstart in der Meer. Gasly hat einen recht langsamen Start gehabt. Sainz wird schon mal außen am Gasly vorbei. Ich lasse mal ein bisschen hier Platz. Hörst du Oh, Ricciardo hat sich weggedreht. Oh shit, Alter! Aber selbstständig. ich bin off-track. selbstständig. Off-track habe ich gerade fast den Gasly überholt. Ist immer noch gelb? Ist der draussen? Nicht, oder? Ich sehe, das ist aber gut für meine Dings. Nein, fahrt weiter. Es ist gut für meine Rivalität. Das ist sehr gut für deine Ich Rivalität. bin P9 hinter dem Gasly gerade. Jetzt muss ich einfach dann an dem dranbleiben. Boah Gott, können die schnell um die Kurve fahren, Mann. Holy shit. Oh, Nicht am Setup. shit. Holy fuck. Was für ein Save. Oh, hinter mir ist gerade... Oh, Corner. Cut habe ich schon mal bekommen. Oh, hinter mir ist gerade der Bottas übelst an Tsunoda vorbeibrettern, aber hat sich fast selber gedreht noch wegen dem. Bist du dort irgendwie involviert gewesen beim Ricciardo, wie er Nein, sich gespinnt hat? Der ist 2 Plätze vor mir und hat sich einfach selber weggedreht. Krass. Also wenn, dann hat der Norris ihn noch berührt. Aber das hätte ich nicht gesehen. Okay, ich kann am Gasly gerade so knapp dranbleiben, aber wahrscheinlich werden die mir da vorne alle wegziehen. Oder einmal ein kleines Grüppchen mit Vettel, Sainz und Gasly. Weil ich habe die Pace nicht fahren in der Kurve. Kann man jetzt gerade von Norris lösen. Down the inside! Und Gasly habe ich. Sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt P8. P8, ja. Gerade hinter dem Ganz Sainz. Jetzt habe ich aber Windschatten. Vielleicht hier schon in den Corner rein. Nein. Oh, Mann, da drückt er mich einfach mal rein. What? Er hat aber auch einen Platz gemacht. You made it look easy. Yes, okay, Sainz hat ich mal P7. Und die DRS auch noch gerade bekommen. Jetzt den Jagdmodus eingeschaltet. Bin ich direkt hinter ihnen, DRS. Wo Hamilton und Verstappen am Fighten. Wie in echt. Haben sich fast schon gegenseitig rausgedrückt. Also mein Setup muss ja hure stark sein, dass ich denen so gut nachher mache. Ey. Wir haben so viel zu früh ab hier. A new strategy is available. Jetzt on muss the ich ein paar MFD. Runden in IRS sparen. Weil ja recht viel verbraucht und nur noch 8%. Nein, Perez, du hure Wichser! Oh, Mann. Yellow Flag. Ich hab mir einfach keinen Platz gelassen, hat, Mann. Shit! Shit, CJ! Shit! Shit, CJ!
Ah Mann, das ist jetzt hure belastend, Mann. Wenn er einfach stur seine Linie weitergefahren hat. Nein, nein, nein! Hey, Oh, was? Engine off. Engine off. Oh Mann, das ist so Oh. belastend jetzt. Safety Car, Safety Car. Safety Car? Ja. A new Wow. strategy is available on the Ah, okay. Delta is Scheiße, too Mann. low and we risk a penalty. Alter, der Sainz rammt mich. Hä? What? Alter, was ist das? Ey, nein, es buggt. Nein, es hat buggt. Been awarded a Nein. penalty. Mo, ich habe Scheiß Bug. ich habe 3 Sekunden bekommen. Weil ich habe oh Mann, Alter. Ja, Oh super. nein. Ich habe 3 Sekunden bekommen, weil ich hatte Dings gehabt, Negativ-Delta, musste natürlich abbremsen. Ja. Und der Sainz hat es irgendwie gar nicht gehabt und ist durch mich durchgefahren. Oder er hat mich Krampf von hinten und ich habe dann nachher Dings bekommen. Ah Mann, Hure nervig. ah Mann. Habe ich einen Heckschaden jetzt noch? Nein, das Auto ist eigentlich noch in Ordnung. Einfach wieder mal Mann. südwärts. Das ist jetzt verdammt belastend, ey. Das hätte eine geile Punkte können werden. Und jetzt warte ich da 100 Jahre in der Box. Ich Alter. warte immer noch. Alter! Willst du dich verarschen? Ah, fucking kidding me, ey. 12. Jetzt musst du hustlen. Du hast mir das Rennen Jetzt versaut, musst du Alter. Ah, Karma. Karma. Look after these. Oh Gott, habe ich halt die jetzt Reifen. fast ein bisschen. Oh! It was at this moment that he knew. He fucked up. Check your MFD for a new strategy option. I think Ericsson hit us. Oh Ah, was, du mein kannst noch fucking fahren? Gott, ja. Copy that. Oh mein fucking Gott, no way, Alter. Ja, willst du Alter, retiren? ich fühle mich so wie Russell gerade in Imola, ey. Fortunately, Da würde ich retiren. Oh, Mann, das ist gewesen. no plans for a safety car right now. Ah, perfekt, Alter. Ja, komm, Alter. Fuck off, man. Fuck this fucking Game, Alter. Alter, das Game ist einfach nicht gut zu Alter, uns. ey. Es hasst uns einfach. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von dem sehr, sehr enttäuschenden Grand Prix in Imola. Das nächste Rennen findet in Spanien statt. Das ist immer eine Strecke, die ich noch einigermaßen gerne fahre. Glaube Echt nicht so. Ja. Überhaupt nicht. Ja, mal schauen, wo wir uns dort werden qualifizieren. Du bist jetzt sehr nahe bei Mercedes dran. Ich bin Ja, relativ richtig, ja. nahe bei Alpha dran von der Gesamtleistung her. Ja, mal schauen. Ich habe so 2 Updates in Bearbeitung, Powertrain und noch Chassis. Wenn ich die 2 bekomme, sollte die eigentlich über Alpha sein, aber ja. Mal schauen. Ja, ich bin immer noch gespannt. Ja, also, da würde ich mal sagen, was war mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Part wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge von unserer zweiten Saison Co-op F1 2021. Wir sind in Spanien, Runde Nummer 4. Nach einem horrenden Imola, was natürlich immer wieder Spaß macht. Die Motoren sind langsam durch, bei mir so wie beim Castle. Das heisst, wir werden wahrscheinlich hier ein bisschen austäuschen noch, aber sonst, ich glaube, Castle ist ziemlich confident, wenn es mich nicht täuscht, oder? Dieser Strecke. Ja, schon ziemlich. Also, ich fahre sie noch gerne eigentlich. Ja, bei mir ist es jetzt nicht so meine Lieblingsstrecke, vor allem wegen dem letzten Sektor, aber ich würde sagen, wir machen das Beste daraus und ohne groß weiter zu schnacken, würde ich sagen, wir sehen uns wieder im Qualifying. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zurück im Qualifying. Nach einem sehr erfolgreichen Training. Ich bin in der Bande gelandet und Castle auf Platz. Weiß nicht. Sehr schön. Also ich habe ERS-Management gemacht und noch Qualifying Pace und danach habe ich einfach retired, weil ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher hier auf der Strecke mit meinem Setup. Und der Gabriel, ja, wie gesagt, der ist in der Bande Okay, gelandet let's go. und ich habe dann einfach retired, weil ich, ja... habe mir Lust auf Dings. Rennstrategie.
Mal schauen, was der Hem gefahren hat. Kannst du dir gerade sagen. Vielleicht fahrst du meine Control Electronics durch. Nein! Nein! Wechseln! Ich kann! Nein! Alter, mein Blick jetzt gerade in der Cam, gerade so schockiert. Nein! Das ist immer das Gleiche, Mann. Ah, Ich muss durchziehen mit den Teilen, die ich drin habe. Ich will natürlich gesagt keine Penalty kassieren. Wenn du es jetzt noch machst, musst du zwar Zeit abwarten, aber es gibt kein Dings. Es gibt kein Penalty. Okay. Ich mach das jetzt schnell. Es geht. Ja, ich mache es gleich nicht, ich fahre durch. Sehr kleine Lap. Ja, Bis auf ein, zwei Corners habe ich ein bisschen gestruggelt, aber sonst mega clean gewesen. P15. P15. What the fuck, Alter. Hätte jetzt viel weiter vorne erwartet. War Ja, mal eine. bist nur eine 10 weg vom Stroll. Ja, okay, nein, ist schon gut. Ja. All clear the garage, please. Car ready to leave. Fast ein Lap. Oh, clear the garbage, please. Car ready to leave. Car is ready to leave. 22 Place für Penalty. Du kriegst kein Penalty. Mir ist explizit gestanden, dass ich keine Penalty bekomme. Willst du mich verarschen? Alter, wenn ich das jetzt im Video nachschaue und es steht. Alter, bitte. Bitte. So geil, Alter. Mann. Oh, fucking love it, ey. Na gut, das spielt eh keine Rolle mit 22. Ja, du bist eh Letzter, aber Perez und Verstappen und Hamilton sind nochmal schneller gewesen. Sie sind 1,15 gefahren, krass. 22. Crazy! Ich werde nie im Win holen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Sergio Perez will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Carlos Sainz, and Leclerc, Ricciardo, Gasly, Bottas, and Yuki Tsunoda, Vettel, Russell, Kimi Raikkonen, and Stroll, Ocon, the captain, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi, Mazepin, and Shepard. And now it's time to head down to the track. Okay, ich starte von P16. Ich frage mich, wieso dass der Russell so weit vorne ist, Alter. Was hat denn der für eine Pace gehabt, ey? Holy shit. Das ist auch Ja, Williams ist am Abgehen. Ja, schon noch recht. Runde 6 gehe ich in die Box und ja. Dann Jetzt kann ich nicht mal die Reifen wechseln, oder was? Ah nein. Nein, mal doch, ich kann die Reifen nicht wechseln. Wieso? Ich weiß nicht. Ich kann meinen Startreifen nicht wechseln. Weil ich eine schnelle Runde gefahren bin. Macht ja gar keinen Sinn. Mal, weil ich P4 qualifiziert worden bin. Alter, das ist so blöd. Alter. Das Game. Oh, I fucking love it, man. Ja. Oh Gott, ey. Ja, so gut. Fucking lovely. Oh. Ja, der halt, c'est la vie. Machen wir das Beste draus. Das versuchen wir es einmal. Good luck. You too. Und die Lichter sind aus und fahren davon. Boah, shit, habe ich einen schlechten Start gehabt. Monitoring some Ja, eigentlich. Oh, jetzt habe ich den Call bekommen als nützlich. see a loss of power. Oh, ja, super, Alter. Der Stroll zieht einfach über einen Mann und ja, Frontflügel Damage. Jetzt hast du mir auch fast den Frontflug abgefahren. Sorry. Schon gut. Alter, das ist so belastend. Der Stroll macht einfach einen Schlenker in der Braking Zone rein, Mann. Ich Ja, das hasse ist nervig. Wäre jetzt fast vom Mazepin abgekarrt worden, weil wir nicht mehr auf Strecke holen lassen. Ah, Mann, ey. Ja, jetzt muss ich auf Harz gehen. Ja, wir müssen auf den Rasen ausweichen. Ja, ich sehe es, ja. Wow, da denke ich wieder langsam wie Sau. Ja.
Ja, logisch kriege ich Tracklimits über, weil ich nicht kann schnell am Kurven fahren. Ah, Alter. Aber noch keine Penalty bis jetzt, oder? Nein, nein. Aber gleich nervig, man. Mein Rennen ist eigentlich schon vorbei. Ja, definitiv. Aber wenn es so früh passiert, gell? Ja. Also ich bin zwar immer noch recht nüch bei euch hinten dran. Ich habe es jetzt bei jedem Überholmanöver ist mehr ein Ausweichmanöver gewesen. Ach Gott, sind so langsam. Ja, du hast auch viel schneller Auto als die. Das ist nervig. Da ständig können fahren. Ah, und Wenn wir Speeding, wieder perfekt, Alter. Mein Leben, Alter. Na, man. Ja, mein Rennen ist vorbei. Was kommt der Safety Car? Ja, dann haben wir gleich 5 Sekunden noch, Speeding. Ja, stimmt, ja, das ist nervig. DRS will be enabled this lap. Und der Dreck, Jump Mann. within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Oh Gott. Mediums, Hards sind echt rutschig. Oh, oh mein Gott, der Mick! Oh mein Gott, der Mick hat... Upgrade. Aber der ist voll in die Wand reingedonnert. Oh, Okay, yes! slow down. Holy yes. fucking shit, Alter! Yes, Alter! Alter, wie der abgeflogen ist, ich sehe einfach oben im Rückspiegel, wie sich das Auto wegdreht und voll in die Wand reingedonnert ist. Holy shit! Der hat sich einfach weggedreht. Halle motherfucking Luja. Ich gehe auf Mediums, Alter, Ja, Mann. ich auch. Jetzt zum Box Glück ist es Slap. am Safety Car. Box Slap. Alter. Alter, wie der Schumacher abgeflogen ist, Mann. Holy shit. So wie der Hamilton in Kanada. Ey, das ist ein brutaler Impact gewesen, im Fall, ich sag das. Oh mein Gott, Holy ein Aston führt. Go, go, go. Der Vettel ist das. Holy shit. Jetzt haben wir beide die zweite Chance. Jetzt einfach nicht mehr so wie in Imola. Nein. Oh, da schnacken es aber auch wieder ein. Ja. 0,81 Spritüberschuss. Oh mein Gott. Okay, Restart voll vergamet. Aber ja, natürlich Ja, auch schön wieder die Schikane gehabt. Ja, das ist halt, da ist richtig schlimm, den Restart zu machen. Dirty Edge spürst du einfach Huren hier. Vor allem mit der Kurve, ja. Ja. Uiuiui, wie du reingehst, man. Holy shit. Ja, das ist eben das Problem bei dieser Kurve dort. Musst du so aggressiv reingehen. Weil sonst ist nämlich Frontflügel weg. Ja, probiert's aber noch mal hochgehen, ne? Ja. Ja, nicht so einen guten Exit gehabt. Du musst einfach aggressiv sein, sonst kommt das Rennen nie zu mir hin. Kann schon noch Punkte holen. Ah, super, ich krieg die Meldung, aber ich soll meine Reifen managen. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Oh, da spinnt er sich. Wie die fahren, Mann, das ist nicht normal. Da ist so viel Overspeed und sie fahren die einfach zu. Ja, der hat jetzt aber schön Platz gemacht, der Ocon. Und dafür ist er nachher fast ins Heck hineingefahren. Ja, weil ich ja so über Stadt bremsen. Gehen wir auch draussen nochmal, wie gesagt. Oh, der rammt mich einfach fast weg. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Alter, was ist mit denen los? Wieso fahren die so aggressiv? Holy shit. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was schimpfst du mir? machst du? Ja, Alter, du kannst doch nicht einfach hinter mir reinfahren, Mann. Du bist einfach links übergezogen. Ja, logisch, weil ich auf den Stroll gegangen bin, Mann. Alter, ey, du bist so ein... Ja, ich wollte dich auch überholen. Ich habe Alter, viel du Musik, Bastard, ey. Fuck. Holy fuck, Mann. Ja, das war wirklich Racing, Mann. Da haben wir jetzt
beide gleichzeitig der Dings genommen, der Entscheid gefasst. Alter, wir beide Ich bin so nicht am links Stroll wollen gewesen, überholen. ey. Du bist so ein Bastard, ey, ohne Ja, Witz, Mann. Du wirst mit mir eine Aufnahme Aber sehen, dann ich hat bin noch näher an Frontflügel dir. Damage geholt, Mann. Ich schwör's, ey. Eben nicht. Ey, so ein Witz, Mann. Ah, es eskaliert 3.0. Das ist ein Racing-Incident. Willst du etwas sagen? Bei mir war es jetzt Absicht, gewesen, oder Nein, auch nicht. was? Nein. Aber du hast mich gerade so angefickt, dass es meine Absicht war. Das ist auch deine Absicht. Also Nein. nicht Absicht, aber deine Schuld, ja. Oh mein Gott! Was für ein Manöver! Und Kimi dreht sich ab. Aber Okay, clear. ich glaube, er hat kein Damage. Nein, er steht einfach da. Ghost. Der Dings, wer ist das? Tsunoda hat ihn abgeschossen. Also sind hure aggressiv heute, die KI. Hoffentlich hast du noch einen Damage-Schalter. Ja, Ist kein wieder auf Damage. alles an. Ja, gar nicht. Ja, sorry. Das ist schon Wir nasty. sind das wirklich Alter. beide genau gleichzeitig gemoved, da ich nicht mehr reagieren. Ah, okay, Turbolader geht kaputt gerade. Ah, nein. Das heisst, wie viel Prozent? 70. Oh! Oh mein Gott! Dokon! Jetzt hat er sich gedreht. Ey, das war nicht mein Fehler, gewesen, Alter. Green flag. Das ist also gar nicht meins gewesen, wenn der... Also... Ja. Der hätte einfach auch ein bisschen mehr Platz lassen. Turbolader 63%. Das hätte ich eigentlich noch länger, 3 Runden noch. Ja, ja. Also Ja, das noch passiert mal jetzt 3 noch Runden irgendetwas Spezielles. Safety Car. So. Halt noch ein später bremsen, dann kommt das gut. Sehr schön. 40% vorne links. 40? Mhm. Holy shit. Ich bin 34. ,44%, holy shit. Aber 4,8 Sekunden Vorsprung auf Räikkönen. Das heisst, wenn ich jetzt kein Penalty mehr hole von 3 Sekunden, ist alles easy. Ich fahre jetzt extra ein bisschen vorsichtiger. Ah, noch eine Runde mehr und ich kann P6 holen. Oder anders gesagt, hätte mir der Frontflügel nicht gefallen, wäre ich sicher aufs Podium. Oh, schade, schade. Hä? Unverdient. Unverdient, oh mein Gott. Es geht wieder los. Jetzt bin ich noch im Gasly ins Arsch Ich gehe zu der FIA, ich will Ride of Review haben, Mann. Ja, kannst nachher schauen. Ja, das war einfach unlucky. Ah, Mann! Diese Saison ist wirklich einfach nur räudig. Ja, also einfach undankbar, Mann. Das ist einfach... Genau! Genau! Driver of the Day! Ja. Ja, genau, Alter, Mann! Skip, Alter! P7. Skip! Alter Mann, was für ein schlechter Saisonstart. Hätte ich keine Kollision gehabt mit dir, beziehungsweise hättest du keine Kollision gehabt mit mir, sagen wir es so. Aha. Aha. ich wär wusste Stroll gewesen, dort, 12. Mann. Hey, ich wäre so gut, ich wäre... Punkte nicht, denke ich. Punkte wären nicht drin gewesen, für da habe ich Pace nicht gehabt. Aber es wäre ein gutes Resultat geworden, Mann. Mein Gott. Aber nein. Very gut. Gut, also, ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Das nächste Rennen ist in Aserbaidschan, in Baku. Und ja, das ist so im Gabus seine Lieblingsstrecke. Ja, mal schauen, was er dort wieder reisen, ob dort vielleicht endlich mal sein erster Win zustande kommt. Und Baku ist eigentlich so eine Strecke, die ich hasse, darum mal schauen, was dort bei mir abgeht. Aber das werden wir, wie gesagt, alles in der nächsten Folge sehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr würdet das Video teilen. Und sonst, wie gesagt, sehen wir uns wieder in Baku. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Bis dann. Seid zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Coop-Season mit dem G2 Schäuber. Wir sind jetzt unterwegs nach Aserbaidschan
Und ja, das ist im Gabel seine Favorite-Strecke. Meine gar nicht. Mal schauen, wie es dort wird. Ich hoffe mal auf Regen. Ah, da hätte ich gar keine Lust drauf. Da hätte ich gar keine Lust. Da wäre auch bitter. Aber wir haben jetzt schon echt lange eben keinen Regen mehr gehabt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es eventuell jetzt könnte regnen in Aserbaidschan. Aber wir werden es sehen. Wir gehen jetzt mal ins Qualifying rein. Ich habe noch alle Motorkomponenten gewechselt. Ich glaube, es gab soweit auch. Yes. Und ja, und wir gehen jetzt eigentlich mit komplett neuen Autos als nächstes Rennen her. Ich habe noch die Fahrernummer gewechselt auf 2, weil ich einfach Bock hatte. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los, ab ins Qualifying. Let's go! Let's go! Welcome, ladies and gentlemen. Sorry. Ich habe so das Mikrofon in die Hand genommen, weißt du, so extra noch etwas erzwingen. Nein, so, alle zusammen herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind das Training gefahren, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Mit viel Sarkasmus im Wort, sage ich jetzt einmal. Nein, also beide haben den Wagen gecrashed, wir sind beide retired. Der Gabo hat keine Zeit können fahren. Also er hat zwar immer wieder angefangen, aber entweder ist sie gestrichen worden oder irgendjemand anderes in meinen Weg gekommen. Und ich konnte eine fahren. Ich weiss aber nicht mehr ganz genau, wo ich gelandet bin, aber es war auch nicht schnell gewesen. Wir sind ein bisschen am Strugglen und im Rennen kommt es regnen. Wie schon predicted von mir, es kommt regnen, es kommt wirklich regnen. Mal schauen, wie das jetzt so wird. Hier in Baku. Und ich würde mal sagen, ich fetze mal schon gerade raus. P7 immerhin vor Russell nachher können setzen. In einer Tsunoda. Easy, da gerade mal, ich einfach mal die halbe sauber Pit-Crew mitgerissen. Da steht mir einfach im Weg und ich fahre einfach da durch. Geil. Alles klar. Mach mal so. Sieht dann nicht. Sieht dann nicht. Habe nur gesagt, stell dir vor. Zweiter Sektor, auch Purple. Alter, gönn dir. Los. Guter Exit gewesen. Ich bin gespannt. Ja, aber da will ich es nicht mehr holen, weil du hast viel mehr Pace gehabt, oder? Aber wegen dir Slipstream. Ja, ganz gut, ey. Let's Ganz fucking geil. go! It's time to take a look at our starting grid for today's race. Shepard lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Perez, Lewis Hamilton and Ricciardo, Sainz, Leclerc, the captain and Pierre Gasly, Vettel, Tsunoda, Lance Stroll and Bottas, Mick Schumacher, Russell, Kimi Raikkonen and Esteban Ocon, Mazepin and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. So, okay, das sieht nach Full Wets aus, hä? Yep, das sind Full Wets. Ja. Das Leben könnte nicht schöner sein. Ja, vor allem eben jetzt wieder, ich habe wieder eine Bombenzeit rausgehauen und jetzt, ja, egal. Alles für nichts gewesen. Ja, wirklich, ey. Also ich bin immer noch P9. Immer noch, also nein, nicht mehr zwischen beiden Ferraris, weil vorher bin ich zwischen den Ferraris gewesen, aber jetzt leider nicht mehr. Was Ja. der für Lunken vor mir hat. Ja, bei mir auch. Let's go, Alter. Wow, hure kurz gewesen. Oh mein Gott, für Willspin am Start. Ja.
Ich glaube sie nicht. Viel der beste Start als ich. Oh mein Gott, ich sehe da gar nicht. Okay, ich habe mal Leclerc geholt. Wow, musst du früh bremsen. Oh, shit. Ich muss in den Exit. Ah, hast du gerade Oi, gesehen? ich habe Ja. den Hamilton mitgenommen. E-Exit. Ja. Geil. Was macht er so weit hinten schon wieder? Ja, jetzt ist er weit hinten. Er war vorher weit vorne, aber ich bin vorgerutscht. Hast du ihn rausgerammt? Ja, also... Ich bin mit meinem... Ja, also, ja, eigentlich schon sozusagen, ja. Aber nicht so, dass ich ihn voll weggerannt habe, sondern ich bin vor ihm durch. Und er hat wahrscheinlich seinen Frontflügel bei mir noch hinten eingehängt. Ah, shit. Ja, der Damage. Ich weiß nicht. Er hat nur gesagt, that's some dangerous driving hier. Ja, das ist gut. Dann hilfst du mir in den Konstrukteurs. Immer doch. Oh. That was a heck of an Ah. Let me know you're okay. Nein, bist du's? Ja. Nein, was? Spinella. Spinella. Es ist hure heftiges Wetter. Es ist hure rutschig vor allem, Mann. Ja. Holy shit. Oh, da geht der Fullspeed, Max. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Okay, slow down. Your delta is negative. which means you Holy want to shit. Reduce your pace. Check your MFD Holy for a new shit. strategy option. Wie hast du den Reifen noch dran? Was? Holy Was hast du für eine shit. Familie von der Achse, Mann? Hast du gesehen, vor allem wie früh dass ich bremsen habe schon? Das hätte ja, gar aber nicht was halten du mit was für einem Speed du trainiert bist, Ja, ist ja. ein Safety Car draussen. Zum Glück ist das Safety Car draussen. Ah, gleich meine Pole aufgegeben. Ja. Holy shit. So. Mhm. Okay, Jetzt. clear. Ja, mal Mein schauen, was jetzt Gott, passiert. Gap to teammate ahead. Oh mein is Gott. 4.4 seconds. Was machen die? What? Hast du das gesehen? Ja. Die sind alle so eine Defensive Line gefahren irgendwie. Die Ja, aber brutal. sind alle vor mir am Verteidigen gewesen. Keep the Red Bull behind you. Jetzt hast du den Esteban. Der erste Bein Ölkan. Sehr schön. Smooth Operator. Ja, es war wirklich ein Smooth gewesen. Alter, der Teil hier ist der Horror mit dieser Schlange vor mir. Wenn ich jedes Mal schon beim Safety Car Schiss wegen dem Frontflügel hatte. Jetzt ist noch Also schlimmer. vor dir ist jetzt gerade Raikkonen, Bottas, Schumacher, Russell, Stroll, Vettel. Und der behalten eine gesunde Distanz. Vettel ist P9. Und verteidigen natürlich jeder. Ja, logisch. Ui. Nice work. That brings you up a place. Oh. Jedem Bremsmanöver mache ich etwa 4 Autos gut. Ja, nicht ganz. Ja, jetzt wieder nicht mehr. Aber da kann ich überholen, schau. Ah nein. Wäre jetzt schön gewesen. The car behind is dropping Down back. the We're seeing a inside! gap Here form. comes Gabriel! Ed Scheiber is past! He's past! He passed! What a mega Bottas! move! What a move! What a move! What a move! Wie zur Hölle kann ich der Einzige sein, der DNF ist? Mann? Ja, es ist schon hure uneventvoll. Es ist eigentlich verdammt langweilig. Das Abgesehen ist vom wirklich Ding. gar nichts, Alter. Außer meine Overtakes. That's about it. Ja, oh, gell? Sektor 2 und 3. Das ist hinter dir, glaube ich. Ah! Wieso muss das erst immer hinter mir Russell, passieren? ja, der Russell droppt. Ah, Russell ist Out of aus. the session. Nein, ich kann ihn nicht mehr auswählen.
Das hat der Ja, Safety Car. Verarschen. Jetzt kommt noch Safety Jetzt Car. kann ich nicht mal überholen, Mann. Ja, aber es ist ein One-Lap-Safety Car. 100%. Ich bin nicht so überzeugt. Wir müssen nicht überholen. Nochmal, weil es ist jetzt Runde 10 und es Ja. sind noch 3 Runden, also wird es ein One-Lap-Safety Car sein wahrscheinlich. Wir müssen ihn gleich überholen jetzt. Weil wenn das Safety Car gekommen wäre, also jetzt, oder wenn der Ausfall jetzt passiert wäre, in der Runde 10 wäre kein Safety Car mehr gekommen. Ja, voll. Ah, das Game hasst mich, ich muss Mann. überholen. Ah, was? Okay. Ja, eben. Okay. Come on! Come on, get on down and get on the road. I've been waiting a long time ago. Ready to come from, ready to go, ready to come from Cotton Eye Joe. It's hammer time. Push now, push now. Let's go. Das ist so wie die. Oh! Das war mir jetzt scheißegal gewesen. Ich habe meine Chance genutzt. Now that is some dangerous driving. Definitely. Oh shit, Alter. Da habe ich meine Chance gesehen und direkt genutzt, Alter. Perfekte Restart. Von P10 auf P6. Hey, get on, go. I've been waiting a long time ago. Good job so far. Ich muss eigentlich den Driver of the Day bekommen für diesen Move noch schon. Also wie du Charles weggerammt hast. Ja, der Charlie Eclair. Schau die DNF jetzt da. Nein, come on, jetzt der P5 liegt noch drin. All in. Er hat eine bessere Beschleunigung aus der Kurve rausgeht. Jetzt aber 5 Zettel, 6 Zettel wieder. Aber ich glaube, es länger nicht. Er droppt runter. 5 Zettel, 4 Zettel. Boah! Bande nie gefahren. Shit, jetzt hast du verloren. Ja, jetzt hast du Ah. verloren wieder. Ja, schade, wären wir bis ans Ende von der Straight könnte überholen. Schade. Aber nice one. difference. Schade. Egal, Aber P6, geil, jetzt so gegen P6. Schluss. Hat es so richtig eingeheizt. Ey, einfach 4 Overtakes in einem Corner, Mann. Richtig nasty ausgenutzt. Ja, der ist böse gekiddet, Mann. Nein, Carlos Sainz. Carlos Sainz. Ja gut, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dem Rennen in Baku. Ich weiß nicht, wie das Video wurde schon am Ende vom Tag, aber es war immer noch spannend gewesen, zum Zuschauen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe es echt gefühlt am Schluss, jetzt nach der Safety-Car-Phase. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es mit der Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in Kanada da. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao! Au! Das ist so abartig, Lux in meinen Kopf würde, Mann. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Runde Nummer 6 Kanada von unserer F1 2021 Saison Nummer 2. Wir haben wunderschönes Baku mit wunderschönem Wetter gehabt, hat Spass gemacht wie immer, Kasel hat sich gedreht wie immer und ich habe einen Recovery Drive gemacht wie immer. Wir hoffen, dass wir das jetzt beide auch verbessern können, weil vor allem, wenn wir so Positionen rausfahren, wie wir es letztes Mal gemacht haben, ist es einfach schade, wenn wir das so vergeben. Rein von den Motoren her und R&D-Upgrade gibt es eigentlich auch nichts Spannendes zu sagen. Ja, hast du noch irgendetwas zum Anfügen, Caselinho? Also wenn ich das nächste Mal gesehen habe, klopfe ich für die Aussage, dass ich mich immer drehe, aber ist gut. Wir sehen uns wieder im Qualifying. Ganz genau. Ciao, ciao. Hallo meine werten Damen und Herrschaften und herzlich willkommen zurück im Qualifying hier in Canada.
Ja, wir sind eine sehr gute Practice gefahren. Wir sind hier fertig gefahren. Ja, es hat schon mal gut angefangen. Kasel wollte das Programm starten und ich bin als KI aus dem Dings rausgegangen. Aus der PC raus. Und habe ihn nachher direkt abgedrängt. Und als ich eigentlich auf den Bildschirm geschaut habe, ist er schon quer vor meiner Nase gestanden. Das war sehr nice. Und ja. Von dem her, so ist es etwa weitergegangen. Wirklich viele Programme haben wir beide nicht erledigen. Dann ist der Kasel in die Wand rein und der hat es mich auch angerissen. Das ist meine Delta einfach besser. Na, Mann! Track Limits? Ja, letzte Schikane, Alter! Alter Mann, es geht so auf den Sack. Vor allem, weil du nachher einfach noch mal eine Runde musst fahren. Ich muss einfach einen Gang tiefer fahren, dass ich mit dem Speed um die Kurve rumkomme. Die Karre untersteuert so extrem. 109 flach. P14. Also fast der ganze Vorsprung. Du hast, Sektor 1 hast du den schnellsten Sektor, Sektor 2 der Verstappen und dritter Sektor der Perez. What the fuck? Also noch Dings bekommen, jetzt kann ich gerade noch eine machen. Oh, jetzt wird die Zeit rausgefahren vom Flügel. Gebümselt. Damage. Ja. Das wird nichts mehr, wenn ich gerade retiere. Das bringt dir trotzdem schon Platz höher im Fall. Das ist verdammt close bei euch unten. Nein. Oh, 3 Zettel rausgeholt. Das hat zählt. Ja. Hat DRS Ja. vergessen aktivieren. Fuck. Ja, Aber okay, gleich ja. P11. Gut, sehr gut. Ja, nice. Gutes Qualifying. Und jetzt machen wir extra Return for Session, gibt es eine geile Flagge. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Shepard lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Ricciardo, Hamilton, Lando Norris, and Sainz, Leclerc, Gasly, Tsunoda, and Valtteri Bottas. The captain, Vettel, George Russell, and Perez, Stroll, Raikkonen, Esteban Ocon and Mick Schumacher, Mazepin and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Nice, ich habe sogar den Dings geschlagen, habe ich gar nicht mitbekommen. Der Vettel auch noch, habe ich gar nicht gewusst. Ja. Und dann haben wir schön Penalty von Perez, das spielt er natürlich extrem gut in die Hände. Und ich habe die Gearbox nicht gemacht. Aber er sagt voll durch mit Inters. Nein, ist sie nicht gewechselt. Wie viel Prozent hat sie? Viel zu viel. Oh, fuck. Oh nein. Oh, wird er jetzt auch wieder den Win verweigert, Alter? Oh. Ja. Oh, shit, okay. Ah, das ist ja so dumm. Das So, Ist Intersay so und nachher hoffentlich auf Soft sein ist. Let's go, Alter, Mann. Ja. Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen, jetzt ist es spät. Jetzt können wir nicht starten, was ist los? Kannst du jetzt schaden? Ah, jetzt. Nein, jetzt gegangen. Ich fahre jetzt nicht raus wollen. Gut, wünsche mir Glück in dem Fall. Viel Glück. Nein, Mann. Merci. And it's lights out and away we go. Oh! Noch schon leichte Berührung gehabt. Ja, ich bin schon auf 70%. Oh, was? Hey, wenn du durchkommst, kannst du dich echt glücklich schätzen. Ja. Oh mein Gott, ich drehe mich fast weg. Und nochmal einen safen Vettel da, wieder richtig aggressiv unterwegs. Ich bin quer gestanden. Perez nicht mehr. Mit seinem Red Bull Helm. Richtig schonend. Richtig schonend schalten tue ich jetzt. Ja, ich habe am Start verloren. Ich habe so viel Wheelspin, ich bin kaum weggekommen. Ich bin ziemlich am Gewinnen am Start. 1 Sekunde habe ich schon. Okay, da darf man noch ein bisschen später bremsen.
Mein Gott, fahren die langsam. Keine Rolle, ob du wenig, also früher schalten. Wenn du tiefere Touren hast, ist das nicht besser für den Nein. Motor? Nein, das schon nicht das Getriebe. Der Motor schon, aber das Getriebe, Getriebe ja, stimmt, ja. Ich bin aber noch nie wegen dem Weather Getriebe Report. statt ganz rausgehört. We're looking at another 5, maybe 10 minutes of this rain. Lol. We're not 5 oder 10 certain Minuten Regen. dries or Wir haben enters. genau in dem Moment, wo du gefragt hast, hat er gesagt, er wird jetzt gleich ausdrücken. Track. Oh, wenn Don Stroll vorbei wäre, zwar Tracklimit kassiert, aber muss die Position nicht zurückgeben. Ich war schon vorne gewesen. Schon mal Mediums eingestellt da. Fast nicht auf Softs. Ah, Also ich denke, Ja. ich denke, wenn die Strecke trocken wird, dann wird es etwa so Runde 7 oder 8 sein. Und 10 Runden auf Softs sind möglich. Ja, voll. Ah, ist ein guter Punkt. Ich mache auf Softs. Er sagt mir auch, dass die Strecke abtrocknet, aber wir sind noch auf der richtigen Reifen. Ja. Ja, du bist DRS aktiviert wird, solltest du nicht wechseln. Genau. Aber die Frage ist halt manchmal, in welcher Runde das ist. Gell, ab und zu fährst du über das Startziel und dann kommst du direkt. Es ist halt scheiße, wenn du im Lead bist. Nein, ich gehe noch eine. Confirmed. Oh, der ist ein Oh mein Gott. Pitting Box is this lap. Jetzt lap, kommt er bei then mir an. come into the pits at the end of this lap. Wow, ich gehe aber auf Mediums. Nein, bremse genug früh, bitte. Tu dir das nicht an. Ich gehe auf Mediums. Ich gehe auf Softs, aber ich habe 5 Sekunden Pit. Oder 5 Das Sekunden ist, das Strafe. ist Mediums gelangt. Exit Soft. now. Oh. Racing on the exit. Exit. Halleluja, kann ich Exit now. rausfahren. Ich habe Softs genommen. Ich hoffe nicht, dass ich mit denen die 5 Sekunden rausfahren kann. Hast du Penalty bekommen? Ja. Teammates in den Pits. Okay, dann wird es schon mal safe warten. Es ist immer noch ein slippery. Also, dass die jetzt schon DRS freigeben, muss ich sagen, ist Exit kritisch. Oh, ich habe gerade... Oh, was? Ich bin durch den Russell durchgefahren oder irgendjemand. Keine Ahnung, wer das war. Dann überholt in den Pits. Nein, also... Up to speed now. Let's get some Er heat ist into those rausgefahren. Also gerade in die Box reingefahren, zu der Crew. Mhm. Oh mein Gott, das ist schon noch slippery. Ja. Und ich bin gerade rausgefahren. Also, Unsafe Release des Todes, weil ich bin da durchgefahren. Aber nachher hast du den Frontflügel Damage gehalten. Ey. Oh, jetzt hat die DRS, Alter. Wie schnell die sind, die haben kein DRS. Jetzt habe ich den zweiten Gang wieder. Noch gar nicht raus. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Oh mein Gott, es ist aber schon noch ein bisschen glitschig mit den Mediums. Ja, mit den Softs zum Fall. Schon ein bisschen scary. Sehe ich fast gar nicht. Nein, fuck, Track Limit. We've been awarded a time Fuck. penalty. It will go against our finishing Oh, time und ich bin bei of the race. P12 und P11 hinten dran. We're leading our teammate by 3.5 seconds. Oh, was? Das war fast ein Double Overtake geworden. Ein Safety Car Phase wäre jetzt richtig göttlich, ey. Ja, sag nicht. Ich würde gerne noch mal ein paar Softs drauf tun. Jetzt wäre fast ein Stroll abgeflogen. Ja, ich lasse den Verstappen da vorbei. Der hat wirklich viel mehr Pace als ich. We're accumulating some wear on the MG UK. Jetzt kommt er noch mit To dem manage this, UK. we'll need to So das. lower our ERS deployment mode. Es sind noch 8 Runden. Motoren von angehen. Ja, wirklich. Jetzt bin ich auf 55%. Mein Gott. Oh, der Stroll, Alter. Holy shit, hat jetzt die Lenkung nicht auf, da hat es geschossen. Oh, aber er macht natürlich keine Lenkung auf. Schon wieder Track Limit bekommen, Alter, Mann. Bin ich jetzt einfach schneller als der Verstappen? Das ist verdammt nervig. Überholen wir ihn halt wieder. Holy shit, ist der Mercedes schnell, Mann. Ja, immer noch der Perez hinter mir. Mein Gott.
Das spüre die Gearbox gar nicht so. Ich meine, der zweite Gang ist wieder rum. Bist du froh? Bin ich bei 75%. Oh mein Gott, Alter, willst du noch mehr Off-Track pushen, Mann? Du siehst. Wir lassen noch nicht vorbei, der Perez, sagt er's. Ah, come on! Wow! Holy shit! Alter, was das für ein Battle war. Ist Verstappen auf Mediums? Ja, voll. Ah, shit, jetzt ist der Perez vorbei. Nein, ich bin wieder vorbei. You have 5 laps of fuel remaining. Geil. Alter, was ich für das Battle habe mit dem, ey. Ja, schon BRS. Für den Max wieder am Arsch. Oh, jetzt habe ich Kollision mit dem Perez. There's 3 laps of fuel remaining. Ja, meine Reifen sind kritisch jetzt. Ah, fuck, jetzt hat der DRS, glaube ich. Ja. Na gut, eigentlich kann ich froh sein, dass ich die Runde überhaupt, das Rennen überhaupt fertig fahren Great work all weekend. Holy shit, hey. Thank you so much. It is 4. 4.2 seconds. Man fast P5 wurde sogar. Hei. Ganz schlimm. Jetzt wird es noch kritisch bei mir, Perez. Könnte mich noch catchen vielleicht vor a Wall of Champion. Ah, er kommt. Oh fuck, ist close. Der nochmal DRS. Oh, yes, Alter. Hey, ganz nice. Also über die Linie gebracht, aber Ganz jetzt habe ich nice. das Drop halt auch noch runter. Bin wahrscheinlich sehr weit hinterher gedroppt. P14. Ah, fuck, man. Die Saison, Mann, die Saison. Vor allem immer die Track Limits. Ah. Ja. Das nächste Rennen in Frankreich und mal schauen, was wir dort werden rausholen. Ist immerhin schon ein bisschen angenehmere Strecke mal wieder zum Fahren. Ja, definitiv. Ja, die nächsten paar Strecken, die generell kommen, Ja, fühlen wir uns beide wohler, also von dem her. ja, ich glaube, also hoffentlich mal für mich, dass es dann einen Punkt hagelt. Und für dich hoffentlich mal endlich den First Place, Mann, dass du endlich den mal in der Tasche hast. Ja, es ist bitter nötig, hey. Es fühlt sich langsam ein bisschen komisch an. Ja, das glaube ich. Bitter nötig. Gut, also würde man sagen, was es war mit der Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns, wie gesagt, in Frankreich wieder. Und bis dahin wünschen wir euch ein ganz schönes Tag. Macht's gut und ciao! Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in F1 2021 in der Coop-Season. Lang ist es her, wo wir aufgenommen haben. Die letzte Folge ist aber nicht so lange her für euch, aber wir haben das letzte Mal vor über einem Monat das letzte aufgenommen. Und ja, wir sind wieder zurück. We're back. We're back, baby. Back in the Business und es geht nach Frankreich. Eine Strecke, die ich sage, ist sicher mal besser als das, was wir vorher ein bisschen hatten. Wir hatten ja in Kanada Mixed gehabt, also wir hatten Regen am Anfang gehabt und nachher trocken. Wir hatten in Baku nur Regen gehabt, also gehen wir mal davon aus, es bleibt trocken in Frankreich, das wäre mal schön. Und jetzt kommen dann auch so ein bisschen die Strecken, wo wir beide sehr gut sind, sage ich. Also die halt einfach sind zum Fahren. Und ja, ist es so. Ja, das ist so. Und vielleicht gibt es noch endlich Punkte für mich. Vielleicht gibt es für den Gabo endlich mal sein lang ersehntes Podium auf dem obersten Stockel und nicht, immer nicht nur auf der Seite. Ganz genau. Jetzt hast du schon gemerkt, kann ich sagen, du auf dem Stockel selber, dass du nie auf dem Podium warst. Nein, gewonnen hat er ja bis jetzt noch nie leider. Aber ich glaube, hier in Frankreich ist es El Possible. Denke ich mal. Ja, denke so. Gute Strecke. Mit dem Red Bull absolut kann ich davon fahren. Auf gut Glück. Optimistisch kann ich davon fahren. Jetzt fährt er dann nur hinter nach, ich im Hass davon. Also, ich würde mal sagen, wir gehen ins Qualifying rein. Wir sehen uns gerade wieder. Let's go! Peace! So, herzlich willkommen zurück zum
Qualifying. Ich wollte sagen zum Rennen. Das sind wir noch nicht ganz. Aber herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind jetzt Training gefahren. Mehr oder weniger erfolgreich. Also, wir haben keinen Ausfall gehabt. Nur der Max Verstappen, der ist rausgeflogen. Und ich hatte Carlos Sainz und Leclerc auch im Ferrari einmal 3 gehabt. Und sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Außer dass wir halt immer Track Limits kassiert haben. Und jetzt geht es ab ins Qualifying. Mal schauen, ob wir da eine gute Zeit können rausfahren. Aber ich weiss gar nicht, bist du auf P1 gelandet, Ende vom Training? Nein, Training ist verdammt close gewesen. Also dort ist der Max, ich und der Hamilton, wir sind alle innerhalb von einem Zehntel gewesen. Also, was man muss sagen ist, wir haben ein bisschen Internetproblem, beziehungsweise Discord schmiert die ganze Zeit immer wieder ein bisschen ab. Also, wir hoffen jetzt mal, dass es in diesem Rennen jetzt nicht so stark wird sein. Aber im Training war es schon recht übel gewesen. Ja, schon. Okay, und nicht mal so eine schlechte Lap gehabt. P3. Gerade jetzt. Oh mein Gott, der Mick Schumacher einfach von mir aus und bremst eiskalt ab noch. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ja, wenigstens der letzte Sektor okay gewesen. Na gut. Nein, es ist so viel Verbesserungspotenzial. Fertig auf Pol. Was? Mann. Holy shit! Was? Ja, vor allem fängt es genau dann verlegen. Ich habe es noch nicht gesagt, extra. Alter, hure schnell, Mann. Ich bin auch noch auf P10. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Shepard lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Hamilton, Lando Norris and Leclerc, Sainz, Gasly, Bottas and Sebastian Vettel, Ricciardo, the captain, Yuki Tsunoda and Russell, Ocon, Stroll, Kimi Raikkonen and Mick Schumacher, Latifi and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? Ich liebe einfach die Musik, die im Hintergrund überläuft. Einfach geil. P12, ich bin hinterher gedroppt, 2 Positionen ein, aber ist okay. Okay, neben mir ist der Ricciardo, der hat Penalty bekommen, ja. Sorry. Ja, voll. So, also nehmen wir den Sprit wieder runter und starten auf Softs, weil ich denke, das macht Sinn. Und nachher Mediums. Ja, ich tue da nicht gross etwas verändern, der Strategie, glaube ich. So, let's go. So, nach einem Monat wieder mal da back to the racing, ey. Ich bin gespannt. Wie viele Penalties können wir echt fliegen? Ja, Track Limits wird drin werden. Mein Gott, wie lange wird es noch bleiben? Oh ja, sehr guter Start gehabt. Ich auch. Schon am Vettel dran, also nebendran. Ich habe einfach schon etwa 2 Wagenlängen rausgefahren. Oh, schon Track Limits bekommen. Oh, was für ein Overtake, man. Ich glaube, so bei 3 einer Kurve überholt. P6. Ich bin hinter dem Leclerc im Fall. Oh mein Gott, fast streit. Also, ich meine, kannst du mal auf die Map schauen, wie weit weg das ist schon bin. What the fuck? What the hell? Kann ich irgendwie besoffen heute, oder was? Das hat ein Update gegeben. Vielleicht haben sie KI abgeschraubt. Nein, ich habe nicht gelesen in den Patch Notes. Es sind mehr nicht gelesen. grosse Bugfixes gesehen. Und etwas, was ich richtig geil finde, aber das muss ich noch schauen, wo das ist. Du kannst jetzt die weiße Red Bull Livery drauf tun. Okay. Aber da muss ich noch schauen, wo du das kannst machen. Sonst hätte ich das schon längstens erledigt. Ja gut, die Frage ist, ob du in der Karriere auch anwenden kannst. Ja. Ich habe es eben vorhin schon beim 5-Runden-Rennen gesehen. Oh, Alter! Wir haben mal ein bisschen angekündigt, aber jetzt gehe ich vorbei. Der Leclerc habe ich. Die 5. Frech?
Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich Fucking mal wieder wanking unsere... comeback! Ja, wanking Comeback. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in dieser Saison mal unsere Namen auf den gleichen Dings kann anschauen kann. Ich sehe die Namen noch Noch nicht. von den gleichen 5 Plätzen. Pylon umgefahren, die ist einfach vor mir durch wieder geslidet. Vettel ist auch am Leclerc vorbei. What the fuck? Ja, jetzt haben wir 3 Sekunden bekommen, perfekt. Nein. Immer noch Wo in ist den denn jetzt Points. geholt, die Penalty? Track Limits. Kasel? Eben, Track Limits. Ah. Das Internet. Ich bin ein bisschen am Untersteuern gerade. Ich bin ein bisschen am Strugglen. Beziehungsweise mit der Saison. Hamilton geht an Perez vorbei. Oh, da kann ich jetzt schön profitieren. Danke, Jungs. Schön nah dran jetzt in einem Hamilton. Perez hat sich recht verteidigt. Hat er noch etwas mitgenommen von Red Bull? Jetzt Hamilton ist fällig, Alter. Boah! Oh! Oh shit, oh shit, oh shit! Alter, schon wieder Track Limits Verwarnung bekommen. Ich darf noch eins machen, dann kriege ich wieder eine Penalty über. Nein, Also, komm. der nächste gibt eine Penalty sogar. Ja, eben. Wheel to Wheel mit Hamilton. Oh, Alter, ich muss ihn ziehen lassen. Verdammte Hure schnell. Ja gut, sind wir mal in den Pits. Oh, Hamilton hat Sicherheitslinie überfahren. Penalty für ihn. Hamilton hat Sicherheitslinie überfahren. Ist einfach... Was hast du in den Go, Pits? go, go. Ja, aber er hat die Sicherheitslinie überfahren. Hat aber keine Er Penalty. ist einfach bei der zockenden Linie schon erst drüber gefahren. What the fuck? Das können wir alle Pits, man. Holy shit. Fast alle. Los, alle Haas. außer ihre Teammates. Mach einen guten Pitstop. Oh, aber Ah, natürlich Hamilton am Ghosten. Ja, Achtung, kalte Reifen auf dieser Strecke. Alter, aber Beide wieso nicht. habe ich das Penalty nicht abgesessen? Ja, ein bisschen am Struggle auf den Mediums gerade. Ja. Ich bin immer noch gut in Führung zum Glück. Oh, ich bin vor dem Perez rausgekommen. Oh, was? Und Leclerc auch. Alter, der müsste stehen bleiben, 100 Pro. Ja, fix. Na gut, es war schon extrem viel Action in den Pits, gell? Und die Gaps zwischen den einzelnen Autos sind noch nicht wirklich sehr weit gewesen. Das sind sie auch jetzt immer noch nicht. Aber das Ding ist eben, der Perez ist fucking schnell hinter mir. Das kann man vorstellen. Oder ich bin P4 gerade. Oh, der Perez dreht mich! Oh, er hat mich Nein! dreht. Er hat mich dreht. Ja, und jetzt gehst du alles zurück. Alter, so ein Wichser. Er hat innen durchgestochen und ich habe gerade innen gezogen. Weil ich zu spät gesehen habe, dass er innen ist. Und Hat er bei dieser Linkskurve reingezogen? mhm. Oh Die, wo mein mit dem Gott. dritten Gang dort durchfährst. Und Ja, der hat das mich wirst- gedreht. Du würdest eigentlich eher erwarten, dass er dich beim rechts schnell holt, aber... Alter, Gut. nein, Mann. Kannst du nicht, ich kann jetzt Ja, nicht die mal jetzt sagen, habe ich das Rennen dafür. ist schon lang. Ja, als Gegenleistung kann ich zur Not antreten. Das ist gut. Gib uns ein geil. Safety Car, come on. Oh Mann, das ist wirklich kein Safety Car. Oh, geil. Stoppen. Oh, was? Bring den Safety Car. Aber er fährt schon wieder. Nein, 6 Sekunden. Er fährt schon wieder. Ah. Mann! Egal, jetzt kann ich wieder pushen, weil jetzt haben wir wieder 3 gut. Okay, Ocon habe ich mal fast draussen. 11. könnte ich mal werden. Oh, fucking hell, Alter. Habe ich jetzt müssen Corner Cut machen, schwere Dings in den Donner, den Vettel. Weil ich die Position nicht habe müssen zurückgeben. Hast du kein Dings bekommen? Track Limits. Nein, zum Glück nicht. Aber wenn ich jetzt eins wieder hatte, gibt es wieder eine Penalty.
Let's fucking go! Alter, let's go! Let's go! Great work, guys. Great work all weekend. Thank you, guys. Thank you so much. Finally, hä? Oh, allez les bleus, vive la France, mec! Très bien, très bien. Ah, endlich, Mann. Endlich P1. Und dann noch wie P1, man richtig dominant. 22 Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton. Und ich komme als P8 ins Ziel. Mit 4,2 Sekunden auf den Bottas. Aber ich bin gleich P10! Yeah! Ja! Yeah, Mann! Yeah! Alter, Mann! Wie geil! Du, ich sag dir am Anfang, es wird Zeit, dass ich Punkte und du aufs Podium kommst. Und jetzt geht beides, Mann. Yeah! Ganz geil. So, nach eineinhalb Saison endlich mal der erste Punkt. Phenomenal job recently. It's clear to see that they put in the work. Yes! There should be Link, clear ja. secured here. Oh. Jawohl! Schau, wie er zelebriert. Schau, wie er den Champions ausschüttet. Nein, da habe ich übersprungen. Ja, das muss ich mir jetzt gönnen. Oh, so gut, Mann. Ja. Weißt du was? Ich habe einen Grand Slam gemacht. Gratulation. Ich habe überall immer P1 Fastest Lap. Mua. Mua. Die Lorbeeren. Bist du dir gerade deinen eigenen Arsch abgeküssen, oder was? Ja. Also, Oh, gut, also dann würde ich mal sagen, wer ist das mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season? Endlich hat es mal Punkte reingeschallert bei mir und endlich hat auch der Gabo seinen ersten Platz mal holen. Das nächste Rennen ist in Österreich, in Spielberg und ja, das ist so eine gute Strecke von uns beiden, würde ich mal sagen. Wird sicher lustig werden. Mal schauen, wie wir dort werden abschneiden. Ich sehe, es KI kommt einfach so mit einem hohen starken Comeback zurück. Und wir werden so rasiert wahrscheinlich. Ey. Ja, aber dann würde ich mal sagen, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Man hat mich nicht gehört, weil es hat mir noch fuck. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der Coop-Season. Wir sind jetzt kurz davor, in Spielberg loszulegen. Das letzte Mal in Frankreich war ziemlich erfolgreich. Der Gabo hat endlich mal sein erstes Podium geholt. Und ich habe das erste Mal einen Punkt geholt in dieser Serie, die wir hier spielen. Also, hallo? Was habe ich gemacht? du hast gewonnen, sorry. Ich habe ein Podium gesagt. Ja, mein erster Podium, mein erster Win. Also, hallo. Excuse Put some me. respect on my name. ja, mit einem überpowerten Red Bull hast du gewonnen. Also, es geht auch jetzt weiter nach Spielberg. Und ja, mal schauen, was wir dort rausholen können. Das ist ja eine einfache Strecke, die wir auch sehr oft fahren. Von dem her könnten da auch für mich wieder gute Punkte liegen. Für den Gabo vielleicht jetzt einen Win mit etwa 2-3 Autos überrunden. Mal schauen. Wenn KI weiterhin so scheiße ist wie letztes Mal, also wir haben nochmal geschaut, aber es ist wirklich 95. Keine Ahnung, wieso dass die so wack war dort. Mal schauen, was jetzt kommt. Oder eben, ich habe das letzte Mal schon angekündigt, aber schon jetzt ist KI so ultra stark und fährt unsere Grund und Boden. Ja. Mal schauen, was passiert. Ich würde sagen, wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! Bye bye! Welcome, ladies and gentlemen. Nein, Alter, immer so. Ich kann leider nicht so dramatische Anmoderation machen. Aber ja, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind Practice gefahren, also das Training, und ist ja okay gewesen. KI denkt, wir erwarten schnell. Mal schauen, wo wir jetzt so herfliegen im Qualifying, bevor es dann nachher ins Rennen geht. Ich glaube, wir sind beide mehr oder weniger zufrieden mit dem Setup, oder? Würde ich mal sagen. Oder bist du nicht zufrieden mit dem Setup? Ah, nein, ich habe das Setup, das ist Jockeysel. Ja, das erste Mal, wo du das sagst. Ich werde es mal festhalten. Ja. Das erste Mal hast du einfach gesagt, du hast noch nie gesagt, dass du ein gutes Setup verwünscht hast. In Frankreich. Aber Austria, musst du wissen, das ist eine Strecke, die habe ich schon sehr viel gefahren.
Born. Deshalb habe ich da wirklich auch für mich ein gutes... Bist denn du auch schon oft auf dem Gestockel gestanden? Ja, definitiv. Ich habe da schon Meisterschaften gewonnen. Ah. Ja, mei. Ja, mei. Jetzt mach mal keinen Schmarrn hier. Dirty Booms wieder am Era. Mhm. Ah, perfekt. Ciao. Ein bisschen mit. Runde fast nicht gestartet. Ja, der First Cornerin, weißt du, wie immer. Smooth Operator. Smooth Operator. Oh, da Alonso. Oh, da ist ja der Sonnenstand Ja, so behindert. Da weisst nie, wie so was es nicht. Nein, die Sonne steht ganz normal. Ja, aber sie steht, im ersten Corner steht sie so behindert, dass der Breaking Point fast nicht rechts ist. Jetzt kommt er gerade. Ja, das hat mir vorher auch nicht jemand so gesagt. Nein, jetzt habe ich die Lab nochmal verkackt. Ja, shit. Gut, das erste Set Saft wirklich für nichts. Ich hab gesagt, stell dir vor. Jetzt habt ihr gesagt, stell dir vor, ich mache eine Pole Position mit den Mediums. Hat leider nicht gelangt, aber ich war näher dran. An dieser Stelle ist für mich diese Session beendet. Wie wird Lando Norris wahrscheinlich trotzdem noch P3 starten? Ah! Ah! You spin me right round, baby, right round, like a rocket, baby, round, round, right round. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Lewis Hamilton and Ricciardo, Leclerc, Gasly, Vettel and Valtteri Bottas, Stroll, Tsunoda, Esteban Ocon and Russell, Raikkonen, Latifi. The captain, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nikita Mazepin. Mick Schumacher, they've taken a grid penalty, and Shepherd. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Alter, ich hab besser den Motor nicht gewechselt. Der startet einfach von ganz hinten. Vor allem, weißt du, was das Geile ist? Bei mir ist von P1 bis ganz runter, bis zum letzten Grid her, ist nur der Verstappen angezeigt worden. Und am Schluss bist du noch mit dem Verstappen gekommen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob er über alles rüber hinweg ist, weil du siehst vielleicht auch in meiner Reaktion in der Kamera, ich komme nicht drauf klar gerade. Alter, ich denke mir so, wann kommt der Gabel? Wann kommt der Gabel? Und dann so, bist du irgendwie so P10 gewesen, 15, und dachte ich, okay, kommt das Schluss. Ja, aber ich bin ja blöd, es ist die ICE, das ist die Internal Combustion Engine. Ja. Macht schon Sinn, dass es so viel gibt, aber fuck, Mann. Der hätte jetzt wenigstens den Rest können wechseln, Mann. Warum hast du jetzt für nichts am Mediamarkt gefahren? Ja, das kommt noch dazu. Also, wieso dass ich übrigens eine Strafe, ich weiß nicht, ob wir sie in der Aufnahme schon drin haben. Ich hatte einen kleinen Zwischenfall mit dem Lando Norris, was mich dann nachher ein bisschen hinterher geworfen hat. Ja. Sagen wir es so. Er hat gemeint, er muss mir ein Licht checken und ich habe gemeint, er muss mir einen zurückgeben. Und sein Rad hat gemeint, es fliegt mal davon. Ja, sein Rad hat sich dann einfach mal instant verabschiedet. Also McLaren-Aufhängung ist nicht so gut. Mal Scheiben bei uns abschneiden. Ja. Also bei dir vor allem, ja. Du kannst irgendwie gefühlt immer in die Wand reinballern und es passiert gar nichts. Passiert nichts. Ja gut, dann legen wir los. Ja. Hoffen wir mal auf ein gutes Rennen hier. 22 Grid Penalty. Oh, alle ghosten? Du, ja. Wir ghosten alle. Mir ghostest du. Oh mein Gott, der vorne ist jemand aufeinander. Jetzt sind Autos aufeinander. Was? Ja, aber wir ghosten alle Autos. Wir sind alle aufeinander. Was ist los?
Ja, ich weiss noch nicht, ob wir mit neu starten. Bis jetzt ist noch gut, aber sie sind immer noch aufeinander, dort vorne. Die sind am Vögeln. What the fuck? Hä? Schumacher ist... Der kostet da. Die fahren ineinander innen irgendwie. Ja, das muss neu starten. Das ist... Ja, ich glaube so. Ja, aber es ist einer für die Aufnahme. So, also, Versuch Nummer 2, würde man mal sagen. Wir haben jetzt mal schon neu gestartet, weil eben alle am Ghosten sind. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollten da schon eigentlich können gegen KI fahren. Es gibt ein Problem, Kassel. Was? Und ich bin gespannt, wie es jetzt nachher wird. Hat der Motor nicht gewechselt, oder was? Ich bin auf P2 gerade, ich weiß nicht. Wir werden Du es wirst jetzt wahrscheinlich sehen. Ja, ich bin P18. Okay, in dem Fall hat es nicht übernommen. Dein Motor-Change. Aber du hast es nicht mehr wechseln, also das ist jetzt verdammt bitter. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück, Gabriel. Ich hoffe, dass dein Motor nicht, dass der nicht vertatscht unterwegs. Wie viel hast du Prozent? Das hat er gewechselt. Sicher nicht. Das hat er gewechselt, mal. Aber er wäre etwa bei 76 gewesen. Aber Cheater! Cheater! Hat dafür einen extra schlechten Start gemacht. Das ist sehr nett von dir. Ich habe Oh einen mein extra Gott. guten Start gemacht, gerade auf P15 vorgespielt. Na ja. Passt. Hinter dem Ocon gerade, ein bisschen Windschatten mitnehmen, der deckt ihn ab. Oh, jetzt kommt mir der Tsunoda weg! Oh mein Gott! Nein! Ah, Frontflügel Damage, Alter. Ich hasse das. Kennst du das, wenn sie in der Corner innen fahren und nachher in der Corner innen nochmal abbremsen, weil die Vorderen Ja. langsam werden? Ja. Und du bist eigentlich nur noch am Rollen, weil du kannst gar gar nicht auf nicht der Bremse reagieren. bist. Ja, Ja, du ja. bist so close. Keine Chance. Okay, das Rennen wird wahrscheinlich schon gelaufen sein. Du hast Ausser die es kommt erste eine Safety Verwarnung. Car Phase. Hast du eine Verwarnung bekommen? Verwarnung. Fuck, Alter, der Max fährt mir davon, was soll das? Ah, wieder der typische, übliche FPS-Job, wenn ich durch den Wald durchfahre. Jetzt hat Track Limits bekommen. Max Verstappen. Schade, ich bin mit den Mediums gestartet. Hat eigentlich eine nice Strategie im Kopf gehabt. Das wäre schon Runde 9, ne? 10. 10? Okay. Special. Eine Runde mehr. Wow. Ja, lieber eine Runde mehr auf der Soft fahren. Ja, nein, Soft zu bauen, dann schon recht schnell ab. Infield fressen sie eben manchmal schon. Ja, das stimmt, ja. Complete. Go Ah, jetzt muss ich mit Harz fahren, perfekt. 10 Ja, Sekunden das Stop. Rennen, oder? look after these tires now. Ja, also wenn ein Safety Car kommt, gehe ich wieder zurück auf Mediums. Weil die Mediums haben schon recht gut auf dieser Die Strecke. sind tipptopp, ja. Hätte ich gescheiter einfach noch in den Stink gegangen. Ich hätte sagen Corner 6. Und es ist Corner 6. Aber jetzt hat es mich schon... Das Heck schon ein paar Mal geschleudert jetzt. Wobei, jetzt fahre ich da auch nicht mehr hinter dem Verstappen. Oh, hat der tief verteidigt. Dann drücken wir ihn doch ein bisschen an Rand raus. Schon wie? Yes, sir! Aber seine Softs sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen am Frecken langsam. Also ich bin aber gleich schnell mit Harz wie Mazepin und Raikkonen auf Softs. What the fuck? Pace schon mal bei Alfa Romeo. Ja, fix. Und ich fahre ohne IRS. Die sind letztes Jahr schon huere schlecht gewesen. Von der Pace her. Also meinst du in Game da drin? Nein, generell. Allgemein. Real life. Ja. Ah, man, komm on, bring ein Safety Car! Blue Flags, Blue Flags, Blue Flags. Bitte, lieber Gott. Oder lieber Ingame Gott. Jetzt soll der Max rausschießen. Mach. Nein. Du verlässt ihn ja eh. Ja, das stimmt, ja. Nachher ist er dein Rivale. Alter, hast du eine zweite Verwarnung bekommen. Mit diesen scheiß HC ja so untersteuern. Let me know you're okay. Safety Car! Bring den Safety Car! Nein, bring kein Safety Car! Nein, bring den Safety Car! Ich stehe in der Mitte von der Strecke. Aber ich bin gerade an den Pits vorbeigefahren, darum. Ah gut, Verstappen auch, oder für Pits vorbei. Ist Safety Car? Ja, Box ist Lap. gut. Understood. Stopping this lap. Oh Mann! Die gehen alle nicht fliegen ab. komplett. Ich habe gewusst, die fliegen ab. Hey, das Soll ist ich mit, soll ich mit, so
Mit Softs riskieren. Das ist genau die Runde, die sie sollten pitten. Ja, ich hätte jetzt nämlich auch Softs drauf da für die letzten 9 Runden. Ja, und Das hinter dem kannst du Safety Car bin ich eh noch ein bisschen am Sparen. Ja. Bist du auf den Curb gekommen, oder was? Und der ist weggeslidet. Ja. Und ja. Also es ist generell mein Hack ist... Wo bist du? Oh, also dass ich da keinen Frontflügel-Damage jetzt geholt habe. Noch. Aber du es noch ausschalten, dass er ja nicht Frontflügel wechselt jetzt. Ich habe nicht gehittet. Ja, aber er macht es dir, ich sag dir's. Nein, macht es nicht. Ich habe ja nicht berührt. Du musst ein Muckenfurz dran sein. Nein, ich habe ja nicht berührt. Warte, ich muss schauen, jetzt steht er da. Nein, ist nicht. Ich kenne meine Jungs hier in der Pits. Ist gut. Soll ich die Aufnahme beenden? Oder hast du noch ein bisschen Outside-Shots? Kannst du? Nein, kannst du. Also. Nein, der Flügel bei ihm wird jetzt etwa gelb sein, weißt du, so vom MFD. Aha, mein Gott. Ich tue ein bisschen verzögern da, glaube ich. Ich warte noch, ich gehe nicht gerade voll drin. Also es sieht bei allen eigentlich ziemlich okay aus, der Frontflügel. Alter, jetzt ist der Norris Erster, Mann. Ja, aber der muss auch noch pitten. Mama, der Dings ist gerade pitten wegen dem Flügel. Der Ricciardo. Ja, ist er ins Safety Car reingefahren, oder was? Das war der Erste gewesen. Ja, wahrscheinlich schon. Nehmen wir mal einen Schluffi. Korrigieren 2. Ja, die 6 Sekunden machen mir das Leben wieder schwer. Oh, Schumacher ist einfach leicht quer gefahren. Schau jetzt, wie sie alle in Pits gehen. Norris! Friss das, du Bastard! Oh, er muss warten. Er hockt. Yes, man! Der hat jetzt verdammt lang müssen warten. I like that, P8. Er ist P16. Ja, jetzt. Raikkonen Ocon auf Mediums. Oh, ich ghoste. Wieso ghoste ich? Jetzt ghoste ich nicht mehr. Ocon auf Mediums, Russell auf Softs und alle anderen sind nachher auf Mediums. Alles wieder. Oh, der fährt einer langsam dort vorne. Ein Red Bull fährt langsam. Das kann nur der Max sein. Ja, oh, der slidet, Hure. Was hat er für einen Trouble? Der haltet alle auf. Wo hat der? Der hat Damage. Der hat... Es sieht alles normal aus bei ihm. Nein, der schade. Er geht in die Pits. Oh mein Gott, einer ist hinten gefahren. Alter, ja, ich habe so die Lenkung auftun. Ein Alpin ist ihm hinten drin So wie ein Safety Car. Nein! Was? Nein, du bist P3. Ja, aber das macht es mir jetzt zur Sau wegen der 6 Sekunden. Ja und? Was ja und? Gleich P3. Ja, logisch, aber es macht es mir zur Sau. Weil es sind noch 4 Runden. Und ich kann 6 Sekunden nicht gut rausholen, dass ich irgendwie noch P3 oder P4 oder P5 rausholen kann. Ich droppe wahrscheinlich wegen dem aus dem Punkt raus. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Oh nein! Schön locker, der Safety Car will nicht lang gehen. Dann ja so Verstappen-Spiele machen. Nein, mach nicht. der drückt die Banden raus, bis keine Räder mehr ist. Alle 4 Räder weg. Ist dem scheißegal. Der fährt seine Linie. Wo ist er schon losgegangen? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, habe ich Angst. Nicht. Nein, nicht. Ja, zum Glück nicht, ey. Gap to teammate behind is 1.8 Kann ich da? seconds. Okay, die DRS wird es keine geben. Höchstens noch eine Runde. Du musst 3 Sekunden noch holen. Die Hälfte hast du schon. Ah, der Wagen ist wieder untersteuernd.
Jetzt einfach schön easy, smooth fahren, konzentrieren. Schau, dass du ihn heimbringst, das ist das Wichtigste. Alles andere kommt von allein. Legst die Runde, smooth fahren. This is your final lap of the race. Lass das schönes DRS gönnen von Pierre. Nein, es gibt kein DRS mehr. Ah, stimmt, das länger gar nicht. Fuck. Der Frontflügel ist noch dran, ist alles gut, weiterfahren. Ja, aber es ist geil. Egal, weiterfahren. Und einfach kein Damage visuell. Gerade haben wir nicht gerade den Reifen aufgeschlitzt, der Murs. Alle sind gegen dich. Ja, Das hat ja gut, es ich jetzt habe ein bisschen gekostet. spät bremst. Ja. Das hat es jetzt gekostet. Ich habe spät reingebremst eben. Ja. Also du hättest auf P10 oder so hättest du noch geschafft. Ich glaube es eben nicht. Aber Weil jetzt, es ist zu close. Ja. Hättest du den Flügel nicht kaputt gemacht, hättest du den P10 oder P9 noch geholt. Schade war's. Sehr schade. Was sind wir jetzt? P13. Nein, der hat es nicht gelangt. Das sind, Wow, ich bin, wow. nein, es hätte nicht gelangt. Ich habe nicht so viel Zeit verloren jetzt wegen dem. Wow. Du Nein, hast, safe nicht. bevor du den Frontflügel nass gemacht hast, hast du 1 Sekunde zum Perez gehabt. Und der Sainz ist schlussendlich 9 Sekunden hinter dir gewesen. So, also wir sind zurück im Hauptquartier und wir können jetzt Vertragsverlängerung machen oder auch zu einem neuen Team wechseln. Im Gabo passiert jetzt doch wieder etwas. Ah. Und Final Stage. Oh! Schubs Also- official named as the next Ferrari driver. Wie die meisten ja mitbekommen haben, war bei Ferrari ein ziemlich grosses Problem, dass sie den Leclerc und den Sainz hatten. Den haben sie nicht gehen letzte Saison, oder? Wegen dem haben sie ein Special Concord Agreement gehabt mit Red Bull. Gut hat natürlich noch geholfen, dass sie mega Probleme hatten mit dem Max zusammen. Und jetzt hat es endlich gelangt mit der Saison. Jawohl! Jawohl! Yes, man! Yes! Jetzt geht es richtig Let's los, Alter. Meine fucking Damen und Herren, go! sie erleben Geschichte McLaren gegen Ferrari. So einfach sieht es aus, Mann. Wir sind back on top. Wer ist mein Teammate? Ja, jetzt bin ich Norris. gespannt. Oh mein Gott! Ricciardo ist. Dein Oh mein Gott, Erzfeind. Ricciardo ist draussen aus der Formel 1. Ganz aus. Oh, Ja. shit. Nikita Mazepin ist zurück zu Haas. Jetzt finde ich Cash für den Rest. Hä, wieso hat es bei Alfa Romeo Wechsel gegeben? Sehe ich da auch schon? Hä, wer ist bei Alfa Romeo? Gehen wir mal weiter. Gehen wir schnell in Dings rein. Ah ja, gehen wir schnell noch. Ja, gehen wir weiter noch, ja. Ja, wir haben es geschafft. Also wir haben eigentlich schon vorab mal immer ein bisschen gesagt, ja, es wäre nice, wenn der Gabo bei Ferrari ist und ich bin bei McLaren. So die alten Giganten wieder mal am Battle sind dann. Und ja, mal schauen, wie gut das geht, wie gut das die Entwicklung klappt. Der Gabo hat ja ein Mühe schneller Auto jetzt momentan, glaube ich. Ja, aber wirklich nur ein bisschen. Nein, wirklich. Ja, Nicht ja. schlecht. Die gesamte Performance ist bei dir ein bisschen besser als Nicht bei mir. schlecht. Geil. Alfa Romeo, einfach hinter mir gerade. Holy shit, die sind echt schnell. Wird spannend. Das nächste Rennen in Silverstone, auch eine sehr geile Strecke. Und da würde wir mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, wie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst, wie gesagt, sehen wir uns wieder in Silverstone. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Koop-Saison. Wir sind in Britannien angelangt. Ich weiß nicht genau wieso, wir sind da irgendwie schon mal eingeskippt in der nächsten oder die Practice Session. Liegt wahrscheinlich dran, wir wollten unbedingt wissen, wer sind unsere Teammates, wer hat gewechselt. Ich glaube, Ricciardo ist jetzt draussen aus der Formel 1. Genau. Aber das Wichtigste ist, wir sind back. Erstens Ferrari gegen McLaren, zweitens Schubs gegen Kasel. Jetzt, das Ende der Saison, wird richtig gut. Wieder battlen, macht Spaß.
Letztes Rennen sind wir auch in Österreich gewesen, ist für mich nicht so gut gelaufen, für den Castle fast gut gelaufen, wir haben den P13 dort rausgeholt, hier haben wir einen schönen DNF-Code. Aber ich bin gespannt, wie wir jetzt hier mit diesen neuen Maschinen werden können fahren. Für das Rennen in Silverstone haben wir Qualifying nass und Rennen trocken. Stimmt Genau. das so, gell? Genau. Ja. genau. Also ich werde nur noch erwähnen, Ja? ich Ja? wäre ja eigentlich auf P3 gewesen, in Österreich, aber ich habe ja 6 Sekunden Penalty gehabt und behindert gedroppt. Aber ich habe das Video gerade vorher geschnitten und jetzt Aha. nehmen wir wieder auf. Der Gabo weiss es natürlich nicht, weil wir haben das letzte Mal aufgenommen vor etwa 2 Wochen oder so. Darum alles gut. Aber eben, ich wäre eigentlich auf P3 gewesen, aber weil ich ja Frontflügel Damage Call hatte in der letzten Runde und nachher bin ich aus den Punkten rausgedroppt. Wahrscheinlich, Ja. aber ich glaube, das hätte ich auch vorher nicht gelernt. Ja, aber es wär geil gewesen, wenn also dort den P3 rausholen. Aber wir haben ja vor dem Rennen schon gesagt, dass es dort schwierig wird mit den Track Limits. Ja, Track Limits sind echt reingefegt dort. Ja, voll. Anyway, bevor wir jetzt ins Qualifying reingehen, wollte ich noch schnell einen riesen Dank an euren Support raushauen. Wir haben auf dem letzten Video über 1000 Aufrufe gehabt. Und ja, ich glaube, das ist eine kleine Zelebration wert. Merci für das. Dürft auch gerne noch ein bisschen Kommentare und so schreiben. Wir unterhalten uns aber gerne unten für in den Kommentaren. Aber wirklich, merci für euren Support an dieser Stelle. Und ja, wir sehen uns im Qualifying. Let's go! Hello and welcome back to rainy Silverstone. Scheiße, ich muss noch meinen Helm wechseln, sehe ich gerade wunderschön. Wir haben ein, ja, ich würde sagen, erfolgreiches Training gehabt. Nein. Nachdem der Castle beim ersten Training direkt noch etwa eine halbe Runde abgeflogen ist. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen schnell FP2, weil wir sind beide in neuen Autos und wir brauchen beide die Zeit, um das ein bisschen rauszuspüren. Ich muss sagen, der Ferrari fühlt sich extrem gut an auf dieser Strecke. Ich hoffe, das wird sich auf den anderen Strecken auch noch so auftun. Und du bist ja, glaube ich, ein bisschen am Struggle gewesen, oder? Hast du gesagt? Ja, leider, sage ich mal, ist so, habe ich wieder den Flashback von Alfa Romeo. Kann ich sagen, oder beziehungsweise von Alpine ein bisschen. Ja, also, das Ding ist halt einfach das, der McLaren tut recht untersteuern, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe jetzt 2 Setups probiert, wie schon der Gau erzählt hat. Wir haben FP1 gemacht, ich bin abgeflogen, sind wir ins FP2 noch gegangen. Und im FP2 hatte ich eben das Problem gehabt. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe zuerst Tire Management gemacht und dann musste ich Motor und alles wechseln, weil der ist schon weit über 70% gewesen, fast über 80%. Und dann denke ich so, also komm, ich kann jetzt noch wechseln, sicherheitshalber. Dann habe ich das gemacht, habe nachher nur noch etwa 5 Minuten gehabt, habe noch können, ein Fuel Management machen und ja, dann nachher hatte ich auch keine Zeit mehr gehabt. Aber richtig gemerkt, das Setup ist scheiße, beziehungsweise der Karre ist kacke zum Fahren. Jetzt ist es so, da das Qualifying jetzt ansteht und natürlich auch Pack Fermé reinkommt, heisst, wir dürfen das Auto nicht mehr gross bearbeiten aufs Qualifying oder nach dem Qualifying oder können es gar nicht mehr gross bearbeiten. Gehe jetzt halt ein bisschen Risikostrategie ein, sage ich jetzt mal. Ich nehme jetzt ein Setup, das ich in einem Multiplayer mal genommen habe, mit einem Williams, wo ich aber weiss, das ist nicht schlecht gewesen und hoffe einfach, dass es auf dem Auto funktioniert. Aber ich bin keinen einzigen Kilometer gefahren mit dem Setup. Und es regnet jetzt in diesem Qualifying. Darum ist gar keine Referenz. Weil ich habe ein trockenes Setup jetzt drauf. Also, es wird katastrophal. So viel kann man schon mal sagen. Immerhin, es ist nur Inters, also ist immer noch besser als Full Wet. Ja, let's go. Das Einzige, was ich sagen kann. Nein, wir noch nicht überholt. Ich kann wieder zurück überholt. So. Dann kostet alles Zeit. Ja, ungewollt. Das war auf der Gerade. Und jetzt geht er in die Pits, der Hund. So ein Wichser. Das haben wir noch verbremst. El Plan. Ja, das wird eine katastrophale, grottenschlechte Runde. P12. Es ist schon ein bisschen ungewohnt, wenn du Gran Turismo gespielt hast, jetzt so lange. Dass du Naja, drin das hast. Ja, du spielst schon recht viel Gran Turismo. Ja. Wow, ich war 3 Sekunden schneller gewesen und trotzdem nur P9. Und jetzt bin ich richtig klein der Mega zum Packets durch. 16 du. Schnellster Sektor. P19, willst du mich verarschen? Oh nein, ich habe gar kein Benzin mehr.
Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Norris, Carlos Sainz, and Gasly, Tsunoda, Bottas, Giovinazzi, and Shepard, Vettel, Ocon, Lance Stroll, and Perez, Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Nikita Mazepin. Russell, they've taken a grid penalty, and the captain. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Wieso wird bei mir der Mazepin angezeigt? Nein, Mann. Gute Frage, kannst du auch nicht sagen. Ja, also längt es aber, weil das Rennen geht ja länger. Geht das nicht etwa? Ich mir jetzt 20 Minuten geht es. 20 Minuten, gell? Aber das geht schon. Gut. Das länger sogar mit Essen. Ja, gut. So. Also, ich nehme noch den Sprit runter, wie immer, und ich tue mit Mediums starten. Oder Gut, sagst du das? Ich wäre jetzt mit Softs gestartet. Da. Ein Williams ist in meiner Startbox drin. Ich bin mit dem. Also ich bin mit, oder was? Ja, er ghostet. Egal, wir lassen mal noch starten, mal schauen, was jetzt noch wieder passiert. Ey, wieso packt es immer so um? Also, let's go, komm. Hä? Die andere ist die Startbox frei! Okay, wir sind jetzt einfach zu zweit durch in einer Startbox gestartet. Wir ghosten beide, nicht mehr der Russell und ich. Ja, aber dann ist gut. Nicht so, dass es wie bei Österreich war. Nein. Das wäre What schlimm the fuck? gewesen. Hey, Oh mein Gott. ein bisschen am Knurzen. Et voilà, direkt P8, Mann. Bombenstart. Wow, von wo kommst du noch her? Ich bin P16 Grad hinter dem Schuhmacher. Giovinazzi hat jetzt eine andere Nummer. Der hat irgendwie 29 oder so. Hat nicht mehr gelangt, hä? Das ist 99, aber das hat ja niemand. Ja, wo er es hat. Ja, wahrscheinlich. Er hat die eigene Nummer nicht können nehmen, weil er sie schon hatte. Oh, der hat mich fast abgedreht jetzt. Wieso bin ich so langsam? Ja, ich sehe es, du hast die ganze Kolonne hinter dir. Hast du Damage? Nein. Oh, jetzt wäre ich fast abgeflogen im Rasen. KIOP? Ja gut, gell, wir sind beide nicht in den schnellsten Autos. Du bist Ja, das ja anders stimmt, gewöhnt gewesen. Oh, dirty air. Aber Okay. CRS auch noch drin. Ich muss sagen, das Williams-Setup funktioniert, glaube ich, besser. Auf Softs wäre es noch besser. Aber mit den Mediums geht es jetzt eigentlich noch voll klar. Oh, ich habe vergessen, den Frontflügel runter zu tun. Ja, und es dreht mich. Oh ja, hinter dem Pirelli-Schild bist du verschwunden. Wow! There's been an incident on Oh, track ist sie? resulting in loose Für das? debris. Fortunately, the Ist marshals have Damage managed to noch clear it Ja, up ja, in time, Flügel and ist there are weg. no plans for a safety car right now. Ja, da kann ich gerade. Debris on the track, okay. Also ich bin jetzt auf P14. Fett. Eigentlich noch einen guten Restart gehabt da. Weißt du, wirklich, das Game hasst mich. Jetzt habe ich noch irgendein Motorenproblem gehabt, das sie anscheinend schon wieder gefixt haben. Und jetzt ist die Frage, gehe ich auf Softs und gehe dann nachher nochmal auf Mediums? Oder gehe ich auf Hards? Ja, Harz würde ich jetzt sagen. Ja, das Game hat, dass ich auf Softs gehe. Also du kannst nur auf Softs jetzt gehen? Ja. Okay. Ja, Also du auf kannst Hard. nur auf Softs gehen, kannst schauen wie, weißt du, wenn du sauber fährst, kannst du vielleicht sogar durchfahren, unter Umständen. Also Oder 8 hoffst du Runden einfach- hat es mir zwar angegeben, ging ich schon, aber... Hoffst du einfach auf Dings, auf Safety Car Phase nochmal. And in the DRS zone. Ja, wenn Safety Car kommt und ich Hards habe, wechsle ich sowieso auch. Fuck it, scheißegal.
Oh Gott, ey, die Mediums haben irgendwie gar keinen Grip da. Oh mein Gott. Complete, go now. Du machen mit seinen scheiß Softs so schnell. Oh, die zwei Alpins. Look after these Oh, die berühren tires sich. now. We want to finish the race on this compound. Du hoffst jetzt mal noch einen Safety Car. Oh, da bin ich jetzt mal. Ich schau ein bisschen mit Brechstange rein. rein. Sogar eine Penalty, willst du mich verarschen? Popcorn Honey. Oh. Alter, aber Red Bull, schau mal an, der Gap von Red Bull. Mhm. Du hast Voll auch besser bei Red Bull bleiben. Ja. Die haben die noch genommen, weißt du, mit tiefem Fahrerlevel. Ja, ja. Nicht so wie Ferrari. Ja, aber schau, ich habe Beef gehabt, oder? Das geht nicht. Und Verstappen. Mhm. Pure Hitzkopf. Abgehoben, der Typ. Ja. Stroll. Stroll. Dani, der hat kein DRS, sehr gut. Oh fuck, das ist auf 60, Mann. Ich vergesse es immer wieder. Also zum Glück keine Penalty, aber gerade noch im letzten Moment voll in diese gegangen. So, ja. Nimmst dir aber schon lieber ein bisschen etwas spatzig und danach bremst du nochmal ab, anstatt andersrum. Ja. Jetzt bin ich zuhinterst. Exit, exit. Jetzt habe ich auf die Map runtergeschaut und dachte, wow, Mann, habe ich einen geilen Vorsprung. Und ich gemerkt, nein, warte, ich bin der Letzte. Oh, so richtig so. Oh no. Ja, wirklich so. So. Let's go. Up to speed now. Let's get some heat into those. Was macht der Mercedes jetzt so weit vor mit dem Norris? Das ne. Jo, ich tu retire. Macht keinen Sinn. Ich schau, jetzt kommt da gerade das Safety Nein! 3 Sekunden. Car. 3? Ja, wegen Dings, Track Limits wieder. Okay, kriegt DRS über. Da kann ich sicher mal auf Vettel aufholen. Könnte ich vielleicht die Punkte nicht droppen, aber muss dann 3 Sekunden immer noch rausfahren. Wow, Alter, der bremst wieder so früh ab, Alter. Weißt du, das ist dein Scheiß Ernst? Frontflügel Damage. There's 3 laps of fuel remaining. Und dann noch orange. Alter. Und Ja, grad- das ganze Endplate ist weggerecht. Ja. Jetzt fickt er ihn raus, Alter. schau. So ein Hures. Ach Mann. Ja, das ist sexy für mich. Wow! Glanzleistung. Er hat auch Frontflügel Damage. Ja, besser ist. Aber die hat er sich geholt, als er das zweite Mal gerammt hat. Ja, ja. Ein DRS. Boxen Slap. Er will nicht boxen. Aber jetzt hast du die ganze Entourage hinter dir. Stroll kommt auch noch. Ja, ja. Ja. Egal, Hauptsache das Rennen beendet noch. Ah Mann, da mit dem Vettel Ja. ist es echt doof gewesen, aber der in meinen Augen hat er viel zu früh abbremst. Ich habe es leider nicht gesehen. Es ist Aber ich weiß nicht. Ja gut, also das wäre es von dem enttäuschenden Rennen in Silverstone von uns beide, oder für uns beide. Das nächste Rennen ist in Belgien. Und wenn euch die Folge gefallen hat von F1 2021 in der Cup Season, dann würde es uns natürlich immer freuen, wenn ihr das Video bewerten und auch wenn ihr das Video teilen und auch natürlich, wenn ihr ein Abo da lassen. Jetzt habe ich die Reihenfolge voll durcheinander gebracht, aber egal. Ja, danke euch fürs Zuschauen und wir wünschen euch ein schönes Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao! Arrivederci. Ciao ragazzi, benvenuti alla Gran Premio d'Italia, Monza, la Tempio di Velocità. Und das hat sich etwa schon mit meinen Italienischkenntnissen. Da müsst ihr Das ist schon überlegen, gut, was ich kann so Tempo weniger. heisst. Ja, aber das ist Tempio di Velocità, das hörst du auch mal ab und zu mal. Muss ich das sagen? Ja, anyway. Hallo und herzlich willkommen zurück. Für die, die es nicht verstanden haben, in Italien, Monza, der Temple of Speed. Für die, die es immer noch nicht verstanden haben, der Tempel von
von Geschwindigkeit. So, genug Scheiße geschnurrt. Belgien ist aber genauso scheiße gewesen wie der Scheiß, den ich gerade geschnurrt habe. Ich wollte nicht über Belgien reden, es tut mir im Herzen weh, immer noch. Wie das jetzt tönt, hat so gut. Ja, das ist der Wahl. Auf jeden Fall, ich glaube, wir wollen jetzt einfach mal in das nächste Rennwochenende hineingehen, hoffen auf mal kein Regen im Qualifying und ja, hoffen mal wirklich auf ein besseres Rennen. Hast du noch irgendwas zum Anfügen? Nein, ist gut, let's go. Gut, let's go, ragazzi! Buona serata alla Qualifying. Ja, ich habe Werbung auf meinem Helm. Geil. Ich nicht. Aber ich habe einen schönen neuen Helm. Und ich gebe es jetzt schon auf. Und ich habe ein Cooling-System, das wieder Fehler hat. Und ich ich habe wieder 1 Minute 40 gewartet, perfekt. Ich habe 1 Minute 20 Electrical System. Jockey selber. We seem to be having some software issues at the Sit tight for a moment. few minutes while we reboot some Also, things, okay? wir sind in Qualifying angelangt mit einem relativ erfolgreichen Practice. Ich glaube, ich habe noch nie so tiefe Frontwings fahren. Generell mit dem Setup fühle ich mich trotzdem sehr stabil. Ja, nur der Casalus hat ein bisschen einen Struggle mit dem Heck. Stimmt das? Ja, also das Ding ist halt eben da, dass ich Aerodynamik ist beim McLaren nicht so extrem gut, muss man sagen. Also es könnte besser sein. Und ich muss jetzt eben ein bisschen mit dem Auto spielen, sage ich jetzt mal, was. Tire Pressure kann man nicht mehr ändern, oder nachher? Oder schon? Tire Pressure kannst du ändern. Okay, ja, dann ist schon gut. Da langt man schon. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob alle kannst ändern. Oder nur irgendwie hinten oder so. Ja, ich habe jetzt mal hinten ein bisschen aufgetan, noch ein bisschen, aber nicht viel. Nein, schlussendlich, ich muss jetzt eben ich muss ein bisschen mit den Flügeln spielen, weil das Problem ist halt einfach eben, dass ich ja hinten noch nicht so viel Entwicklung habe an Aerodynamik. Also das Heck ist fast noch nicht eigentlich gemacht, nur vorne alles. Keine Ahnung, wieso, was McLaren da sich dabei gedacht hat. Jetzt ist halt das Problem, dass ich gerade da jetzt nicht mit wenig Downforce kann fahren kann, vor allem am Heck. Weil wenn ich aus der Schikane fahre oder durch Ascari durchballere, ja, trifft die immer weg. Und jetzt habe ich mal gleich auf 5 aber da und jetzt muss ich halt das Risiko eingehen, dass ich halt mit einem Setup fahre, das ich nicht im Training fahren kann. Und ja, das wird jetzt ein bisschen der Struggle werden, aber der Show must go on, oder? Würde ich sagen. Show must go on, oder? Definitiv, ja, absolut, ja. Ja, kannst du retiren gerade, gell? Heißt 19,5. Schnell, keine Ahnung. Eher weniger. Ja, ich bin P5 hinter dem Vettel, aber noch vor dem Stroll. 1,18,6 hat der Charlie gefahren. 1,18,6? Mhm. Nein, 22. Ich gehe bei 2 Minuten raus. Schade. Ich glaube, ich mache einfach eine schnelle Runde, das ich nicht gemacht habe, wegen lustig. Fest in der Minus, oder? Ja, minus, also plus 1,7. Ah ja, der. P15. Retiration. Ah, Mann, ey. P3 der Norris. Ich verstehe das nicht. Wie kann der so schnell sein mit dem Klaff? Ja, vor allem, schau dir mal Top 4 an. Ja, die haben verdammte Pace. Mal Red Bull, ey. Holy shit. Ich glaube zwar, dass so ein tiefe 1,18 hätte ich schon auch geschafft. Oder mindestens so eine mittlere. 1 ist 3 Zettel. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Norris, Perez, Lewis Hamilton and Sainz, Gasly, Vettel, Giovinazzi and Valtteri Bottas, Stroll, Raikkonen, George Russell, the captain,
Ocon, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Yuki Tsunoda. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mazepin and Shepherd. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Ich starte, glaube ich, mit Mediums. Same. Absolut same. Aber weißt du, was mir gerade durch den Kopf durchgegangen ist? Wie ist es eigentlich möglich, dass wir mit den neuen Teams, mit den Teams, die wir eigentlich auch fahren, weiter hinter die ganze Zeit starten als vorher mit ich meine, ich starte mit einem McLaren weiterhin als mit dem Haas. Wie? Ich wollte vorhin auch gerade sagen, so, du hast gesagt, nur P15. Du hast auch nicht so schlecht gemerkt, warte, du bist ja nicht mit einem Haas. Ja. Das ist irgendwie schon komisch. Schon ein bisschen komisch. Ja, das Glück ist nicht auf unserer Seite, nachher machen wir noch blöde Fehler die ganze Zeit. Ja, das ist so. Was ich aber noch wirklich lustig finde, ist, seitdem wir gewechselt haben, ist Front Row immer Max und dann Charles gewesen. Ja, die zwei sind verdammt schnell. So! Das ist 5 Plays Grip Penalty. Ab geht die Luzi. Boah, wurde schlechter Start gehabt. Sehr viel Whispering gehabt. Ja, ich tu nicht reinstechen. Ich kann nicht mal reinstechen, Mann. Ah, mal, ich gehe mal da vorbei. Ja, same. Ich bin genau hinter dir da. Oh, gell? Etwa genau das Gleiche machen. Alter, die sind da alle zu dritten, sind wir da. PP12. Ja, irgendjemand fährt mir huere nahe am Heck, Mann. Schumacher. Macht mir immer so Angst. Russell. Der verteidigt und überholt gleichzeitig. Nicht schlecht. Halt Mercedes. Ja. Okay, wir müssen wieder ein bisschen daran gewöhnen mit Medium. Das ist ein bisschen eine andere Pace, die man fahren kann, glaube ich. Ja. Nicht die gleiche wie auf den Softs. Und es ist wieder mal bin ich am Strugglen am Start. Aber ich glaube, das liegt an den Mediums. Ja, einfach Mediums erhitzt nicht so schnell, wie sie sollten. Wobei, ich muss auch sagen, ich bin am Start immer extrem vorsichtig. Und da macht schon Sinn, dass sie vielleicht nicht so viel... nicht so erhitzen. Ah, jetzt habe ich keinen Slipstream mehr. Na egal, schon wieder reingeholt. Oh, Dirty Air. Dirty Air. Ich finde es einfach lustig, wie Alpine immer schneller ist im Qualifying, aber Run-Pace-mäßig sind sie einfach hure schlecht. Ja. Oh, ich jetzt einfach mal Gott! so frech rein. Ja, das ist jetzt ein bisschen hausbrecherisch für mich. Nice move. Good job. Ungewollt. Wir holen Räikkönen aussen rum. So fetter Alonso-Style da. Räikkönen! Ach, der... So, P10 in den Points. Mal ohne Strafe bis jetzt. Alter, aber das Auto ist echt glitschig, ey. Allglatt. Warte ruhig, ich hole noch einen Sieg die Saison. Ja, das glaube ich auch. Alter, wie früh dass die hier bremsen. Man kann schon wieder so ein hausbrecherisches Ausweichüberholmanöver gemacht. Obwohl ich irgendwie 17 hinter war. Die muss ich vielleicht gerade noch mal eins machen. Mal schauen. Oh mein Gott. Die Huren Curbs sind so scary. Ich sehe es, bist gerade voll wieder im Kuchen. Dati. Oh mein Gott, Alter. Da hat mir fast den Frontflügel abgefahren, der Bottas. Oh Gott. Und das geht der Track Limits, Alter. Ja, das, was der Norris gemacht hat, war absoluter Preis. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich bestätige es. Nein, der ist wirklich schön über den Curb hineingefahren und ist aber wirklich mit viel Grip rumgekommen dort. Wenn du mit dem Reifen auf dem Curb bist, dann geht's. Aber sobald du den Curb innerhalb vom Reifen ist, dann fliegst du.
Oh, ich habe einfach keine Pace und Ascari und kein Grip, ich rutsche so Oh, schnell. jetzt habe ich aber auch gerade... Wow, die Mediums sind nicht so nice. Nein, wirklich Das hat nicht. mich verstreit aus der Ascari raus. Ich hoffe nur, dass KI nachher auch ein bisschen Probleme hat mit den Mediums. Und Oh dass mein wir Gott, mit den Alter. Softs nachher schnell Gott, das rammt mich einfach. Soll das? Oh, Bitch. Ja, Alter. Way. Und dann hat er noch DRS bekommen, willst du mich knüsseln? Und ich bin trotzdem schneller als er. Im Slipstream. Und die bremsen etwa eine ganze Wagenlänge früher ab. Jetzt bin ich so drüber gefahren wie der Norris. Also das hat mich durchgeschüttelt wie... Hey, jetzt überhaupt mich da gerade der Dings. Stroll. Oh, der Sieg gibt mir einen mit. Und ein Sohn, Alter. Die sind so aggressiv, Mann. Jetzt habe ich für DRS bekommen, so ein Idiot. Friss das, du Bastard, ey. And we say bye bye. Go heulen zu deinem Vater, ey. Oh, shit, Alter. Oh, Alter, Ascari, Mann. Fahr langsam dort durch, ich bin jetzt geslidet. Ja, jetzt werde ich von links und rechts überholt. Nein, jedes Mal im Fight, Mann. Alter, ich bin in einem Sandwich. Ich sehe es, ja. Oh mein Das ist Gott. scary. Oh, ich bin jetzt einfach lang auf dem Gas geblieben. Oh mein Gott, der Raikkonen, Alter, der Stroll. Super, jetzt habe ich kein DRS. Und sie haben es natürlich. So, ich hoffe jetzt irgendwie auf einen... Ah, der Stroll kann nicht überholen wegen dem Raikkonen. Sehr gut. Tactics. Come on, you can win that place back. Ah, Raikkonen müssen gehen. Alter, was für ein Spell, ey. Mhm. Box das Leben. Box das Leben. Box das Leben. Strategieberechnung macht eben nicht so Sinn, weil das Game checkt nicht, dass du mit Medium startest. Oh. Anstatt mit Softs. Hat ich gemeint. Oh nein, oh mein Gott, das hat mich fast gereiht. Oh Gott, sind wir jetzt langsam da. Ja, ich habe mich fast gereiht. Ich habe mich eingehackt bei ihm. Ich musste einen Corner Cut machen, zum Überholen. Gefühl, es ist ein Stück Frontwing dort gelegen. Ich bin aber nicht sicher. Nicht von mir, Emu. Ich habe keine Meldung bekommen. Ja. Nein! Teammates Nein, in den Pits. ja, Geil! Geil! Geil, auf der Straight. Dann geh rein, ist mir scheißegal. Auch wenn der Teammate drin ist. Nein, um 1 km/h! Nein! Perez out of the session. Mal einen vor uns, sehr schön. Alter, 1 Bitte km/h. Safety Car, bitte gib einfach ein... 1 fucking km/h gewesen. Das ist räudig. You'll be racing on the exit. Es war 1 fucking km/h gewesen. Alter, Mann. wieso gibt es für das kein Safety Car, man? Das ist mitten auf dem schnellsten Teil von der Strecke. Wo ist er? Ah, die Dänen? Ja. Tires through to the end now. Das kannst du nicht machen, Mann. Witz. Na gut. Es könnte auch jetzt eins geben, oder? Da sind wir nachher zuhinterst hinten. Michael, please no safety car. Ja, jetzt ist genau der Moment. Jetzt ist genau der Moment. Hey, so ein Scheiß, man wegen 1 fucking km/h 5 Sekunden kassiert. Ach, der Mann. Die Curb. Oder die Curbs. So. Aber da müsste wirklich ein Safety Car kommen. Nein, ich finde das geil, weil ich mit beiden Alpins bin ich am Fighten gewesen und einer ist immer noch draussen. Das heisst, ich habe jetzt eventuell eine riesen Pace Advantage. Hast du DRS? Überholt. Ich kann, ja. Gut. Wow. Alter, das sind fucking ernst. Hast du jetzt das gesehen, wie er Ja. gedeckt hat? Bremst du sogar noch mehr aus mit dem? Wollte er mich eigentlich umbringen, oder was? Ja. Ich hol mir jetzt gerade. Alter, er macht die Bewegungen links, rechts. Wird er wieder so stark verteidigt. Der Hund. Schon ein Nazi, hä? E che cazzo vuoi? Pezzo di merda, va a fare il brodo! Jetzt sind ein paar in den Pits gewesen, jetzt bin ich wieder Pits auch. So. Ma che cosa fai, eh? Piccolo stronzo. So, gut, das, Der Vettel. du kannst eh alles, Rival. kannst eh alles zensieren. Ach, wieso der Vettel, Mann? Okay. Es gibt für uns genau 2 oder 1 Punkte. Nein, für mich, ja, nur noch 5 5 Sekunden. laps of fuel remaining. Ja, kommt Wird drauf an. schwierig jetzt wieder. Aber es ist einfach, ich sage, dass das so maximal möglich ist, weil die Gruppe dort vorne ist wieder zu weit weg.
zweite Alfa Romeo Vorne fahren. ist ein Alpine noch, der ist so sicher neu gepieden. Ja. Ach, der Wow, wenn ich Fette, den überholt habe, Mann. Ja, das war richtig sexy gerade. Oh! Bitte kein Penalty. Oh, Halleluja. Wie das jetzt kein Penalty geworden ist. Ich hoffe nur, die Softs haben lang. Ja, die haben lang. Eigentlich wird der Gap kommen, wo einfach Mediums wieder besser funktionieren als die Softs. Oder sind zwei in der Box, ja. Ein Alfa Romeo und ein Alpine. Alpine, ich habe es gesagt. So, Battle Nice. easy Bait für mich. Master Bait für mich. Oh. Wow. Slidey, Bitch. Todes. Du weißt, dass ich dich jetzt wieder überholen. Ja, vielleicht. Das sehen wir. Ja. Oh mein Gott, du bist so ein Vollidiot. Was ziehst du wieder rechts? Du kannst doch nicht verteidigen und wieder rechts ziehen. So Müll, ja, nur leicht übergezogen. Es hat Das viel ist ein Luft dazwischen gehabt. Lüge. So ein Scheiß. Ich bin links übergezogen, nachher ziehst du wieder rechts über, Mann. Jetzt muss ich Pits. Alter, Mann, das war so unnötig jetzt gerade. So unnötig, wirklich. Alter, da wo du das letzte Mal gemacht hast, war auch nötig gewesen. Retired Smith in der Strecke. Bullshit, das hätte nicht mal ein Disadvantage gebracht. Ah, Mink, ja, Ja, Mann. jetzt bin ich eh weg. Ja, super, ja, das ist verdient, Alter. Okay, Hoffentlich clear. Safety Car, da bin ich wenigstens... Track, but officials aren't looking for a safety car alles right now. miteinander. Careful, there's been Hey, sorry, aber dort Hey, muss ein das Dings ohne geben. Witz. Ich habe leicht übergezogen. Leicht. Ich schaue es dir wieder Holly an. Ja, du, also, Außerdem du musst vor allem hast du meine mich schon ein Sicht paar Mal sehen. rausgeschossen und jetzt habe ich es mal eins oder mal Ja, das musst jetzt, das ist kein Argument. Das Das geht jetzt um diesen Incident. ja, ist gut. Ich habe jetzt eins Mal Stirnbot und du hüllst gerade wieder rum. Das ist Die haben wir einiges gern. Mal Stirnboten. Nur weil du es einmal kannst. Ja. Ja, wenn du berempelt bist und dich hast, du Idiot. Wie ist es möglich? Das ist das erste Mal, wo wir so eine grosse Differenz hatten. Ja, ey. So ein Bias, Alter, Mann. Ey, aber dass das wieder kein Safety Car gegeben hat, du bist mitten im Ausgang von Ascari gelegen. Mal, jetzt kommt er, glaube ich. Oder? Nein, das war vorher auch schon der Fall gewesen, aber da mag er wieder nicht bremsen. Und ist mir egal, Alter. Ich verteidige den Platz wie ein Lion. Tell him to defend like a lion. Jetzt kommt aber der Dings noch hinten nachher, das Stroll. Ja, das ist halt eben schon gut. Du hast einen Pace, gell, auf diesen Dings. Jetzt sind wir da in der Ascari, kannst du zum Verhängnis werden. Ja, Ascari. Ascari. Variante. Ja. Nein, genau. Nein, jetzt Feuer aber. Ich drücke ihn raus, das ist mir scheißegal. Push ihn off the track. Nein, das Push ihn off the track. ich tue Alben, ich lasse mich in die Zeiten reinfahren, nachher bekomme ich einen Speedboost über von ihnen. Mit der KI mache ich alle dreckigen Spiele, die es gibt. Ich habe zum Glück Frontwing Damage ist auf dieser Strecke nicht so dramatisch. Ja, vor allem kannst du immer wieder reinbremsen lassen. Ich muss so viel früher abbremsen als die. Ja, ist ja... Ah, jetzt kommt die letzte Stunde. Jetzt bin ich auch so verwirrt, weil 13 von 13 steht. Oh! Jetzt bin ich mir sicher, dass es klopft. Ja, jetzt Nein! hast du ein bisschen... Jetzt hast du kein DRS mehr. Ja! Oh mein Gott, Antonio! Ich kann schön da vorne sein! Das ist nicht mehr fair. Das ist nicht mehr fair, was ich jetzt gemacht habe. Das ist Hey, der Giovanazzi ist der ist am Übergehen. der war fast in Rasen raus wegen dem. Der so ausgeschert, hat so ein scheiße Rasen gekommen und wieder rübergezogen. Ey, so gut, Mann. Alter, Mann. Hey, Antonio hat wirklich einen Frontwing Damage. Ja, gell, so eine ganze Pizza ist einfach so abbissen. Ja. So. Wow, Vom da geht vom langsam. Sideplate dort, ja. Das Wunder, dass ich noch keine ist Strafe geil, bekommen Mann. habe. Mann. Ich habe seitdem mein Frontwing kaputt, da bin ich so manchmal out of track gewesen. Jetzt kommt noch der Dings da nachher, Das Dröhn. der Ocon-Schluss. Oh! Oh mein Gott, Das ist nicht mit Absicht gewesen. nervös. Jetzt ist er nervös. Das ist nicht mit Absicht gewesen. Alter, jetzt ist der Stroll hure nervös geworden. Meine Fast Slap ist jetzt so gemückt worden. Ich habe sie die ganze Zeit noch gehabt. Schau, jetzt kommen alle da. Aber geil, du schaffst es. Du musst jetzt einfach hoffen, dass du aus der Kurve kommst. Nein! Fahr! Ma vaffanculo, no! Ja, ich bin noch 2 Punkte. Ja, okay.
Aber geil war jetzt am Schluss. Schau, Antonio, der Hure herzlich vorbei. Ja, Mann. Wow. Oh, so gut, Mann. Das ist nice, das ist das Battle. Ja, fix. Und Drive of the Day. Ja. Also ich schaue jetzt das Video nachher gerade an. Aber ich schwöre auf alles, ich habe leicht übergezogen. Ich habe nicht stark übergezogen. Also, und Ja, rechts es hat ist- so viel Luft gehabt. Es ist halt einfach das Problem, weißt, du hast links über verteidigt, oder? Und dann gehe ich davon aus, dass du einfach links bleibst. Nein, du darfst schon. Wenn du bist rechts gewesen und Ja, aber ich in bin- der rechten Formel 1, die sind auch nachher immer noch rechts leicht über. Ja, das Sie bremsen schon, einfach in die das Richtung schon, rein. aber du wirst dann nachher auch sehen, das Problem ist, ich bin schon hure nahe gewesen und der Fakt, dass du übergezogen hast und direkt bremst hast, ich habe keine Möglichkeit gehabt zum Reagieren. Es ist einfach, ja, es ist unglücklich. Also ich glaube, ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich in meinem echten Leben, ich glaube, es wird eher als Racing-Incident down gehen als etwas anderes. Keine Ahnung. Wir machen Ride of Review. Wir machen ja, unsere Kommentare sind unsere Rider-Review. Die sollen uns sagen, wer schuld ist. sagen. Aber jetzt habe ich mal einmal, bin ich mal am Hebel gewesen und gut. Also, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Ja, mein Gott, wegen dem bisschen. Spielt keine Rolle, ob mit so der russische Grand Prix ist oder nicht. Der findet das Jahr eh nicht statt. Ah, wegen dem. Ja. Alles gut. Jetzt bin ich wieder gut. Jetzt habe ich keinen Rival mehr, okay, darum ist meine Fahreranerkennung so abgefahren. Hoffentlich kriege ich mal bei der Fahreranerkennung einen Mazepin über oder so, dass sie einfach auch mal dominieren, weil irgendwie ist es verdammt frech, dass ich muss schon jetzt als erstes Verstappen über oder Leclerc. Einer von denen, 100 Pro. Hey, nein, das Game. Das nimmt mich wieder so voneinander kommen. Aber ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder in Russland, in Sochi. Und bis dahin wünschen wir euch ein ganz schönes Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Adios! Das hat mich zu Tschüss! Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2021 in der Coop-Season. Wir gehen nach Russland, nach Sochi und ja, mal schauen, was dort abgeht. Wir zwei haben uns beruhigt, beziehungsweise Gabu hat sich beruhigt. Keine roten Bäckchen mehr, alles Ja, also das ist dort mal schnell kurz spitz ein bisschen eskaliert. Ja. Wir diskutieren nicht mehr drüber. Wir gehen einfach ins nächste Rennen rein, besser ist es. Russland, ja, ist, ich weiss nicht, wie findest du? Also du hast gesagt, du findest den Frau noch nice. Ich finde es wirklich geil zum Fahren. Ja. Ich finde sie eigentlich auch easy, aber vorher haben wir schon ein bisschen davon gehabt. Ich finde sie easy, aber irgendwie finde ich sie auch nicht so geil. Keine Ahnung. Darum weiss ich nicht, wie ich da von Performance her abschneiden. Aber ja, hoffen wir mal auf keinen Regen. Weil es ist schon recht lang her, wo wir das letzte Regenrennen hatten. Und ich predikte, es kommt regnen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, wir sehen uns auch wieder im Qualifying. Und dann sehen wir auch dann, was im Rennen kommt. Bis dann. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Das ganze Wochenende bleibt trocken. Ich habe zwar noch prediktet, dass es regnen kommt. Ist aber nicht so. Und ja, das Training ist, sage ich mal, mehr oder weniger. Ja, es war schon ein bisschen enttäuschend. Also, wir haben irgendwie nie etwas Richtiges herbekommen. Also, wir sind zwar nicht gecrashed, also der Gabo ganz am Schluss, aber weil einfach die Zeit ausgelaufen ist. Aber sonst ist eigentlich, ja, wir sind nie irgendwie so richtige Zeiten gelaufen. Wir haben verdammt lange an das Setup so gepasst und einfach auch nie so ja, richtig zufrieden gewesen. Also es war echt belastend gewesen. Und ja, mal schauen, was jetzt so möglich ist im Qualifying. Ich weiss auch jetzt immer noch nicht, ob ich soll ja, nein, ich muss hinten einfach mit Flügel haben vom Heckflügel, weil sonst bin ich nicht mehr wieder. Weil sonst drehe ich mich wieder im Omega rein. Und ich gönne mir noch weniger. Ich bin jetzt auf 4 am Überlegen, runterzugehen. Tracktime, also Track Limit meinst du? Was haben wir? Tracktime gesehen? Was? Ja. Oh nein, Tracktime. Es ist Zeit zum Gehen, schade. Ja, Track Limits. Nein! Oh mein Gott, das zählt. Aber nur P7.
Oh mein Gott, Alter, kannst... Alter, die Lab hat sich so gut angefühlt, Mann. Bis auf den letzten Sektor habe ich einfach verkackt, Mann. Nein, es lange nachher fast nicht mehr zeitlich. P9. Ha. Also ich gehe nochmal mit einem neuen Satz raus jetzt. Ja, same. Ja, P4. Nice. Ist okay. Schnellste letzte Sektor geholt. Lando zuschauen. Ah, fuck, verschenkt. Nein. Oh ja, komplett. ja, ich bin eine halbe Sekunde schneller gewesen. Und jetzt habe ich alles verschenkt. Halbe Sekunde, Mann. Ah, fuck, ja. Damit. Oh nein, jetzt steht ich noch mit den schlechten Reifen. Ah, Ah, geil, ich habe, stimmt, guter Punkt. Ich habe ah die fresheste. Mann. Aber bin ich out of the Dings, dann gehe ich auf Mediums und Du bist, starte ich mit denen. glaube, du bist genau auf 10. P10. Nein, ich muss jetzt soft starten. Das Game fickt dich. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Shepard, Lando Norris, and Perez. Hamilton, Gasly, Bottas, and the captain. Ocon, Stroll, Antonio Giovinazzi, and Vettel. Russell, Tsunoda, Kimi Raikkonen and Nicholas Latifi, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Ja, Ja, hat sich leider nicht geändert, so wie es aussieht. He? schade, schade. Na gut, wenn du jetzt... Na gut, nein, du kannst ihn nicht runterfallen. Nein. Egal. Ich weiß nicht, Also ich das muss ist in Runde nicht. 5 muss ich schon in die Pits gehen. Alter. Ah nein, na gut, meine Strategie ist auch Runde 5. Was? Okay. Und bei mir ist nachher Predicted Tire Wear auf 30 genommen. Da mache ich fix noch ein bisschen länger mit der Soft. Dann mache ich... Ah ja, Runde 6 sollte sogar schneller sein. Ja, machen wir Runde 6. Ah, schade, bin ich auf P11 gelandet. Das Mal wäre jetzt gerne weiter hinten gestartet. Hätte ich können auf Mediums losfahren, das wäre einfacher gewesen. Ja, für das Rennen fix. So, viel Glück, ha? Ja, gleichfalls. Kommen wir nicht in die Quere. Sag jetzt nicht. Oh, viel Wheelspin gehabt, alter Stroll mit einem Bombenstart. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, oh mein Gott, was ist da los? Ach du heilige Scheiße, Mann. Hast du Damage? Ja, leicht zum Glück nur. Alter, dass man da den Reifen nicht Oh, ich bin abgezogen gedreht. Ich schon quer. Ich bin gedreht worden, Alter. Wow, nein, ich habe... Wow, also ich spüre den Frontwind extrem. Hast du Frontwing Check Damage, your oder? MFD Ja. for a new strategy option. Das war richtig heftig. Ich wollte rechts überholen und der Leclerc ist immer näher an die Mauer und immer näher an die Mauer und irgendwann ist... Ich musste davon ausweichen, weil er so einen Chink gemacht hat und dann bin ich ja... Ich bin Turn 1 reingestochen und dann nachher ja, keinen Platz mehr gehabt. Dann habe ich mich verkeilt wieder mal einmal mehr mit einem anderen Auto und jetzt mit gespinnt. Ja, ist gäbig. Das ist das, was ich so liebe in diesem Game, wenn das passiert. Aber ich mache jetzt mal die Strategie normal. Weil der Wing ist schon schlimm, aber ich... Ach Gott. Gas ist mir gerade in die Arsch gefahren, weil ich zu früh bremst habe. Ja, jetzt weißt du, wie das sich anfühlt, ha? Du Hund. Oh, da fährt es verdammt langsam! Oh mein Gott! Shut up. Oh, Yellow. Gelb? Oh, Giovinazzi hat sich gespinnt. Warte aber noch. Ah, schade. Leider nicht gesehen, wie er sich gedreht hat. On the mediums. Ja, trotzdem gut für dich. Ah, ist nicht... Ah, nein, gar nicht mit Pits können. Schon nach dem Pit schon passiert, glaubst du? Ja, aber ja, ich nehme unsere Pits. Nein, der Giovinazzi meine ich. Ja, er will kein Damage haben.
Ja, Jetzt kommen wir so gedreht. Er ist wahrscheinlich auf dem Curb, hat er sich gedreht. Also ich bin mittlerweile wieder P14. Ah, ist der Norris so weit hinten? Ah ja, was macht er dort? Ich habe die ganze Zeit gemeint, du bist dort hinten. Nein. What the fuck? Der hat es ja noch viel mehr gefickt. Ah, der hätte hinter dir müssen warten vielleicht, während dem Pitten. Ich bin nicht in der Pits gewesen. Ah stimmt, du hast dich nur mal weggedreht. Ja, sag ich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was du... Ja, ich weiß auch nicht, dass ich studiert habe. Ja, jetzt für Tracklimit bekommen, gerade Ich Strafe. habe halt einfach gesehen, dass das jemand in Pits ist. Da bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du es gewesen bist, weil du gesehen hast, dass ich bin. Alter, was? Da fährt auch ein Mercedes so langsam. Der hat fix Damage bekommen, weil die sind mega am Battlen da hinten. Und ich halte hier wirklich, also Gasly und Stroll halte ich komplett auf da. So wie Monza, legst du ein paar Runden. Aber ist mir egal, ich hänge an dem P4. Meine Reifen sind durch. Jetzt habe ich gesagt, P6 hätte rein wollen, gell? P6. Vorzugsweise wollte ich rein, wenn ein Safety Car kommt. Ja, ich hätte auch gerne, aber das wird noch nicht so der Fall sein. Aber der Mercedes ist nicht in Pits. Hä? Ja, oder was läuft da? Irgendwie ein mechanisches Problem oder so. Ja, aber der würde ja Funk machen, dass der einen Fehler hat oder so. Ja, eigentlich schon, ja. So nicht, die hure KI ist mega schüch mit den Überholmanöver. Hier, lustigerweise. Normalerweise sind sie ja aggressiv wie Sau. Aber ich halte hier wirklich alle auf, Mann. Wieder geil. Zu dir hindern. Wieder geil. Oh, Motorschaden, Hamilton! Yes. Oh mein Gott, ich habe gerade alle auf einmal können überholen. Geil. P8 jetzt. Geil. Und ich halte es immer noch auf hier für dich. Nein, nicht Hamilton, Perez war es. Ah, krass. Ja, dann ist das doch das gewesen, ja? Wahrscheinlich, ja. Aber dass es nicht gekommen ist, an Funk oder so, das ist gut. Der steht dort aber auch wieder so völlig... Ja, da könnte es Zertifikat geben vielleicht. Ja, aber es geht wieder hure lang. Ich habe schon wieder keine Hoffnung. Oh mein Gott, ich habe mich jetzt so fest verbremst. Ich habe eigentlich rechtzeitig gebremst. Nein, Stroll. Vergiss es, du kommst nicht vorbei. Vergiss es. Drück dich weg. Mir egal. Du kannst alle überholen wegen mir, Mann. Das Vierergrüppli da vorne, Mann. Und schau jetzt, wenn ich vorbei bin. Wow, wie du dort am Reinstechen bist. Ja, logisch. Ah, das ist so geil. Das muss ich Pits nachher. Boah, ich werde so weit Stroll und Gasly. Mann. Ich werde hinter alle zurückgehen. Ich glaube, ich bleibe bis Runde 7 oder so da. Oh. Wow, das bist du gewesen, hallo? Ja, aber keine Track Limits. Ja. Also mit mir musst du auch nicht versuchen zu fighten. Ich versuche dir den Platz zu geben, zum Überholen. Oh, ja, meine Reifen sind eben anders tot gerade. Ja, dann gib dir auf den nächsten Dings gerade dann. Weil du siehst, wie langsam ich um die Kurve komme. Da noch nach dieser Kurve lade ich vorbei. Thank you. Bitteschön. Ja, wir sind eng gegeneinander, aber das macht keinen Sinn. Und da aufhalten. Ja, kann ich. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Schau, wie du davon ziehst. Also das wäre, da hätte ich nur aufgeregt, wenn ich gebettelt hätte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lol, ich bin geflogen, Mann. Hast du das gesehen? Ja, ich habe es gemerkt, besser gesagt. Ich bin in dich reingeflogen. Literally. Ja, aber ist jetzt du wegen Frontwing nicht können so bremsen, oder was? Ich weiss aber auch nicht. Vielleicht kann ich irgendwie... Ja, ganz normal bremst, wie immer dort. Ich habe auch. Ich bin nämlich schön in die Dings gekommen, in Apex rein. Ich hätte aber auch nicht können nach links ausweichen irgendwie. Das ist völlig... Das ist gewesen für mich. We've been awarded a time penalty. Und ich kann noch... Finishing time at the Weißt end of the race. für das bekommst du einen Penalty wegen Track Limits. Was hat das mir einen Vorteil gebracht? Oh nein, Speeding in der Pitlane. Oh wow, okay, die sollen nicht tot haben. Wieso kommt kein Safety Car? Und dann Norris hat uns überholt. What the fuck? Meine Pit-Crew ist schnell irgendwie so in 0,1 Sekunden rausgelaufen. Wie in einem Charlie Chaplin-Film.
Wow, der fette Slipstream und DRS von Mazepin. Aber er verteidigt natürlich wieder, oder? Ja, logisch. Wie hat mir jetzt das keine Penalty gegeben, Mann? Ich checke nicht, Mann. Du musst gar nicht sagen, du hast mir recht groß zum Bottas, also vielleicht lande immer noch in den Punkten. Ja, und du hast nichts zu melden. Du hast mir letzte Saison hier den Win geklaut. Das vergesse ich dir nicht. Du hast mir in Spa gute Punkte rauslassen, ja. Ich retire mal. Ja. Du wärst gleich nicht in die Punkte gekommen. Was ich will. Nein. Kein Witz. Wie er sich einfach im Omega kann ansaugen. Oh, jetzt versucht er es. Ja, wirklich taktisch überlegt. Oh, er hat mich gedreht. Er hat mich fast gedreht. Alter, er hat sich einfach in der Bremse oder auf mein Hinterrad gedrückt. Ja, wird er nervös. Hat sie noch 3 für Good Measure. Safety Car. Safety Car? Ja, richtig assi. Pushen an die Wand. Ich pushen an die Wand! Oh shit! Oh shit! Oh, we're late on the brakes! Jetzt dreht er mich noch! Er hat mich gedreht. Nein, jetzt bin ich out of points. Er hat mich gedreht. Out of points. Er ist so ein Pfeff. Alter, was für ein Bastard, Mann. Er hat mich gedreht. Alter, ja, jetzt sind meine Reifen natürlich voll überhitzen. Bist du komplett out of points? Ja, ich bin da, beim Bottas gerade. Ich sehe dich jetzt gerade. Oh, Hey, Mann, so ein Bastard, Mann. Oh. Hey, aber die Gruppe, die da hinten war, Mann, das ist ja nicht normal. So ein Bastard. Ich bin bei dieser Dings, sagen wir es schnell, bei dieser Kurve dort, wo ja, genau. Ich bin drüber ausgeschossen, weil ich bin zu schnell war, die Sportbremse. Dann bin ich wieder reingekommen, er war aber rechts gewesen. Und bei der nächsten Kurve bin ich Wheel to Wheel mit ihm. Er zieht einfach rechts rein. Von rechts rein. Und dreht mich weg. Also so der von der Schnauze durch, oder? Ja. Ja gut, dann würden wir mal sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season wieder mal. Ja, eigentlich mehr ein enttäuschendes Rennen auf beiden Seiten. Irgendwie sage ich immer das Gleiche am Schluss. Genau, irgendwie die letzten 4. Und ist mir noch aufgefallen, schon wieder Front Row Leclerc Verstappen. Noch noch kurz anmerken. Ja gut, interessiert ja niemand. Ja. Ja, dann würden wir mal sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen. Ich habe mir fast versprochen, ich weiss. Und wenn ihr das Video bewerten und dann habe ich schon gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren. Und wenn ihr würdet, dann noch ein Abo da lassen, das würde uns auch freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Japan und mal schauen, wie es dort wird. Wahrscheinlich mehr in Pain als in Japan. Ja, mal schauen. Ist eigentlich gar nicht so meine Strecke und ich weiss, KI ist hure OP auf dieser Strecke. Das weiss ich. Du musst schauen, es kommt sicher noch regnen. Aber hast du jetzt so müssen sagen, weil, oh es kommt Mann. gerade eiskalte Rücken dran. Ja, wirklich, das hat mich gerade geschudert. Das hat mich gerade geschudert, ey. Wirklich. Gut, also, wir sehen uns wieder in Japan. Macht es gut, schönes Tagli und ciao! Arigato gozaimashita! Nihon Grand Prix Yokoso Suzuka! Und somit hallo und herzlich willkommen zurück in Japan. Runde Nummer 13 von 16 in unserer zweiten Coop-Saison. Das letzte Rennen hat nicht ganz so nach unseren Vorstellungen funktioniert, so wie es generell die letzten 5 Rennen schon war, gefühlt. Ja. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Der Kasel hat mal geschaut wegen der Strecken, Strafen, Begrenzungen. Track Limits, ja. Track Limits, genau. Track Limits, hast du dich abschrauben? Genau, also das Ding ist eigentlich das, wir haben ja ursprünglich, wo wir das Coop-Projekt, sag ich jetzt mal, gestartet haben, haben wir gesagt, kann man auf Standard stellen, weil eben auf Strict ist es halt einfach echt bitchig. Und ich habe es jetzt mal schnell rein da. Wir sind zwar nicht aus dem Game rausgegangen,
Es ist jetzt mal noch auf Regular. Regular. Und jetzt hoffen wir eben auch, dass der Regular mit uns bleibt, so damit wir nicht wieder dank irgendwelchen blöden Fights Penalties bekommen und dann wieder aus den Punkten rausgespielt werden. Es ist wirklich jetzt eklig geworden. Wir haben viele Punkte verloren. Ja. Ja, vor allem ich, ja. Wie oft das aus den Points drop bin. Ja, es ist krank. Es ist krank. Anyway, ich denke, Japan wird schwierig. Ja, also Japan ist eben, das Ding ist eben, KI ist da wirklich sehr stark und ich glaube, wir werden nicht so stark sein oder wir werden die Performance einfach nicht haben. Aber wir machen auf jeden Fall das Beste daraus. Und ich würde sagen, wir ja, das weiss ich nicht. Wer gesagt, dass du Qualified? Du bist nur optimistisch, Mann. Let's go! So, also wir sind jetzt hier im Qualifying angelangt, nach einem absolut wirklich grämen Interview vom Castle. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, Qualifying, Testing, wieder gleich wie in Russland gewesen. Einfach so ein bisschen so lala, die haben so, also ich vor allem gegen Ende Setup nicht so viel gesehen, am Anfang schon, aber irgendwie hat es mir doch nicht ganz so gepasst, vom Speed her auch, und der hat von vorweg nicht gepasst. Das hat dann auch eruiert in einem wunderschönen Abflug, wo innerhalb Millisekunden du gesagt hast, oh, ich bin tot, und dann ist schon direkt gestanden, Castle retired. Also aber ich habe 8 Zettel im 3. Sektor auf einmal aufgeholt. Also ich bin dort hure schnell unterwegs gewesen. Also Hoffnung ist da. Hoffnung ist da. 1,38. Wie kann der Mazepin noch so scheiße sein? Oh mein Gott, Alter, was fahrst du mich rein? Ja, die nicht gesehen. Ich habe gerade auf die Zeitentabelle geschaut. Alter, ich bin mich gerade am Kratzen gewesen. Ich so, ja, der bremst schon ab. Nein, ich habe gerade auf die Zeitentabelle geschaut. Nein, willst du neu starten? Oh, nein, ist schon gut. Scheiße drauf. Das wäre einfach Korks gewesen. Aber da kann ich noch mal viel Zeit holen. Die alte Pylone. Da, 1,4. P9. Mein Gott, Alter. Und das mit dem schnellsten Sektor. Und jetzt kommt KI noch. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Norris, Lewis Hamilton, and Gasly, Bottas, Giovinazzi, Ocon, and Yuki Tsunoda. Raikkonen, Leclerc, Sebastian Vettel and Stroll, Latifi, Russell, Mick Schumacher and Nikita Mazepin, the captain and Shepard. And now it's time to head down to the track. Ja gut, Leclerc hat aber auch Strafe bekommen. Ja, voll. Ich starte, glaube ich, mit Softs. Das spielt gar keine Rolle, es gibt einen Massencrash am Anfang. Eben ja, darum, wenn ich auf Softs gehe, dann kann ich mit Mediums fertig fahren. Ah Mann, ey. Ja, mal schauen, wie das Rennen wird. Ob es eine kurze Folge gibt oder eine lange Folge. Ich glaube, eine kurze Folge. Wobei sich trauen kann, gar nicht etwas zu machen. Ein guter Start. Ich auch, und das bin ich wieder an die Wand so gedrückt worden, wie in Russland. Mein Gott, ehrlich, das Game manchmal. Oh, und ich habe Frontflügel weg. Ganz weg? Ja, einfach nur geil auf einer Seite. Ja, wow. Das ist fast der Schuhmacher. Merci. Ah Mann, du hast ja gesagt, es ist gut, dass ich kann ja auch Mediums fertig fahren. Ja. Aber er kommt nicht mit Check UMFD. Ja, bei dieser Strecke ist ja Frontwing nicht so wichtig, oder? Nein, gar nicht. Ah, wir glauben, dass wir eine alternative Strategie haben, ja. Ja, ist eigentlich noch easy. Da kann ich in Mediums gehen, wenn in Safety Car Phase nach könnte ich auch wieder zurück auf Softs. Die hat mir jetzt fast den Frontflügel abgefahren. Nice. Ja, aber dem habe ich mir den Frontflügel abgefahren. Da nehme ich genug Abstand von in dem Fall. Oh mein
Gott, Aber es ist Alter. wieder genauso gewesen wie in Spielberg. Das Auto vor mir war, fährt in die Kurve rein und bremst nochmal einen ab und ich bin so dicht hinter ihm, keine Chance gehabt zum Bremsen und kann killen. Ich habe jetzt gerade wieder Flashbacks zu Belgien, wo ich da bei 130R muss ab dem Gastrap gehen. Ich diesen Vollidioten nicht, dass sie nicht der Kurve durchstoßen. Fahr ab, Latifi, Mann. Du fährst mit einem fucking Williams. Was hast du das Gefühl? Wow. Jetzt habe ich fast eine Sekunde noch für Russell, Mann, wegen dir. Okay, dann haben wir mal Speeding in der Pitlane. Nein. Ja, das ist vorbei. Das ist immer das Schlimmste, wenn du aufholen und dann nachher noch eine Penalty hast, dann weisst du einfach, es ist vorbei. Ja, das Einzige, wenn jetzt eine Safety-Car-Phase kommt, wäre es gut, weil dann könnte ich nämlich das auch in der Safety-Car-Phase wieder absetzen. Wieder absetzen, ja. In 5 Sekunden. Egal. Jetzt gibt es halt einen Overtake im 130R. Hat sogar funktioniert, nicht schlecht. Ohne Crash. Kommt nochmal ein Overtake bei 130R. Ja, aber jetzt habe ich das schon, das ist gut. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ich habe nicht gemeint, das ist der Dings. DRS in dem Sinn. Oh mein Gott, Alter. DRS, what the fuck? Der, Was hat jetzt der IRS, mein Gott, hallo. Okay, dann ist noch am Absparken da vor mir. Jetzt haben wir noch fast den Frontflügel in den Arsch gemacht, danke. Teammate in den Pits. Nein, Come on, oh Halleluja. Safety Car. Ich hoffe, die tun mir nicht irgendwie den Wing wechseln jetzt. Weil ich bin noch kurz in Ocon rein. Halleluja. Hure Panik gehabt. Bringet den Safety Car. 3 Sekunden Pitstop. Und sich Zeit gelassen. Die Burst. So, jetzt hoffen wir, dass der Undercut etwas bringt. Strategy complete. See these tires through to the end now. Ich habe jetzt wirklich noch nie einen gescheiten Urteil bekommen. Undercut hat auch nicht gebracht, super. Immer noch P12, verdammt. Mein Gott, Alter. Oh, ist das Hausbrechermanöver gewesen von mir. Scheißegal, ich habe den Platz. Okay, you're in the top Ah, 10. da weißt du was. Ja, ist am gescheitsten. Keine Ahnung. Passiert nichts mehr. Fifth and 14. Fifth and one Sheen. You should have looked like some rock stars. There's 3 laps. No, we of just fuel look like a remaining. bunch of ankles. Ich hätte die Pace hätte ich gute gehabt. Ich wäre so schnell gewesen, aber meine Mediums sind abgegeben. Schau, wie sie verteidigen. Du Hund. Du verdammter Hund, Alter. Ja, es geht um Punkte. Ja, er hat mir gleich den Frontflügel kaputt gemacht, weil er das gleiche gemacht hat wie du. So ein bisschen links, rechts twitchen, Mann. Ich nicht erzählen, Mann. Jetzt hat ihn wirklich Bock gehabt, rauszukesseln. Aber nur grün, oder? Immer noch. Ja, zum Glück. Aber gleich, ich hätte noch einen Bottas holen, weißt Du wirst merken. du? Ja, Rechtskurven. Nein, Linkskurven, nein, alles. Der Giovinazzi verpiss dich, du kannst dich wirklich Ja, jetzt geht ins dritte Knie hinter dir ficken. gerade. Sind gerade hinter dritte hinter dir. Behalte dich gleich hinter mir.
Ja, Das wäre ein P8-Finish gewesen, Mann. Wenn nicht sogar noch mehr. Schau, wie sie dort am Umschnacken sind. Mein Gott, der verdammt nicht ein Vollidiot, Mann. Oh, schiess ihn raus, dort Bottas. Mach das. Nein, ich lasse dich da schön betteln und ziehe dann meinen Profit. Ja, aber Hamilton ist langsam, ne? Ja, extrem. Das ist das Problem. Boah, der SS-Tür ist ganz schlimm, holy fuck. Ja, jetzt ist der Antonio wieder da. Antonio. Jesus ist back. Oh, innen. Hä, wieso hat er jetzt abbremst? Ja. What the Komm, so fuck? abrupt. Ja, so. Ah, nein, doch nicht. Ich könnte ihn zwar überholen, aber... nein. Der Streckenposten der hat gar nicht ausgesehen wie ein Japaner. Das ist das wichtigste Detail. Und das hast du natürlich auch gesehen mit dem Adlerauge. Der ist eher von europäischer Natur. Ja, wirklich. Den habe ich sogar schon mal in Portugal gesehen. Oh mein Gott, Alter. Wäre der Frontflügel nicht kaputt gewesen, hätte ich mich vorher können bis zum Leclerc führen kämpfen können. Die dort so das dritte am Fighten sind. Aber ich kann einfach den da noch machen. Und dann gibt es gleich noch den Hamilton. Ah, schade. 3 Sekunden. Endlich hat er noch fast Hinter dem Video aus Punkt wahrscheinlich. Ja. Ja, bis auf. Ey, nein, geh mal. Weißt du, letzte Runde hat es nur für Warnung gegeben und jetzt? Ja, aber wenn du es zweimal gemacht hast, darum. Ja, trotzdem Driver of the Day. Oh, gute Leistung, Alter. Geiles Game, wirklich. Es macht so Spaß. Ja gut, dann würden wir mal sagen, wäre es gewesen. Wieder mal eine mehr von einem enttäuschenden Rennen in Japan. Das ist wirklich schlimm. Ich sage immer das Gleiche in den letzten 4 oder 5 Episoden. Das ist schon krass, ja. Falls euch aber trotzdem die Folge gefallen hat von F1 2021 Coop Season, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und schon gesehen, wir sind einfach in der nächsten Folge wieder. Dann geht es nach, oder in die USA, nach USA, genau, in die USA. Und ja, mal schauen, was wir dort werden rausholen oder reissen oder wieder fehlen. Mal schauen. Sicher Regenrennen. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Man. Ja, bitte nicht. Vielleicht ist es ein Brasilien-Regenrennen. Dort regnet es so gerne. Aber ich hoffe es jetzt auch nicht. Du musst schauen, wirklich das einzige Rennen, wo man eine anständige Pace kommt, verschiffen. Das wird wirklich so cool. Das ist gut möglich. Das ist wirklich gut möglich. Ja gut, also wie gesagt, wir sehen uns wieder im nächsten Rennen. Und bis dahin, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao! Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2021 in der Coop Season. Und ja, es geht nach Amerika, nach USA und genau, und es hat gerade abgeschnürt zum Glück. Und ja, mal schauen, was dort so wird abgehen, was wird passieren. Ist ja, glaube ich, für uns beide nicht so ein Favorite-Strecke, oder? Du fährst ja nicht so gerne so... Nein, gar nicht. Amerika, hä? Nein, ich glaube auch nicht. Wenn wir Pech haben, kann es sogar regnen, weil ich habe, glaube sogar noch gesagt, beim letzten Dings, wahrscheinlich wird es noch regnen. Aber mal schauen, bitte was nicht. passieren. Bitte nicht. Ja, bitte nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im Qualifying. Bis dann. Let's go. Let's go. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind gar kein Training gefahren, weil der Gabo hat gemeint, er muss aus der Box rausfahren und dann nachher mal direkt in die Wand rein. Und ja, durch das haben wir zuerst die Session beenden, beziehungsweise wollen einfach das Game quitten, dass wir nochmal von vorne anfangen können. Aber irgendwie hat es gerade gespackt und dann hat es einfach das Training komplett übersprungen und jetzt sind wir mit 0 Kilometer eigentlich. Der Gabo hat 2-3 Kilometer, ja, nicht mal 100 Meter. 2 Meter. Ja. 2 Meter oder so. Ist er gefahren. Ja, sind wir jetzt im Qualifying. Kommt sicher gut. 100%. Ja, im Rennen regnet es, darum müssen wir jetzt ein Setup einstellen, das einfach verhebt und ja. Ja, dort ist natürlich auch gäbig, wie immer, haben wir einfach immer nur eine Session, also können wir nie anständig vorher ausprobieren, wie das Regen-Setup im Regen wäre. Es ist ja, einfach... das kommt auch noch dazu. Ja. Das ist also,
B. Last Stand. Oh! Wow, der Bottas! Wow, der Vettel ist ins Einzige gefahren! Hat es wegen denen Geld gegeben? Wieder seine Frontflüge auf der Strecke. Wow, P6 in der Mokon. Uff. Hauptsache Purple im ersten Sektor, aber gleich nur P14 nachher. Ja. Ah, der Verstappen bremst gleich noch! Jetzt längst du mit dir, Alter. Ich schuss jetzt raus. Drück ihn weg, ja. Okay, er schießt mich einfach raus. Alright. Let me know you're alright. Ja, 16 schon mal rausgeholt. Damit zeigt, also weißt du, ich sehe ja deine Telemetrie unten gesehen ja bei mir. Mhm. Das ist bei mir einfach, weil ich immer einen Gangvorschlag habe. Jetzt gerade vorher so, ja, du musst im 5. Gang durchfahren, du bist einfach im 2 durchgefahren. Ja, genau. Oh. Ja, gleich noch 1,5 Cent rausgeholt, das gibt mir P8. Wow. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Carlos Sainz, and Norris, Gasly, Shepard, Russell, and Esteban Ocon, Vettel, Tsunoda, Antonio Giovinazzi, and Stroll, Raikkonen, Latifi, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin, Bottas, and the captain. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. So, also, hat leider keine Strafe gegeben. Hat es mir nicht so gewünscht. Der Bottas hat die Strafe bekommen, aber ja, ist immer noch vor mir. Hure Asi. Ich habe mir gerade überlegt, das ist voll die Verarschung für dich. So, also, ja gut, können wir nicht mehr machen. Regen ist die ganze Session angesagt. Das wird gut, das wird gut und das kommt gut. Ja, definitiv, absolut. Ich sehe meine Frontflüge jetzt schon fliegen. Vor allem, ich starte auf Inside, du glaubst auch, oder? Ja. Oh, aber ich komme zu der Outside raus, sehr schön. Ich kann ja dann nämlich ausweichen und überholen. Wie nächstes Jahr schon. Ich drücke mich mal da ein bisschen zwischendurch. Ich bin gerade im Sandwich zwischen einem Alfa Romeo und einem Uralkali. Ich habe noch den Frontflügel gesehen. Mein Teammate hat mich schier abgedreht. Wow, wie die wieder da am Durchrasen sind durch die Esses. Da siehst du einfach wieder, wie OP das die im Regen sind. Das müssen wir schon mal anpassen für nächstes Jahr dann. Oder für das jährige Game. Kommt auch darauf an, was sie für ein Budget bekommen von EA, gell? $10. $10, ja. Sonst müssen sie mal ein paar Leute irgendwie von R-Factor und von Assetto Corsa installieren. Die wird es wahrscheinlich gerade straussen, wenn sie das sehen. Ja, die denken, oh mein Gott, wie haben die ihre Fahrphysik aufgebaut? Was soll das? Und das haben wir so veröffentlicht. Ja, genau. So den, also ich komme ja von einem Indie-Racing-Game-Hersteller und nicht mal dort machen wir das noch so. Das ist altmodisch. Oh, light on the brakes! Ich habe da gerade schön Side-by-Side mit dem Jewish Hamilton. Ich habe da ein bisschen Wheelbanging mit dem Stroll. Dem Lance. Lancelot. Ja, guter Start, 3 Positionen in der ersten Runde geholt, bis auf P5. Ich bin jetzt P14. Sehr schön. Holen wir mal den Giovinazzi auf da und gehen da mal aussen vielleicht vorbei. Antonio! Ich muss aufpassen mit dieser Kurve, dann ist die 2 Verwarnung jetzt hoch durch Track Limit. Verwarnung? Wow! Lebst du noch? Aha, gut. Ich habe mich nur gespinnt. Aus der Kurve. Oh mein Gott! Alter! Vorsicht ist geboten. Ich bin aus der Kurve rausgeslidet und bin wieder auf den Track reingekommen. Der Mick fährt mit durch und ich habe aus Reflex habe ich rausgezogen. Oh, Ja, Alter, ja. ja, Alonso! Geh nicht auf die Seite! Ja, das ist Bottas. Bottas, geh nicht auf die Seite! Du, aber Dings, IRS kannst du brauchen, mit Watcha.
Aber ich habe das Gefühl, sie haben Curbs ein bisschen entschärft bei diesen SS. Das sind wir im letzten Jahr Oh, Alter, jetzt bin ich weg. Ja, Berührung kann... Ja, Frontflügel. Und genau wieder nach Turn 1. Ja, Berührung kann... Okay. Das gibt's heftig. Und für das! Ja, Berührung kann mit Bottas und dann kann ich Spin kann. Ja, wenn ihr mal fahren da vorne. Das ist wirklich, der hat gewartet bis zu der Startziel. Das hat mich jetzt komplett gebürstet. Den haben wir nicht holen. Wow. Ja, ein schlechter Restart. Ich habe natürlich gerade wieder müssen den Kurven so beschleunigen. Okay, danke, Jeff. Ich weiss, dass wir keinen Pitstop mehr machen wollen. Wieso hat er das Gefühl, dass das eine wichtige Information ist für dich? Wow, komm ich da nicht mit der Kurve durch. Fuck, genau. Okay, also durch das komme ich gerade momentan gleich schnell durch wie ein Mazepin. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, Hamilton ist weg, Alter. Ich kann den nicht mehr holen. Oh, Alter! Ey, KI, Mann, was fahrt die so aggressiv? Aber auf der Geraden sind sie mir einfach davon. Keine Ahnung, wie sie das wieder machen. Ich weiß auch nicht, ich bin ja so konstant auf der gleichen Pace. Hole oben auf gegen Ende Runde. Und dann kommen die SS und dann verliere ich wieder eine Sekunde. Aber ich komme an diesen Sicher nicht vorbei, jetzt gehe ich mit der Brechstange mal rein. Ja, du wärst halt von der Pace her bei dieser Gruppe, wo ich da vorne gerade bin. Das ist halt ein sad thing, oder? Great Manöver! Danke, Chef, danke. Die Omega-Kurve ist so sketchy im Regen. Ja gut, nein, Dings Texas war schon 2013 oder so. Ah, 13 schon? Ah, ich meinte, dass sie gestern bei 15 reinkommen oder so. Nein, sie sind schon mit der V8 drauf. Ah, geil. Hä, what the fuck? Wieso habe ich von dem noch nie irgendwie ein Video oder etwas gesehen? Sind auch die Rennen so langweilig gewesen, oder? Ja, die Rennen sind damals nicht so spannend. Hat er ja noch den A1 Schon. Nachher ist er Ja. gekauft worden, stillgestanden und der Red Bull hat... Also nein, ist Konkurs gegangen. Wäre es schön, wenn da noch als DNF reinkommt. Das DNF da vorne und ich wäre der Fünfte. Ja, ja. Ja, von einem Punkt, Ja gut, Kollege. das ist das Doppelte, was du bis jetzt gemacht hast, ja. Jetzt habe ich fast abgetreten, weil ich ein Anschlag war. Oh, was das für ein Überholmanöver war, ist jetzt am... Nein, also ich bin seit etwa 3 Runden immer 18 hinter dem Hamilton auf der Backstraight. Die da wieder davon gefahren sind seit dem Ja, im Safety Car. Regen macht halt Arrow, eine gute Arrow, hure viel aus. Ja, ja. Das Wasser besser kann abfließen, oder? Genau. Regenrillen dran. Wir überlegen auch so einen richtig fetten Corner-Cut zu machen, damit ich noch in Time kann gehen. Also ich habe 3 Zehntel auf per Lap. Ups, jetzt habe ich 2 Track-Limits nacheinander bekommen. Übertreib's nicht. Ja. Nein, es gibt keinen Punkt, ausser da vorne crasht es noch einmal. Ja, ich glaube es weniger. Ah, gäbig. Dann haben wir einen kleinen Stupser gegeben jetzt. Soll ich da noch schon versuchen? Schatt, oder was? Ja, ja. Ah, gäbig, hey. Und wenn Schuhe viel mehr Speed, überholen wir nicht. Zegedi. Und überholt. Nice. Das nächste Sektor noch. Gebe ich aber die Gebung. Ja, schon, ja. Hätte ich den Spin nicht gehabt und KI wäre wirklich dieser Performance gefahren, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen weiter vorgekommen, glaube ich. Wobei, das Safety Car hat mich natürlich auch schlussendlich wieder vorgespielt, muss ich sagen. Also nicht das, Dort habe ich ja natürlich schon noch recht einen Gap gehabt dort. Also, ja, ich weiss nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn ich jetzt nicht gedreht hätte. Vielleicht ist sogar, habe ich jetzt die bessere Position können rausholen, weil ich mich gedreht habe. Ja. Lustigerweise. Ja, du, also für mich ein solides Resultat. Aber, also bis auf die ersten paar Runden wirklich sau langweilig gewesen. Nicht, wirklich gar keine Action gehabt. Ja, bei mir ist es Battle eigentlich mit auch dem recht fad. Ja. Battle mit dem Hamilton ist halt so ein typisches vor 2022 Battle gewesen. So ein bisschen hintereinander nachfahren und die Gap ist mal grösser machen. Ja, hast du gesehen, wer Driver of the Day ist? Kassel? Hä? Was ab, ein Weltmeister? What? Jetzt schon? Das haben wir gar nicht mitbekommen. Ich finde es egal, bei mir, die Kamera funktioniert nie recht. Sie fahren immer so
etwa 2003 gebe ich mir so... Ja gut, also dann das nächste Rennen ist in Brasilien und das ist schon wieder mal eine Strecke mehr, wo uns liegt, sage ich jetzt mal. Brasileira. Also könnte es wirklich mal endlich wieder ein gutes Resultat geben, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt und dann ist irgendein Scheiß wieder passiert. Ja, Reissschnorren nicht Also von dem gross. her, wir lassen es einfach auf uns zukommen, Ganz so genau. schauen wir es jetzt an. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat von F1 2021 in der Coop-Season, würde es uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Part wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Olá, bem-vindo ao Grand Prix de Brasil, Autodromo José Carlos Pace. Wir sind Also es ist Pace. Pace. Die Autodromo José Carlos Pace. So, nach einem für mich erfolgreichen Austin, Texas Grand Prix und einem, ja, es ist halt einfach Qualifying, wo die dort Hops genommen hat, gell, wieder. Oh, weil ich habe keine Trainingseinheit fahren können, weil Ja, ja. irgendjemand wieder dumm gefahren ist, ja. Aber man muss sagen, wirklich absolut verdienter Driver of the Day gewesen. Wenn wir mit einem Spin und dann nachher nochmal vorgefahren ist schon nice, Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal Kuss. Geile Strecke. Ich habe alle meine Motorenteile gewechselt, also werde ich sicher gut Pace haben. Falls ihr es nicht mitbekommt in der letzten Folge, Ferrari ist jetzt anscheinend das schnellste Auto. Aber trotz allem hoffe ich, dass der Kasen und ich da unser Gas Battle vielleicht leisten wieder mal für eine Strecke, die uns beiden gefällt. Da haben wir schon ein paar gute Rennen drauf gehabt und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Coffee Line, oder? Genau, let's go! Bienvenido a la qualifying de Gran Premio Brasil. Volume Autodromo 2. José Carlos Pace, sí, la versión dues. Yo de puta cabrón mal parido, kannst alles zensieren, Mann. Codemaster hat keine Lust mit uns zusammen zu arbeiten. Wir haben wirklich eine ganze Qualifying-Session durchgehabt mit Ereignis links und rechts. Ich habe selten so ein stabiles Qualifying gemacht und ich lüge euch nicht an, Jungs und Modis, wenn ich euch sage, ich habe die beste Lap, die ich jemals auf fucking Autodromo des José Carlos Pace, was auch immer, gefahren. Und es sollte einfach nicht. Das wären 1.15.3 gewesen. Ich war auf Pole Position gewesen. Und jetzt dürfen wir den ganzen Zirkus noch einmal machen. Codemasters, fix your game. Dann machen sie nichts mehr jetzt dran. Ja. Und ich habe jetzt auch gerade keine Lust, noch mal ein Update zu geben über wieso unser Training war. Echt keine Lust. Nein, das Training war gut gewesen. Das Training ist wirklich das beste Training, das wir eigentlich hatten diese Saison. Und ja, nachher hat eben der ganze Spuk angefangen hier. Gabu hat eben gerade dann seine Fastest Lap gemacht. Kollege. There's only one lap of fuel remaining. Jungs, fahrt einfach. Es gibt noch einen fucking Crash auf euch. 1.06 auf den Punkt, genau. Nachher habe ich noch Stress, um noch einige zu machen. Scheiße. Fantastic. Eben. Wie kann Bottas vor mir sein im scheiß Alpine, Alter? Die ziehen schon einfach irgendwie mit dir mit. Egal wo du bist. You're down to P9. Are you okay? That was a nasty hit. Da habe ich zu viel Welle und bin auf dem Curb ausgerutscht. Oh man. Ja, fast gar nicht kann ich es verbessern. Aber es hat gelangt für Paul. Halleluja. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Shepherd lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Lando Norris and Leclerc, Perez, Bottas, Gasly and the captain, Ocon, Vettel, George Russell and Giovinazzi, Raikkonen, Stroll, Nicholas Latifi and Yuki Tsunoda.
Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, krass, beim Tsunoda haben sie mehr Sachen gewechselt. Der ist jetzt einfach noch weiter hinter gedroppt. Curious. So. Also. Sie wird aber die Softs. Würde ich auch sagen. Let's go. Let's go, Rennstart. Let's go, zweitletzter Rennstart. Ja, dann kommt noch Abu Dhabi. Abu Dhabi, Marhaban bitte. Oh mein Gott, das ist schnell weg. Oh, schlechter Start gehabt. Ja, ich bin da schon seit. Oh, mein Gott, die sind da. Die haben sich da das dritte reingedrückt bei mir irgendwie. Irgendein Red Bull. Dive-Bomb bei mir. Irgendein Red Bull hat einen halbpatzigen Overtake gemacht und dann gleich auf abbremsen. Sehr schön. Ich glaube, irgendeiner hat Damage. Alter, das Feld ist schon echt nicht beieinander. Wow, der Ocon hat mich rausgeschossen. Ich will das ganze Rennen den Verstappen am Arsch, da habe ich gar keinen Bock. Muss ich verteidigen, wieso? Ich will wieder Pizza. Oh wow. Ich bin viel schneller aus der Kurve, ey. Ich auch. Schau mal die Distanz, die ich habe mit dem Dings. Ah, der Sainz hat Frankfurt wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt Pizza. Also es verwundert mich nicht, die sind jetzt Dritte in meinem Inside gewesen. Weil der Vettel einfach off-track überholt hat. Dass der Bottas, das Alpine so stark ist, die noch fette Updates rausgehauen. Wahrscheinlich schon. Ich tue wieder lieber Eigeln mit dem französischen Rennstall da. Ja, wenn es besser als McLaren sind nächste Saison. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, falls du ihn wegbekommst oder beziehungsweise sobald du ihn wegbekommst, kannst du dann einfach schön strategisch denken. Aber bei mir wird er sogar nicht. Wow, er hat mich gerutscht. Oh mein Gott, er hat mich weggeschossen, Alter. Check your MFD for a new strategy. Alter, was ich verarschen? Was habe ich für einen Damage gehabt? Gar keinen, der wollte einfach später pillen. Halleluja. Bei mir hat er auch später pillen. Aber ich gehe immer noch Runde 9. Ah, ich mach glaube schon 10. Ja, der Bottas hat einfach innen bei mir mich gerammt und ich bin geslidet. Also wenn der keine Strafe bekommen hat für das. Ja, sicher Er nicht. hat mich wirklich rausgeschossen im Fall jetzt. KI ist befreit von Strafen. Oh, fast. Ja, bei dem fast Track übrigens macht es noch. halt Sinn. Fast noch einen Penalty bekommen, nur fast. Nein, ist kein Frontwing Damage. Exit now. Suspekt. Ja, es ist wieder so speziell, dass der Karren der unterstützt man einfach so stark immer. Mit dem einfach nicht klar. Da ist der Haas sogar noch besser gewesen, sage ich so wie es ist. Ja, Aber dort habe ich auch Aero Updates die ganze Zeit gemacht. Die Runde ist fast fertig und dann kann man sagen, ja, jetzt spielst du langsam den Tire Grip gespürt, dass er weggeht. Norris und Perez. Dienst. Reifenflüsterer. Ja, aber die hinter uns da auch. Schau mal das an. Fuck. Oder haben die andere Strategie gehabt? Look after Nein, die these sind alle tyres now. Softs. We want to finish the race on this compound. Sind alle bis Runde 11 draussen geblieben? Was ist mit denen falsch? Haben die kein VSC oder so gehabt? Scheiße, jetzt bin ich voll im Kuchen. Oh mein Gott, das Troll, Alter. Hätte die jetzt nicht ein bisschen mehr geachtet, hätte die Frontflügel weg. Ah, ich komme wieder vor dem Gas raus, das ist sehr gut. Oh, das ist gerade neben mir. Oh mein Gott. Schau, es bremst da rein. Oh mein Gott. Was sind die langsam? Holy shit, die bremsen ja richtig aus. Oh, jetzt hätten wir einen gegeben. Ich bin weg. Nein. Ja, so nennt man das Game. Ja, weißt du, er ist links von mir.
ich habe reingebremst bei ihm, er hat rausgezogen und dann zieht er einfach in mich rein und gibt mir mit seinem Vorderrad, mit seinem Hinterrad gibt er mir eins aufs Vorderrad und ich drehe mich natürlich wieder weg. War die gleiche Situation mit dem Mokko und ich habe mich raustatschen lassen von ihm. Ach komm, das Game, Alter. Ich habe gar keinen Bock. Kranzig, ja. So wie es ist. Giovinazzi ist einfach immer noch das. Es ist so mühsam, weißt du, und der Russell ist genau P11, oder? Und der nächste ist der Gasly, der wieder einfach weit weg ist. Also genau wieder out of points, oder? Es ist immer das Gleiche. Ja, als ob ich etwas könnte dafür, Ja, weißt du? ja, Vor allem. genau. Oh, da ist einer! Oh, da sitzt in der Box drin! Woo! Ich sehe Punkte. Ja, der Giovinazzi eben. Oh, alter Purple, im ersten Sektor. Ja, habe ich aber auch schon. Purple. Das ist mir noch nicht weggenommen worden. Jetzt haben wir es von der Plätze gehen. Der Russell da vorne fährt echt langsam. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to Ach, ich get liebe to die the end of the Strecke. race Es ist on einfach these so angenehm tyres. zum Fahren. Das Force Feedback fühlt sich komisch an. Schon? Mhm. Ja, wie kein, also ja, wie kein Force Feedback mehr. Wow, das ist gar nicht gut. Das ist jetzt aber gar nicht zuverlässig. Nur lustig für das, dass es eigentlich der führende Simracing-Materialhersteller ist. Und für die geilen Projekte, die sie immer wieder haben. Durch Pikes Peak, BMW, Lenkräder und so Zeugs. Nice work, that brings you up to place. Schade! Habe ich jetzt so noch nie gehört. Ich habe jetzt nur noch Gutes gehört über Fanatec. Oh, ich habe das letzte Mal habe ich auf Ricardo habe ich geschaut, was so für das Fanatec gibt, weißt du, Leute, die es verkaufen. Und er hat einen wirklich gerade das fotografiert, wo drauf gestanden ist, ich darf nicht mehr als eine Stunde fahren. Yes, Alter Mann, let's go! Great work all weekend. Thank you guys, thank you so much. Oh, Grand Slam. Grand fucking Slam. Endlich! Endlich wieder ein Win. Ja. Eins hat die schnellste Runde gemacht. Nein, das ist mir noch weggeklaut. Hurenfrech. Ja. Nein, Spaß. Aha, ja, das ist gut. Halleluja. Ja, so gut, weißt du wie, ey. Jeder Punkt ist mir wichtig. Ich hätte gedacht, noch meinen Funkspruch ändern. Ich habe noch relativ viel geil bekommen. Aber es ist so Not, alter Mann. Ja, genau. nicht. Du, immerhin, ich bin dort in die Punkte gekommen, oder dort ins Ziel gekommen, wo ich gestartet bin. Ja, gerne. Das ist auch eine gute Wertung. Ah Mann, ey, so ein Rotz, Mann. Ich wäre so der hure scheiß Gasly, Alter. Mein Gott, hätte mich einfach ausgenockt dort. Ja, ist nasty. Ist wirklich nasty. Anders bitter, Mann. Aber das Untersteuern, ey, das ist so bitter. Ich hoffe einfach wirklich, dass es ein Update gibt für oder Rule Change gibt oder so. So mühsam. Ja, Aber irgendwie das ist wirklich nasty. also, ich hoffe wirklich, dass es noch in Abu Dhabi kommt. Es ist gut möglich, dass vielleicht nur 1 oder 2 Sachen angepasst werden müssen, weil ich habe das Gefühl, weißt du, von der einen von den Ressourcenpunkten her macht es keinen Sinn. Haben wir mal letztes Jahr haben wir auch Regulation. Letztes Jahr haben wir gehabt, Ja, aber es muss ja nicht immer einen geben, weißt du? Also es kann sein, dass wir das mal kennen. Ja? Ja, also gut, ja, dann würde ich mal sagen, wer ist es mit der Erfolg von F1 2021 in der Coop-Season? Wir sehen uns wieder im nächsten Grand Prix in Abu Dhabi und das wird das letzte Rennen sein von dieser Saison und ja, sind wir dann gespannt, wie es dann noch weitergeht nach der Saison, was dann noch so passiert, ob da wieder unerwartet Fahrerwechsel kommen oder nicht. Mal gucken. Okay, was sind das für Andeutungen? Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht wechselst du, muss ich nicht zwingen, sie, dass ich wechsle. Nein, ich bin Also, happy. Ja, Ich bin auch. happy. Weißt du kannst nur gewinnen, wenn du mit dem Team dich aufbauen. Ins Ja, Gewinnerteam reinkommen, das sind ja immer Losers, Du, weißt du? also, nächste Season... Nächste Season ist sowieso die Championship angepeilt. Also da ist keine Ja. Diskussion. Ich glaube, das könnte bei dir gut möglich sein. Bei mir Top of the Midfield. Ja, schauen wir schon etwas.
Ja, aber aber schon würde ich etwas. sagen. Ja gut, also, Gut. Wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Tag noch. Macht's gut und ciao! Maharban Bika, hallo und herzlich willkommen beim grossen Grand Prix von Abu Dhabi. Wir sind back im Saisonfinale und es wird tatsächlich noch ein bisschen spannend. Also in der P3 Konstrukteursmeisterschaft haben wir McLaren, P4 Ferrari und es sind genau 16 Punkte zwischen uns. Das heisst, hoffentlich werdet ihr hier in dieser Folge auch wirklich ein bisschen einen Showdown sehen. Es geht um die Wurst, es geht um Platz 3 in der Konstrukteursmeisterschaft zwischen mir und dem Caselinho. Ja, ich würde sagen, wir werden da gar nicht gross noch weiter schnacken und ja, wir sind jetzt gerade im Qualifying. Tüdelü! Let's go! Hello everybody and welcome back to Qualifying hier im Abu Dhabi Grand Prix in unserer Co-op-Saison. Wir sind ein super erfolgreiches Practice gefahren. Kasel hat es etwa 3 Runden gebraucht, bis er in die Bande ist, bei mir etwa 10. Nein, kann nicht sein. Keine 10, nicht einmal. Ja, es ist also für mich setup-mäßig katastrophal und ich habe jetzt wirklich, das habe ich noch nie gemacht, aber ich muss jetzt Risiko gehen, einfach ein neues Setup abgeladen. Weil beim alten Setup habe ich habe mehr Flügel drauf da, vorne und hinten. Tire Pressure raus da und der Brake Bias ganz vorne da. Und trotzdem ist das Heck instabiler geworden als, weiß auch nicht was, als der momentane Aktienkurs. Anyway. Ich probiere jetzt mal das neue Setup aus und hoffe aufs Beste. Ja, also bei mir ist eigentlich das gleiche wie bei dir auch. Setup eigentlich an sich ist nicht schlecht, dass ich auch guten Grip habe, aber einfach kein Pace. Und ich gehe jetzt an dieses Risiko und nehme mal komplett ein neues, das ich jetzt einfach mal aus dem Internet genommen habe, also wo ich halt wirklich nicht kann jetzt etwas anpassen kann, außer die Frontflügel. Aber jetzt sehe ich das Setup, das ich jetzt im Internet gefunden habe, ist eigentlich nicht gross anders wie das, was ich jetzt vorher schon drauf hatte. Also nur minim. Ja, mal schauen, was passiert. Ich sage mal, let's go Rennstart, oder? Let's go Qualifying. Aber wenigstens schauen, was anders ist. Ja, 10. Ja, 11. Wow. Aber ich habe mich auch ein paar Mal verdammt verbremst. Das ist nicht schlecht, 1,3 Sekunden schneller. P8. Ah gut, 1 hinter dem Sainz. Criggity Crash. Just 30 seconds left in the Ah, scheiße, letzte Kurve verschenkt. P14. Fuck, ich wäre so gut gewesen. Einfach Purple im zweiten Sektor geholt, Mann. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Perez, Lando Norris and Bottas, Russell, Giovinazzi, Stroll and Lewis Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Vettel, Tsunoda, Shepard, they've taken a grid penalty, and Latifi, Raikkonen, the captain, Pierre Gasly and Nikita Mazepin. Ocon, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Mick Schumacher. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Ja, jetzt hast du gleich noch freie Reifenwahl wegen deiner Penalty, die du hast. Aber ey, was haben die noch für Strafen bekommen? Ich bin noch 2 Plätze vorgetragen und Giovinazzi von P8, Alter. Nein, freie Reifenwahl habe ich nicht, weil ich P10 qualifiziert Ah, stimmt, okay. Aber ja, es ist wirklich, es sind hure viele Penalties verteilt worden. Ich gehe gleich 8 Runden in einem Idioms. Besser ist es. Ja, besser. Ich glaube es 9 sogar. So, letzte Rennen von der Saison. Let's go,
Du fahren ghostest. wieder ineinander hin bei Du mir. ghostest. Oh ja, aber wir fliegen. Oh mein Gott! Jetzt haben wir Oh wieder mein das Gott, was Gleiche machen die? umgekehrt, ne? Ja! Also, Ah, der Gasly ist einfach auf dem Reich können noch. also Schon die mir aus ganze können wir Zeit. das gerne so machen. Weil da kannst du einfach durch alle durchfahren. Oh mein Gott! Oh mein Komme ich Gott! Nämlich locker ein paar Plätze führen. Du bist letzter bei mir. Ja, anscheinend. Aber ich bin voll im Kuchen. So, also Versuch Nummer 2. Wir waren am Trinken gewesen, oh. Oh mein Gott! Fahre ich so lang und jetzt so schnell. Oh mein Gott! Wieso sind die alle so schnell? Ich- Oh, ich bin da voll im Kuchen. Wow! Gott. Oh mein Gott, fahren die so langsam jetzt so plötzlich? Ja, ich bin halt noch vorsichtig gefahren und ein paar, die wollen nicht überholen. So. Schneiden wir ihn halt ab. Okay, gut, schon mal auf P11. Nur weil ich vorsichtig gefahren bin. Ah, P15, ich bin hinterdroppt. Am Start. What the fuck? Also, Wow, ich bin die haben weiter hinten, Uhr glaubst du, gestartet. Oh mein Gott, bremst genug früh ab, hä? Ja, da sowieso immer. Und fahr nicht die gleiche Linie wie die. Hey, aber auf der Geraden sind die komplett davon. Ja, aber das wollte ich einfach sagen. Wir sind irgendwie so Jetzt geht's zwar. schnell. Ah, die fahren auch wieder mit weniger Flügel, denke ich. Ja. Gut, ich fahre eh noch auf Mediums. Ich will eh noch ein bisschen den Struggle haben. Am Anfang. Das war schon mal ein easy Snack gewesen, zum Glück. Jetzt kommen wir die Mercedes-Motoren. Zwar nicht mit DRS, aber mit IRS. Oh, aber der pusht mich hure weit, Mann. P9. Wow. Wow, shit, das hat er sich fast gedreht. Oh. Mein Gott. Das hure Heck ist wirklich so instabil. Oh mein Gott. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Es kann doch nicht sein, dass ich wegen dem mich abdrehe. Engine off, caution. Oh, Das ist ein shit. fucking Blacks Game, ohne Scheiß, Mann. Nein, ehrlich, Mann. Das ist so eine minimale Ah, es Berührung buggt, von der es Curb buggt, gewesen. es buggt, die wird wieder überholt. Multiple vehicles being Ah. We need you to drop your pace. Okay, slow Müssen wir down. nochmal slow neu down. starten, oder? Nein, was? nein. Is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Alles easy. Das ist doch ein schlechter Witz, Mann. Ich habe nicht einmal Gas gegeben, bin auf Curb kurz drauf gekommen, es hat mich direkt weggeschossen. Ohne Gas geben. Genau gleich auf. Warte. Oh mein Gott, oh, der Latifi, Alter. Aber auch gar keine Wank hätte er mir machen wollen. Piss dich von der Straße, Alter. Wie sie alle aufgestaut hast hinter dir. Der crasht eh jetzt. Ja, ich bin halt auf Mediums unterwegs. Ich bin froh, wenn ich sie hinter mich halten kann. Verstappen hat auch ein gutes Pit-Window gehabt. Einfach in einem Reihe können und mehr. Oh Mann. Yellow flag. Oh, Yellow Flag. Caution. Was ist denn da los? Ah, vor mir. Ah, der Gasly. Ah, Old Pits, Alter. Let's fucking go. Ja gut, in dem Fall viel Spaß mit P3, der Konstrukteursmeisterschaft. Carlos Sainz ist auf P2. Nein, ich muss ja neu Pits, Kollege. 0.2 seconds. Ja, aber es kommt schon noch die Weg. Vor allem jetzt haltest du gerade den Red Bull auf, das ist eigentlich gut für Lando und für Carlos. Ich höre schon den Verstappen hinten. Das fucking McLaren! Okay, push me off the track! All the time you have to leave a space! Hast du das gesehen vom
Das hat irgendeiner so lustig gefunden. Oh. Frech. Komm jetzt, nochmal Machen wir zurück. den Perez-Move. Ja, Mann. Bam! Alter, er steuert einfach in dich rein. Er hat Frontflügel-Damage, kleine. Genau, so eine... Gelblich-grün ist es jetzt bei ihm. Jawohl. Weiter so. Halt ihn auf, den Cape. Oh, Alter, jetzt ist aber auch... Strecke. Jetzt kommt der Hamilton, oder wer auch immer das ist, hinten dran. Perez. Perez. Du führst noch in einen Crash reindrückt wegen diesen beiden. Ja, ich fahre vorsichtig. Oder versuch's. Ja, aber ich habe einfach Angst, dass der Verstappen plötzlich irgendwo reindrückt. Ja, Dass so KI-Move manchmal einfach reindrückt irgendwo. das habe ich das Gefühl, was wird passieren. Oh mein Gott. Ich glaube, so bist du abgeflogen. Ja, ganz genau so. Okay, ist die Pits? Ah nein, ist die Pits? Nein. Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Er ist rechts, ne? Er portet sich. Schon? Hä? Ja, er ist... Oh mein Gott, er ist vor mir gewesen und er will plötzlich hinter mir. Ich bin komplett vorangefahren. Oh mein Gott, es hat einfach gebuggt. Holy shit. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen hat. Bei mir ist er rechts neben mir gewesen. Und plötzlich vor mir und dann ist er plötzlich weg gewesen und wieder hinter mir gewesen. Und dann hat mein Auto angefangen zu vibrieren. Nein, er ist immer schön rechts von dir gewesen. Du hast ihn nachher einfach rausgedrückt. Alter, schau das jetzt an. Jetzt ist der Norris vor mir und der Sainz auch. Wegen mir. Geil, aber ich werde wahrscheinlich ganz hinterher droppen. Aber jetzt du hast jetzt den Perez und den Verstappen hinter die beiden gedrückt. Du hast jetzt komplett ihre Strategie... oder im Ah, scheiße. Ah, vielleicht DRS jetzt? Ja. Ja, Holly. Wir haben sogar Rosso wegen Style. Perez kommt auch noch. Da greifen sie sicher auch gleich an. Schau mal, wie ich mich opfere fürs Team, hä? Gell? Gewaltig. Gibt noch Podium. Wow! Nein, ich habe Frontflügel-Damage geholt. Von wo? Der sieht Nico Nago neu aus, der Frontflügel. Hä, okay, dann kann ich mitbekommen. Alles für den Arsch. Hä, okay, aber wo? Aber wahrscheinlich mit dem Battle mit dem Verstappen dort. Ja, gibt's etwas. Aber das wird so ein minimaler Damage gewesen sein. Das ist halt einfach... Das stresst mich so in dem Game. Oh. Egal, jetzt liegt das Auto und Softs. Mal schauen, wo ich noch herkomme. A new strategy is available on the MFD. Ja, jetzt ist es. Jetzt kann ich retiren. Nein, was ist passiert? Hast du gespinnt? Ja, genau, dort an der gleichen Stelle wie du auch. Bin vom Curb gekommen, auf der Sausage, habe mich gedreht. Ja, ich kann retiren. Habe mich gedreht und dann nachher, ja, habe ich Frontflügel nochmal Damage gemacht. Der sieht aber tipptopp aus dem Fall. Nein, ist geil. What the fuck? Nie wieder. Ja. Oh Mann, oh, meine Fahreranerkennung ist einfach abgedroppt. Meine geht trotzdem mal, what the fuck. What the fuck? Aha, wegen Dings, wahrscheinlich Rivalität. Hast du gegen mich gehabt? Und wenn, We can try and negotiate a better deal Was? here, but we also have the chance to look elsewhere. McLaren hat mich rausgekriegt. Nein, wirklich? Ja, ich kriege einen Vertrag bei Aston über. Aston? Ja, ich schwöre fast, sie hat mich rausgekriegt. Ich habe einfach einen Aston gesehen, jetzt stehe ich hier als Aston-Fahrer. Oh mein Gott, also du hast nicht mal Negotiations machen, du bist direkt Aston. Mhm. Fuck. Kannst du noch irgendetwas machen? Jetzt Nein, ich kann nur confirmen, mir nicht, dass ich bei Aston fahre. Da muss ich noch darauf warten, bis du confirmed hast. Wow. Okay. Crazy. Hätte ich es nicht erwartet. Und ich kann nichts machen, oder was? Die haben mich nach dem Rennen gerade rausgeschmissen. Aber
Aber haben sie schon irgendetwas gesagt? Normalerweise muss ich irgendwie vorher sagen. Nein, Aber gar nicht. Ich bin noch nie zu schlecht gewesen. Gar nicht, haben sie mir gesagt. Hä, es kommt wieder Contract. Ah nein, ich kann nur mal zuschauen. Jetzt kommst du. Wow. Wow. Ja, wow, was machen wir? Wow. Okay, ja, da musst du wissen, was du machen willst. Ob du willst bei Ferrari bleiben und um die Championship fighten. Ja, das eigentlich schon, aber ich kann Spielt mir keine Rolle. Mit dir zusammen fighten. Ja, du. Vielleicht ist ja erstens das nächste das OP-Team, weißt du? Weißt du nicht? Es hat keine Regeländerungen gegeben. Ich glaube, das ist ja gut, Essen ist das 4. schnellste Team momentan dort. Also sie sind schon noch dran. Es ist jetzt nicht so, dass sie weit abgedroppt wären. Ich bleibe mal mit Ferrari. Signed, Halleluja. Crazy, okay. Haben sie mir auch rausgeschmissen. McLaren, das rechne ich euch schlecht an. Eigentlich hätte ich jetzt auch zu McLaren gehen. Also, ja, das wäre es mal gewesen von dieser Season oder vom letzten Rennen auch. Wir gehen jetzt nachher gerade in die nächste Season rein und welche Strecke das wir fahren, sehen wir dann in der nächsten Folge oder beziehungsweise in der 3. Season sind auch dann wieder dabei. Merci vielmals fürs Zuschauen über die ganzen Videos rein, die wir jetzt aufgeladen haben. Merci vielmals für den Support. Die letzten paar Videos sind extrem abgegangen. Danke noch einmal für das. Und ja, da hoffen wir auf eine spannende 3. Season. Mal schauen, was jetzt passiert mit Schäuber oder mit Chips bei Ferrari und der Castle bei Aston. Kommt gut. Oh, gut. Hey, nein, danke vielmals. Wir wünschen euch ein ganz schönes Tag. Vergesst nicht das Video bewerten, Abo da lassen und das Video teilen, würde uns sehr freuen. Wie gesagt, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao. Tschüss.